Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen zum Heidi Cup 2023 hier im wunderschönen Spiez am Thunersee. Bonjour tout le monde, c'est notre plaisir de la Swiss Sailing League de vous dire la bienvenue au Heidi Cup 2023 à Spiez au joli lac de Thun. De la Ligue, nous sommes très fiers et contents de pouvoir lancer la première édition de ce Cup de femmes. Ici à Spiez, dans le joli Yacht-Club, nous sommes accueillis avec beaucoup de chaleur et tout s'est très bien passé. C'est le deuxième jour, nous avons commencé hier et nous avons une très belle journée avec 4 à 5 nœuds de vent et on vous racontera plus tard sur ce qui s'est passé hier. Wir werden euch später erzählen, was gestern passiert ist auf dem Wasser. Wir freuen uns zuerst mal sehr, euch zu begrüßen zu dem Cup. Wir sind da mit dem Livestream vom Wacker TV. Swiss Sailing League. Zusammen mit mir ist Markus Bläsi von der Swiss Sailing League. Ich bin Marlene Rump und wir haben Kommentatoren, Experten von der Segelszene. Natalie Bird ist da und Emilia aus Österreich, die uns werden live kommentieren, was da passiert auf dem Wasser. Ja, Markus, jetzt sind wir da, die erste Edition vom Heidi Cup. Ich freue mich sehr. Und du? Ja, ist natürlich super, oder? Ich habe, obwohl meine Stimme ein bisschen reduziert ist. Du weißt, wir haben das letzte Jahr geplant. Wir haben das letzte Jahr entschieden. Wir sind immer etwa ein Jahr voraus in der Planung. Und das ist natürlich eine riesige Freude. Wir haben 12 Teams. Wir haben 2 Teams von Deutschland. Das freut uns sehr, weil normalerweise kommen die Deutschen nicht so in die Schweiz. Aber mit dem haben wir jetzt Eis gebrochen. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Frauen segeln ist etwas ganz Spezielles, muss ich sagen, als Mann. Ich empfinde das so. Und glücklich, dass wir gestern so schöne Läufe hatten und dass die Organisation hier beim Yacht-Club Spiez so wunderbar funktioniert. Oder? Das haben wir uns so gewünscht. Eigentlich, genau. Wir haben ein grosses Jahr für das Frauensegeln. Es ist das erste Jahr, dass wir Swiss Women Sailing League hatten das Jahr. Leider mit nicht so guten Windverhältnissen, aber immerhin 21 Frauenteams aus der Schweiz, die um den Schweizer Meistertitel im Clubsegeln der Frauen kämpfen. Wir hatten ein schönes Wochenende in Morsch im Mai und dann ein weiteres Wochenende in Zürich das Jahr, wo die Teams sich hätten können messen, wenn es ein bisschen mehr Wind hatte. Vor allem in Zürich leider kein Wind. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt in diesen 3 Tagen in Spiez nochmal die Schweizer Frauensegelszene eben mit Gästen aus dem Ausland auch auf dem Wasser in Action sehen. Ja. Und das ist auch noch ein spezieller Cup, weil es keine Clubmitgliedschaft als Requirement gegeben hat. Man hat also können mitmachen, auch aus verschiedenen Clubteams zusammenstellen und das ist sehr lässig. Wir haben auch ein CH-Mix-Team da zum Beispiel, das zusammengewürfelt ist und so sehen wir wirklich nochmal andere Frauen auf dem Wasser da und das freut uns. Ja, ich glaube, es ist auch sehr erfreulich. Wir haben ein welsches Team von Société Nautique Rolloise, die sind das erste Mal da. Es ist einfach fantastisch, wie wir können, die Clubs bewegen und in den Clubs so Aktivitäten machen. Noch einmal, eigentlich die Swiss Sailing League ist ja eine Plattform für Clubs. Wir arbeiten nicht für uns, sondern wir arbeiten eigentlich für Clubs. Wenn ein Club spezielle Wünsche hat, probieren wir die zu erfüllen. Wir leben für die Segler und Seglerinnen, jetzt auch ganz speziell für die Seglerinnen. Ich bin auch froh, dass ich hier so ein T-Shirt habe, ein Frauen-T-Shirt als Mann, muss ich auch immer wieder sagen, ist sehr erfreulich. Was natürlich ist, im Frauensegelsport in der Schweiz sind ja jetzt 3 Teams an der Sailing Champions League gesehen. Nicht so erfolgreich. Gründe kann ich nicht beurteilen, aber man darf einfach nicht vergessen, wir haben jetzt erst angefangen in der Schweiz. Ich denke, die haben ihr Bestes gegeben und sie haben aber auch ein bisschen gesehen, sehr wahrscheinlich, wo sie sich weiterentwickeln müssen. Es ist natürlich immer der Diskurs, sollen die Frauen das, ich sage mal in Hochkommen, fast professionell machen. Oder wenn sie halt einfach sagen, wir wollen eine gute Zeit haben, wir wollen wirklich im Amateurbereich aktiv sein. Das müssen die Seglerinnen und Segler selber entscheiden. Das haben wir keinen Einfluss. Wir sind keine Behörde. Genau, ja, und
That's a very good point, because I think joy is what they have definitely at this event. So we are really happy, and I think now it's time to introduce our commentators. Yes, yes. Please, Natalie. Well, good morning, everyone. My name is Natalie Burt. I'm absolutely thrilled to be here. I originally started sailing in Sydney and moved to Geneva, and I'm now a member of the Yacht-Club of CERN. And over the last few years in particular, our team and our club has become increasingly hooked on the Swiss Sailing League and the events. And a number of our members have taken part in the camps that have been fantastic in Teneriffe, in Davos. It's such a wonderful opportunity for people all over Switzerland, and also now we have the 2 German teams here as well. So I'm very much looking forward to seeing the racing. I hope everyone has a wonderful time and a lot of fun on the water and then also off the water. Yeah, Natalie, I mean, Yacht-Club CERN, a highlight of this year was your club, Yacht-Club of CERN, organized, I think, for one of the first time a Swiss Sailing League event, or in general an event in Versoix. Yes, indeed. So for us, this was a real milestone for the club. Yeah. It did make club history. Our club did have some practice because we organized with the CNV Semaine du Soir de Versoix. Oui. But for us, it was a real honor to be able to host a Swiss Sailing League event. And we were thrilled, and also really thrilled with all the support from members within our club who know a little bit less about the Swiss Sailing League. And so for us, this was such an opportunity to be able to introduce them to the league. And we had a couple of events in the build-up to that, so that we could share that with them. So we had an introduction to the league and this particular format of racing and why it's so fun to take part in. Yeah, and I notice now we also need to say to the spectators that Yacht-Club CERN moved up to the Challenge League. Yes. And next year the Super League, the year after. Okay. So you have ambition into the Sailing Champions League for the women. No, but that's a very good move. I mean, as you say, we are a platform. We are, you give gas or not gas as club, but we felt very, very thankful and very common, very appreciated in Versoix. The event was fantastically organized, I must say. Now I want to go to the other commentator, or lead up to the other commentator. As you know, Swiss Sailing League, this year we organized in Austria a so-called Alpen Adria Liga Cup. It is nothing more than we want to expand, we want to give Swiss sailing sailors the opportunity to compete with other countries, to make other friendship, to make other experiences. That's very important to improve the sailing. It's improved to also on a human side of a social point of view. And we were there in Achensee, and I asked to have a commentator, not from Switzerland, a woman. That was the most important. And we have here Emilia from Austria. So Emilia, please present you to our spectators. Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein. Ich werde den deutschen Part übernehmen fürs Kommentieren, gemeinsam mit der Nathalie. Mich freut es extrem, dass ich hier in der Schweiz sein darf. Wie gesagt, es ist diese Zusammenarbeit zwischen Österreich und der Schweiz, die wächst ja immer mehr. Und wir sind auch in Österreich gerade dabei, diese Damenliga aufzubauen und haben die Schweiz da als großes Vorbild. Ganz kurz vielleicht noch zu mir. Ich segel jetzt seit 2 Jahren in der Liga, in einem Mixteam aber. Und genau, habe jetzt 2 Jahre gesteuert, haben heuer unser Team neu formiert, haben jetzt die 2. Saison abgeschlossen und freuen uns auch schon sehr auf die nächste Saison. Und ich hoffe, dass ich eventuell auch nächstes Jahr mit einem österreichischen Team hier vertreten sein darf und hoffe auch, dass eventuell Schweizer Teams zu uns nach Österreich kommen.
Und genau, ein weiteres Projekt ist ja auch noch die Winter League in Punat, auf die ich mich schon sehr freue und wo wir auch teilnehmen werden. Genau. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Emilia. Es freut uns auch sehr, dich hier zu haben. Und jetzt sind wir schon gespannt. Die Teams sind schon aufs Wasser langsam. Es hat Wind. Vielleicht hören wir etwas. Ja, aber ich denke, wir zeigen zuerst oder wir zeigen noch das Debriefing von gestern. Oder den Beitrag von gestern. Genau. Ich war gestern auch schon auf dem Wasser. Wir hatten super 8 Läufe gestern schon. Und wir haben einen Zusammenschnitt von gestern. Es waren gestern schon Filmteams am Wasser unterwegs. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir in den Beitrag reinschauen dürfen. Okay, gut. Spiez is a little city with 12,000 inhabitants. We have the wonderful bay of Spiez. Our touristic responsibles say it is the most beautiful bay in Europe. It's not bad here. And we are lucky to have the Heidi Cup here in Spiez. It's the first time that the Heidi Cup takes place in Switzerland, so we are really proud to have the honor to do that. It's 3 days of sailing on this beautiful lake. As you can see, it's sunny, it's not so cold. We have some wind, but we're waiting for more wind. And we have 12 teams from two different countries. And we will have a lot of racing, and I hope we will have a lot of fun. I would say women events are just a lot of fun. They're great. Women come with a really good mood always. They also are happy for other teams to win. They cheer each other on. And so that's a really good mood there. And what we also notice is what we never have any problem is when there is something to do, even that we don't ask, women get things done. They sit there in their waiting time and they think about, you know, how can we improve the strategy, or what else could we do so that the events could go smoother. And yeah, this brings me to the second question: what do sailors do when they're waiting? So one thing is exactly discussing new projects, new ideas. What could we do to make women sailing bigger, to make chances for women better? And they come to us always with ideas, suggestions. That's really nice. I think on a day like this where we wait, there's no wind, is often where we have the best ideas on how to improve the league and where we have time to exchange also past experiences. Ja, wunderschöne Bilder von gestern. Ich bin gestern angekommen und war super begeistert von dem Ambiente hier. Es erinnert mich ein bisschen an zu Hause, an den Thunersee. Wir haben auch wunderschöne Berge rundherum. Und wir sind super ins Event gestartet. Gestern um 11 Uhr wäre der erste Start gewesen, haben wir noch nicht geschafft, weil der Wind noch gefehlt hat. Aber es ging dann um circa 2 Uhr aufs Wasser, die Thermik hat eingesetzt und wir hatten wunderbare 8 Rennen. Es ist wirklich traumhaft hier in Spiez, das Wetter war perfekt, wir hatten Windbedingungen, circa 5-6 Knoten, was für die ersten 8 Rennen super toll war und für die Damen auch super war zum Reinkommen. Yeah, Natalie, you arrived yesterday in the evening? I arrived yesterday in the evening. I was following the races on Managed to Sail and looking at the results as they were published. I saw that the conditions yesterday were a little bit soft to start with, and then later in the day the wind picked up, and then it was possible to complete 8 races. And certainly yesterday evening
The atmosphere was great, and people were very happy with having had some good racing earlier in the day. So I think they're very much looking forward to continue on with that today. So fingers crossed that the weather and the thermals come in again later today. Ja, wir haben heute, dachten wir eigentlich, dass wir später rauskommen aufs Wasser, aber der Wind ist jetzt schon da und wir werden jetzt dann aufs Wasser rausgehen. Vorher werden wir aber noch das Briefing zeigen, Skippers Briefing from today. Ja, genau, da gibt es einen Beitrag dazu. Guten Morgen miteinander. Ich stehe auf dieser Seite. Bitte zu mir herschauen, damit ihr auch nicht nur mich, sondern die schöne Sonne seht. Es tut mir leid, dass ihr gegen die Sonne schauen müsst. Aber die Mikroanlage ist jetzt so installiert, damit man heute alles registrieren kann. Ja, nochmals herzlichen Dank für die gestrigen Wettfahrten. Die waren wirklich super. Ihr seid super gesegelt. Wir werden heute gleiches Wetter haben, vielleicht eine Spur wärmer. Wir haben kein Gewölk oben drin. Das heißt, dass der Boden sich etwas mehr aufheizen wird und vielleicht haben wir dann etwas Thermik aus West. Aber im Grunde genommen ist die Wetterlage die gleiche wie gestern. Es kann sein, wir haben Herbst, wir haben nicht Sommerbetrieb in dem Sinn. Es kann sein, dass der Wind wieder von oben kommt, von Südost. Nun, wir werden die Chancen nutzen. Im Klartext, ich gehe davon aus, dass wir um 10 Uhr den AP ziehen. Und es kann durchaus sein, dass wir irgendwann 12 bis halb 2 dann auslaufen, irgendwo in diesem Zeitfenster. Und da möglichst rasch natürlich so viele Läufe wie möglich fahren werden. Der Ablauf ist der gleiche wie gestern, außer dass wir heute mit Wacker TV eine Firma auf dem Wasser haben, die ein Livestreaming produzieren. Und wie das genau funktioniert, das möchte ich jetzt dem Chef von Wacker TV übergeben. Er wird euch erklären, was hier alles passiert und insbesondere, wie ihr später diese Livestream-Aufnahmen selber ansehen könnt. Bitte. Ja, guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Wir werden heute mit mehreren Teams auf dem See sein. Einerseits haben wir auf 4 Schiffen GoPros, wo wir live auch das ganze Geschehen, was ihr habt, auf den Schiffen übertragen können. Das sind diese Schiffe, wo hinten links dann eine Stange mit einer GoPro angemacht haben. Dann haben wir weiter auf dem Startboot ein Kamerateam, wo das Ganze aus Sicht des Starts und aus Sicht des Zieleinlaufs filmen wird. Wir haben ein Kamerateam, das habt ihr vielleicht gestern schon gesehen. Wir waren begleitend zu euch dabei mit einem Kamerateam, mit einer großen Kamera. Das wird etwas von der größeren Distanz eigentlich das gesamte Renngeschehen übertragen, damit wir auch dort eigentlich ein Bild haben für die Zuschauer im Renngeschehen. Und dann haben wir noch ein weiteres Team, das ist das Interview-Team, der Jumper. Die werden vor allem dann Action-Szenen zeigen im Rahmen der Wettkämpfe und dann, wenn einer fertig ist, werden dort Interviews gemacht, einerseits deutschsprachig, andererseits französischsprachig, wo wir je einen Kollege drauf haben. Wir werden dort auf eure Schiffe, wenn ihr wechselt, also in der Wechselzone, dort zu euch kommen, mit euch Interviews führen über das Rennen, das ihr gemacht habt. Dort wird also alles sehr flexibel dann, je nachdem wie es läuft, werden wir mit Kollegen euch besuchen kommen und mit euch sprechen werden. Das ist eigentlich das. Dann gibt es noch ein Technikerteam. Das ist, wenn an den GoPros irgendwas nicht funktioniert, wenn wir irgendwo Batterie wechseln müssen. Also dort werden wir immer zwischen den Rennen kurz dann auf die Schiffe kommen und das Ganze reparieren, wenn was zu reparieren ist. Das ist das, was heute und morgen laufen wird. Wir werden es live übertragen auf www.sailingtv.ch. Dort sind dann auch alle Aufzeichnungen drauf. Der Stream, den könnt ihr auch später nochmals anschauen. Dort sind auch bereits alle anderen Produktionen, die wir gemacht haben, sei es von YCSp, von Oberhofen, sei es aus Luzern von letzten Jahr oder dann auch von Lausanne, wo wir ja solche Übertragungen auch bereits gemacht haben. Das könnt ihr auch dort alles nachschauen. Das kurz von unserer Seite. Vielen Dank, Wacker TV, die machen das übrigens
als Sponsoring-Beitrag für unseren Event. Jetzt möchte ich das Wort Markus Bläse übergeben von der SSL. Danke vielmals, meine Stimme ist ein bisschen lediert. Ich möchte zuerst mal Wacker TV danken, die machen also nicht alles gratis, das möchte ich auch noch präzisieren. Es ist nicht so, dass da alles vom Himmel fällt, aber die arbeiten alle freiwillig, also wie wir von der Liga ja auch, das ist oder die Helfer vom Yacht-Club Spiez oder die Umpired, da ist also nicht irgendwie, dass da noch ein Tagessalär bezahlt wird. Ich möchte mal dafür wirklich allen Freiwilligen herzlich danken, wirklich. Zweitens möchte ich mich bei unseren Sponsoren bedanken. Das ist EFG Private Banking und das ist Pharma Streuli. Ohne diese wäre die Liga ein bisschen reduzierter. Das heißt nicht, dass wir nicht segeln würden, aber vielleicht nicht immer so großzügig. Also herzlichen Dank auch an unsere Sponsoren. Viel mehr habe ich nicht zu sagen, als wirklich Livestreaming heißt, ihr könnt während dem Segeln euch anschauen. Ihr könnt die Haare dann ein bisschen schöner machen oder was immer auch. Es ist wirklich, und ihr könnt es wirklich zur Analyse brauchen bei euch zu Hause. Das ist wirklich, der Heidi Cup ist bei uns das erste Jahr. Wir wollen diesen Cup wirklich, die Daten für nächstes Jahr sind auch schon bekannt. Wir möchten und wir sind wieder hier. Wir fühlen uns wohl in Spiez. Es ist alles zusammen, wunderbare Kolleginnen und Kollegen und also wir freuen uns sehr. Wir wollen den Event auch ein bisschen weiterentwickeln, aber dazu vielleicht dann nächstes Jahr mehr Informationen. Jetzt gebe ich dem Chief Umpire Manuel Hünsch. Manuel Hünsch ist ein guter Kollege von mir, weil er eigentlich immer den Helga Cup als Chief Umpire macht und wir haben nichts Besseres gefunden, als ihn hier zu sein, weil damit kann er all sein Wissen euch auch weitergeben. Manuel, bitte on stage. Yeah, good morning. I was told we should do that in English because some people have a big challenge to learn understanding real German language, so we'll do that in English today. First of all, thank you very much, Race Committee, for the great entertainment yesterday. Wonderful flags, nice sound, so it was good to be on the water. Hope the same will be happen today. Do you have any questions to us from our decisions yesterday? Because we want to do a debriefing immediately after the skippers meeting. We prepared everything. So please think about the incidents you had and we can discuss that. Are there any questions regarding today? That's an easy one. Okay, see you in a few minutes for the debriefing. Vielen Dank, Markus, vielen Dank, Manuel. Ich habe nicht mehr anzufügen. 10 Uhr wird AP kommen. Haltet euch dennoch bereit. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwo zwischen 12 und 1 wahrscheinlich auslaufen werden. Ähnlich wie gestern. Wenn ihr zum Mittagessen geht, seid einfach bereit, jederzeit euch zu bewegen und mit uns aufs Wasser zu kommen. Gibt es jetzt noch Fragen? Pas de question? Sehr schön. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Genießt es hier in Spiez. Bis bald auf dem Wasser. Ja, wir haben jetzt das Briefing gesehen, das Skippers-Briefing heute etwas kürzer wie gestern. Es war danach noch ein Debriefing, wo wir auch Aufnahmen haben. Es war sehr spannend, wo die Situationen von gestern nochmal diskutiert wurden. Genau. Und jetzt sind wir am Wasser draußen. Wir sind jetzt mit den GoPros mit draußen. Wir sehen hier jetzt die Boote, wie sie rausfahren. Es liegt noch keine Startlinie. Der Wind sieht aber gut aus. Genau. So there we just saw the skipper's briefing this morning with all the teams, talking a little bit about the forecast for today, for the conditions. We're hoping for similar breezes to yesterday.
but as you can see, wonderful scenes from the Yacht-Club Spiez and Lake Thun in the beautiful heart of the Berner Oberland. So a real thrill for the teams to be sailing here and racing here together. So this is the first ever Heidi Cup, so a big occasion for the Swiss Sailing League. We're delighted to have 12 teams from, well actually 10 teams from all across Switzerland, and 2 teams that have joined us from Germany. So this is very exciting for everyone. We can see some images here from live images from the water. There's a little bit of breeze out there. The marks are just being towed out there. They're the robotic marks. So they will be laid. 2 will be marks for the gate and for the starting line and the finish line, and then upwind there will be another 2 marks. So the robotic marks are just being towed out as we see. The teams are setting up the boats, making sure the rigging is correct, everything is set as they like, including jib card positions, you'd hope, the backstay, and checking the spinnaker is ready to go as well. So all the teams are out there and excited in anticipation of the first race. So today's first race will be race number 9. Yesterday we were able to complete 8 races. So moving on to race number 9. Vielleicht haben wir noch einen kurzen Blick auf die Liste, auf die Ergebnisliste von gestern. Wir haben ein sehr beeindruckendes Ergebnis von den Locals hier. Der Regatta-Club Oberhofen vom Thunersee hat 4 erste Plätze, was sehr beeindruckend ist. Die Ladies sind zu 5 am Boot. Sie haben das wirklich super gemacht, immer sehr gut gestartet und immer als Erster ins Ziel. Dahinter haben wir auch ein sehr gutes Ergebnis vom Regatta-Club Bodensee, die mit 3 ersten und einem zweiten gestartet sind. Auch ein sehr erfahrenes Team mit einer erfahrenen Steuerfrau. Und dahinter auf dem 3. Rang kommt dann der Seglerverein Stössensee. Das ist ein deutsches Team. Der Stössensee, ich habe heute mal nachgeguckt, ist in der Nähe von Berlin oder in Berlin. Die Damen hatten eine sehr weite Anreise. Und das zweite deutsche Team ist auch, das ist von der Ostsee, ist auch sehr weit angereist. Sehr cool, dass die diesen weiten Weg auf sich nehmen hier an den Thunersee. Aber es ist ja wirklich von den Bedingungen her ein Traum. Es ist warm, es ist Wind. Es ist wirklich super. Platz 4 ist dann ein Mix-and-Match-Team. Die Ladies sind von gemischten Clubs. Da haben wir an Bord die, ganz kurz nachgucken, die Christa Kussa als Steuerfrau und mit Damen aus den verschiedensten Clubs. Gut, dann haben wir Bordé de Tribord. Mein Französisch ist jetzt nicht perfekt, aber es ist sehr gut. Genau. Mit 2 dritten Plätzen, einem 4. und einem 2. Platz. Also wir sehen, es ist auch nach oben hin noch alles offen, aber der Regatta-Club Oberhofen mit 4 Punkten ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Yeah, so there we have the results from the first day of racing. And after 8 completed races, which makes 4 complete flights, we see Regatta Club Oberhofen in the lead. They had a very strong day yesterday, and they won all 4 of their races. So 4 first places for Regatta Club Oberhofen. I was wondering whether they might have some home advantage, as they will have had a lot of practice sailing on Lake Thun, given that's where they race. But I was told that yesterday the conditions were, in terms of the wind, it wasn't too shifty. So anyway, all eyes are on Regatta Club Oberhofen. In second place there was Regatta Club Bodensee.
who also had a very strong first day with 3 wins and 1 second place. In third place there was Die Pfeifen, so that was the first of the German sailing teams, and they come from Thunersee, which is just near Berlin. So they are also very used to lake sailing, which has stood them in good stead. So they're currently lying in third place with 8 points. And in fourth place, mix and match, that's a Swiss sailing team, with, well, as the name suggests, they're sailors and racers from a number of different clubs across Switzerland. And in fifth place, Borde de Tribord from La Neuveville on 12 points. And then sixth is the second German team from Greifswald. That's actually based up in northern Germany, and I believe they're used to sailing on the sea. So it will be really interesting to hear from them how they're finding the conditions and the lake sailing by comparison. In seventh place, Cercle de la Voile d'Estavayer, followed by the first of 2 teams from Yacht-Club Zug. This team is called Stella Luna. And in 9th place, Kreuzlingen. 10th place, Vive la Tour. 11th, Team Joy, also from Zug. And then last but not least, Société Nautique Rolloise. So it's a fine lineup, and it's been a first great day of racing. So everything's set for today's action. Wir sehen hier jetzt auf dem Boot Nummer 1 das CH Mix Team. Die vom oberen Zürichsee ist die Steuerfrau. Genau, wir sehen es hier auch im Segelclub Oberer Zürichsee. Genau, meiner Meinung nach sind da 2 Damen von dem Segelclub am Boot. Eine von Oberhofen, vom lokalen Club. Genau. Die haben jetzt den Gennaker schon oben, bergen jetzt. Wir sehen hier auch, dass 5 Damen an Boot sind. Das ist unterschiedlich. Manche sind zu 5 und manche sind zu 4. Es ist halt vom Gewicht her immer die Frage, ob das ausreicht oder nicht. Oder ob es ist halt, Damen sind oft kleiner, leichter. Deswegen ist es auf der J70 bei den Damen so, dass die oft zu 5 segeln. Sie dürfen aber auch zu 4 segeln. So, jetzt haben wir die Startliste von heute. Auf Boot Nummer 1, wie wir schon gesehen haben, Mix and Match. Dann haben wir auf Boot Nummer 2 den Regattaverein Greifswald. Das ist das deutsche Team. Oder eines, oder? Ja, genau, das sind die Bodensprotten, Regattaverein Greifswald, die von der Ostsee kommen. Dann haben wir zweimal den Yacht-Club Zug vertreten, ein sehr, sehr cooler Club meiner Meinung nach. Die haben eine weibliche Präsidentin, mit der ich heute schon beim Frühstück gesprochen habe. Die haben seit 2 Jahren sehr viele aktive Damen im Regattasport und stellen jetzt auch 2 Teams für diese Regatta, finde ich sehr beeindruckend. Die sind auf Boot Nummer 3 und 4. Auf Boot Nummer 5 haben wir die Seglervereinigung Kreuzlingen. Die sind vom Bodensee. Und dann den Société Nautique Rolloise. Genau, auf dem Boot Nummer 6.
Jetzt sind wir auf dem Boot vom Yacht-Club Zug. Ich weiß jetzt nicht, ob es Team 1 oder 2 ist, aber der aktive Damen-Segelclub. Fahren hier auch mit Gennaker, testen mal alles aus, ob am Boot alles passt. Das ist jetzt Team Zug 2 vom Viererboot. Genau, hier sehen wir es im Baum, die Nummer 4. So there we have some GoPro action from boat number 4. That's a team from Zug. It's Team Joy from Zug. So in race number 9, the lineup is mix and match. The team from Rieswald, Stella Luna from Zug, Team Joy from Zug, the team from Estevalle, and finally Société Nautique Gauloise. So the conditions are looking good at the moment. The boats are moving well. We can still see the robotic marks there, so they need to be laid and put in position. Zu den Robotik-Marks, wir haben hier eine Tiefe von 210 Meter am Thunersee. Es ist halt sehr schwierig, hier normale Bojen zu legen, und dieses Problem gibt es in der Schweiz an vielen Seen. Deswegen hat die Swiss Sailing League 4 Robotikbojen, die sie per Tablet vom Startboot aus steuern und so die Bojen auf eine GPS-Position zuweisen, und die Bojen halten dann ihre Position. Wir hatten in Österreich auch das Vergnügen, am Aachensee die Schweizer Bojen zu benutzen in unserer Liga. Da kam Markus zu uns und hat für uns die Bojen gelegt. War wirklich toll. Wir hatten auch im letzten Jahr starken Wind und die Bojen haben sehr gut gehalten. Und es ist sehr cool, dass alle Liga-Events und alle Trainings hier in der Schweiz mit diesen Robobojen gefahren werden. Es ist auch eine extreme Zeitersparnis, weil wenn der Wind dreht, dann können die Bojen sehr schnell angepasst werden und der Kurs wird schnell umgelegt und es ist wenig Zeitverzögerung und wir können mehr Races starten. Yeah, these robotic marks have been a real game changer. They are controlled actually from an iPad on the committee start boat, and from there the race committee can lay the course and move the marks, and they can be very responsive to the conditions. So particularly on challenging conditions where there are significant wind shifts, it's possible to move the marks and to really make the most of the wind conditions and squeeze in as much racing as possible. So we're seeing these marks used increasingly, and certainly they've made a huge difference. And I was just hearing there from Emilia that also in Austria they have started using them, and they did a test run in some really strong breezes, and she was very impressed with how the marks stayed in place and didn't move at all. So that's reassuring to know that they work in all conditions, both light and strong conditions. So, things have come a long way. Also ich denke, der Wind ist gut genug für den ersten Start. Es ist Grundbedingung über 4 Knoten. Es müssen immer über 4 Knoten sein, um ein Race starten zu können. Ich denke, das würde jetzt schon gehen. Sie bauen gerade noch die Linie auf. Es ist ja früher als erwartet. Eigentlich dachten wir, dass es erst so gegen 12 Uhr
losgeht mit dem Wind, aber wir haben jetzt früher als erwartet Wind, was uns alle sehr freut. Wir sind ja hier, um zu segeln. Jetzt sehen wir Bilder vom Startschiff. There we see images of the start boat. We can see the number 9 indicating that the next race up will be race number 9. And there's the Lima flag up as well. So still waiting for the racing to start. So we saw on the start boat that there was no orange flag up, so that indicates that the start line is still to be set, still to be laid. So all the teams will be testing their boats, looking at where the wind is on the course, looking at the conditions, getting a feel for those, and also keeping a keen eye on the committee start boats so that they are ready to go when the racing signal starts. They certainly don't want to sail too far away from the race committee and then find that when the orange flag goes up and then the class flag goes up, that they're too far away to get back in time to start the race. So that's definitely something you don't want to do. And if you did do it, it wouldn't be the first time that a team has done it. So you learn from those mistakes. Es gibt auch wieder ein Live-Tracking. Für alle, die besonders interessiert sind, gibt es auf trucktrack.com ein Live-Tracking. Es ist auf jedem Boot, auf jeder Bahnmarke ein Tracker drauf und so lässt sich alles mit 20 Sekunden Zeitverzögerung auch online nachverfolgen. Zusätzlich zu unserem Livestream natürlich. So in addition to the live streaming, we have it's possible to follow the races on TrackTech, and there you can see the courses that each boat sailed. So that's really interesting, and you can also have the chance to watch replays of the races as well. So budding tacticians can analyze those for future reference. I think that's Team Troy there, Front Zug. Ja, Zug 2 ist das jetzt. Die besprechen wahrscheinlich noch die Taktik für den Start, für die ersten Rennen, besprechen die Abläufe der Manöver nochmal. Ja. So there we see we saw one of the crew exchange boats. So they will be in between races. What happens is, so you have a race and you have the 6 teams on the J70s, and the teams who are going to be taking part in the next race are all standing by on those ribs. So it's actually really fun to be on the rib as well, because you can see really close up the race action, see how the other teams are doing, and look at the conditions on the course and see if the wind is shifting, and try and pick up as many clues as you can before the start of your own race. So, and it's a lot of fun as well, because then you get to chat to other teams also on the ribs and with the rib drivers, and get some inside information on the wind conditions and the local breezes.
So this is the first Heidi Cup organised by the Swiss Sailing League Association, and it's really women's sailing has grown immensely over the last couple of years. When it comes to the Swiss Sailing League, they've put in a lot of efforts. They had 2 training camps for women, and that really galvanized and inspired a lot of women to go and train and get out there on the water, and now we're really seeing the fruits of those efforts. And this year was the first year that the Swiss Sailing League also had a women's league, and there were 2 events there in addition to this Heidi Cup. So it's really wonderful to see so many women getting enthusiastic about their racing, and I would even say believing in it. So they're inspired and excited at the opportunity, and the camaraderie also is wonderful to share in. Jetzt haben wir Bilder vom Startschiff. Wir sehen hier die Marlene, die immer am Startschiff dabei ist. Und die fleißigen Helfer, die am Startschiff arbeiten, die sich um die Zeiten kümmern, die sich um die Flaggen kümmern. Es ist wirklich sehr toll, dass es hier so viele freiwillige Helfer gibt, die dieses Event supporten. Das ist ja, wie die Nathalie schon gesagt hat, der erste Heidi Cup und in meinen Augen ein super erfolgreicher Cup jetzt schon mit 12 Teams, die am Start sind, mit 6 Booten wird gesegelt. Es ist wahnsinnig toll und ich denke, in Österreich würden wir uns auch sehr freuen, wenn der Damen-Segelsport etwas mehr Zulauf bekommen würde. Die Schweiz hat heuer diese 2 Camps gestartet, die extrem erfolgreich waren, wo die Teams das erste Mal auch in Berührung gekommen sind mit den J70, wo sie sehr viel trainiert haben, sehr viel gelernt haben. Eine sehr tolle Initiative der Swiss Sailing League. Yeah, so there we just saw the Lima flag being dropped. So we anticipate the start of racing to be soon. So we keep an eye out for the orange flag. So you'll see there on some of the boats, the teams have five crew members, and on other boats they have 4. So this is a particular rule for the Women's Swiss Sailing League, and there's no maximum weight limit, so the teams can either have 4 or 5 members, and it's just very interesting to see the different ways that the teams coordinate and do their maneuvers. As you see, it's quite crowded with 5, but some of the teams do very well with 5 team members. So the first pennant has gone up. That's the flag that looks like a Japan flag, and that's the class flag for this racing. And so that means that the starting sequence has started, and we're 3 minutes away from the actual race start. The next 2 flags, die nächsten 2 Flaggen sind die Farbe für die Boje, um die sie fahren. Das ist entweder orange oder gelb. Und als zweite Flagge kommt hier noch dazu Papa. Der blaue Peter geht auch noch nach oben. Das heißt, wir haben dann noch 2 Minuten bis zum Start. Jetzt haben wir 2 Minuten. Bei 1 Minute geht Papa wieder runter und beim Start geht dann der Wimpel, der aussieht wie
Japan, wir nennen sie Japan, geht beim Start runter. Wir sehen jetzt hier Japan, Papa und Orange. Das heißt, Start in nicht ganz 2 Minuten und wir fahren um die orange Luftboje. Jetzt geht es schon darum, wie sich die Teams positionieren beim Start. Gestern waren die Starts noch sehr zurückhaltend. Wir hatten keinen Frühstart. Jetzt haben wir das Signal für 1 Minute gehört. Wir sehen hier jetzt das CH Mix Team. Jetzt sind wir beim Yacht-Club Zug an Bord. Wir sehen hier auch die Startlinie. So it's the final countdown. We're coming up to the last almost 30 seconds to the start of the race. You can see the countdown on the screen there. So all the teams will be jostling for position, seeing where they want to be on the start line, and then also importantly where they want to be a minute after the start line. So that's a consideration in terms of their strategy. So coming down 15, 14, 13, 12, 10. So they'll now want to be accelerating towards the line so that they hit it with some speed. It's game on. So here we're with, it's boat number 4. So it's Zug 2. Yeah. Team Joy from Zug. All is tacking out early. They're looking for clean air. So important when the conditions are light. You need to get that clean air so you can keep boat speed up. Aktuell vorne haben wir, denke ich, das CH Mix Team auf dem Boot Nummer 1, die einen sehr guten Start hatten als oberstes Luftboot beim Startschiff oder hier bei der Startbahnmarke. So a couple of boats tacked out now. So that was Team Stella Luna from Zug also, heading towards the right-hand side of the course. At the moment it seems that the boats are pretty split on the left-hand and right-hand side of the course. Oh no, ja, more coming across to the right. Jetzt haben 5 Boote zumindest mal gewendet und fahren auf die rechte Seite. Und das 6. Boot wissen wir jetzt noch nicht, wo es gerade hinfährt. Aber es sieht am Tracking so aus, als hätten alle 6 Boote gewendet und sind jetzt am gleichen Schlag. There in the foreground we see one of the umpire boats. So this type of racing is umpired fleet racing, and protests and decisions are made on the water. I always find it slightly unnerving when you're on the when you're racing and then you have the umpire boat hovering behind you. Wir sehen jetzt Boot Nummer 3 mit Nachhang gegenüber Boot Nummer 1 am Heck vorbeigehen. Boot Nummer 1 ist der Mix. No. Doch, Boot Nummer 1 ist CH Mix. Es ist im Tracking vertauscht, haben wir gerade festgestellt. Es ist aber laut der Pairing-Liste auf Boot Nummer 1 CH Mix, auf Boot Nummer 2 der Regattaverein Greifswald, die Bodensprotten.
So mix and match doing well here on the left-hand side. They can't be too far away from the upwind mark. So the target time for each race is 15 minutes. So that means that each leg, oh there you can see the first the upwind mark. Boot Nummer 1 muss nochmal wenden, da kommt dann der Regattaverein Greifswald mit Vorrang zur Bahnmarke, zur Luftbahnmarke. Bin gespannt, wie sich das ausgeht. Ich denke, Boot Nummer 1 muss dahinter. So there, boat number 1 needs to duck boat number 2. They didn't get there in time to cut in front. So being port tack, they needed to duck and give way to the starboard tack boat. Also aktuell in Führung das Team von Deutschland, die Bodensprotten. Ja, Greifswald. Greifswald. Ja. Dahinter dann das CH-Mix-Team mit Leuten vom oberen Zürichsee, vom Yacht-Club St. Moritz und Oberhofen. Ja. Die ersten 2 Teams haben gleich gehalst. Boot Nummer 3 und Boot Nummer 6. So Greifswald rounded the mark first, followed by Mix and Match, and then Team Stella Luna from Zug. Here we have Société Nautique de Rolle. Posting quickly, keeping their weight forward if they can. It seems like the wind's dropping a little bit. Ja, wir hatten einen Rechtsdreher auf der ersten Kreuz und die Teams haben jetzt dann gleich gehalst. And there we have Estevalier has just rounded the mark. And we have Kommt Yacht-Club Zug auf Boat Number 4. Yeah, Team Joy from Zug. Oh, it's beginning to look a bit soft out there. Ja, der Wind hat etwas nachgelassen. So critical for them to keep their boat speed up as the wind softens. Clean air. Ich denke, am Tracker sieht es spannend aus bei den ersten 2 Booten zwischen den Greifswäldern und dem CH-Mix-Team auf Boot Nummer 1 und 2. Und dann dahinter kommen auch Boot Nummer 3 und 4, die auch relativ nein, nicht Boot Nummer 4. Team Mix and Match here with their weight well forward, keeping their crew weight forward to keep the stern of the boat out of the water so it doesn't drag like an anchor. So we can see the boats are approaching the downwind gate. They need to pass through the middle of the 2 buoys, and then they can round either mark. So they could leave it to port or starboard as long as they pass through the middle of the gate. So that can make for interesting tactical decisions.
sieht aus, als würden Boot Nummer 1 und 2 beide um die gleiche Bahnmarke gehen. Boot Nummer 2 jetzt in Führung vor Boot Nummer 1. So the German team, Griesfeld, still holding the lead, closely followed by mix and match. Be interesting to see which side of the course the teams head to after they've come through the gate. Whether they head across to the right again. So clean maneuvers so far from all the teams. This is again the team in the lead, mix and match, boat number 1. Getting ready to tack, here they go. Oh no, mix and matchers are in second place at the moment. Griesfeld winning. The upwind mark is just coming into sight there. So they'll be looking for ley line to see if they've reached ley line before tacking. Wir waren jetzt wieder auf Boot Nummer 1, die aktuell in Führung sind. Nicht sicher, ob sie schon auf der Leyline sind oder ob sie noch 2 Wenden brauchen, um die Marke zu kommen. Ich denke, das zweite Boot muss definitiv noch 2-mal wenden. Wir sehen jetzt auch das Tracking eingeblendet. So there we see the image from track deck as well, which gives us an aerial view of the action. So we can see that the boat in second place, that is mix and match, they're going to need to tack a couple of times to be able to reach that upwind mark. Wenn wir einen Blick auf die Gesamtliste werfen, haben wir jetzt das Team aus Greifswald auf dem Gesamtrang Nummer 6. Die haben bis jetzt noch keinen ersten Platz, werden sich sehr freuen über ihren vermutlich ersten Platz, wenn sie die Downwind jetzt noch gut segeln und gut nach hinten decken. Dann wird das der erste Platz für das Team aus Greifswald. Wir haben dann am zweiten Platz Mix and Match, die sich aktuell mit 9 Punkten 4 Punkte vor den Bodenspotten aus Greifswald in der Gesamtrangliste auf Platz 4 befinden. Oh, jetzt haben wir es 3 Boote an der Luftbahnmarke. Boot Nummer 600 mit dem Team Gaulois. Oui, Gauloise. Société Nautique Gauloise. They're having a good race. Yeah, very good. Die sind aktuell auf dem 12. Gesamtrang und mit einem 3. Platz wären sie, denke ich, sehr zufrieden.
There we see Estevalier have just come round the upwind mark and hoisted. Wir sehen ja die Blicke nach hinten auf Boot Nummer 1. Wieder eine Halse. Mix and match. Ja. Versuchen vermutlich noch irgendwie anzugreifen, aber ich denke, Boot Nummer 2 ist sehr weit vorne. Hier haben wir jetzt wieder den Yacht-Club Zug, Rolloise und Estevalier, oder? Blick auf das Ding werfen. Ja, Estevalier auf dem gelben Boot. So, hier sehen wir den Zieleinlauf von den Greifswäldern, von den Bodensprotten, die jetzt ihren ersten Wettfahrtsieg einfahren konnten. Danach sehen wir jetzt das Boot Nummer 1 mit dem CH-Mix-Team über die Ziellinie fahren. So there we had a win from the German team from Rieswald. It's their first win so far in this event, so they'll be particularly pleased. Building on yesterday's success where they finished yesterday with a second in their last race, so things are going well for the team. Start gehabt. There we saw Mix and Match coming in second place. Der Lauf gewonnen hat. Was war das Entscheidende in dieser Regatta zum Sieg? Ja, ich glaube, wir hatten einen vernünftigen Start mit gut Fahrt und haben uns immer schön zwischen Gegner und Marke, wie man so sagt, gehalten. Das war, glaube ich, das Geheimnis. Die Schweizer Damen hier, die Gemixed-Team ist, glaube ich, ein sehr starkes Team. Und da mussten wir aufpassen, dass wir die nicht an uns vorbeilassen. Und das hat Gott sei Dank auch alle Manöver bei uns geklappt. Wir sind so ein bisschen Mutter-Tochter-Gespann hier neu. Und insofern sind wir auch froh, wenn die Manöver klappen. Und das hatte eben alles, ist alles glatt gegangen, so halbwegs, würde ich sagen. Ja. Aber dann hatte es noch einen schwierigen Moment da auf dem Vorwindkurs, als Sie im Louvre attackieren wollten. Wie war die Situation? Wie hast du es erlebt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Jemand anderes? Habt ihr die Situation noch? Ist dabei. Okay, alles gut. Und sonst, wie ist hier auf dem Thunersee zu segeln? Ja, macht total Spaß. Eine traumhafte Landschaft. Achtung, Kopf! Wir sind sehr willkommen, fühlen uns sehr willkommen geheißen. Es ist alles super organisiert. Also vielen Dank auch an die Organisatoren. Super, ganz klasse. Gut, herzlichen Dank für das Interview. Nächstes Jahr wieder. Ja, cool, danke. Wir haben jetzt ein Interview gesehen von der Steuerfrau von den Greifswäldern. Man hat richtig gespürt, dass sie sich sehr gefreut haben über diesen Wettfahrtsieg. Jetzt sind wir in der Wechselphase. Die ersten Boote beginnen zu wechseln. Es sind alle durchs Ziel. Jetzt wäre noch die Frage, die Plätze 3, 4 und 5. Die haben wir jetzt nicht gesehen. Wir warten jetzt noch darauf, damit wir die Ergebnisse
die fixierten Ergebnisse dann bekommen. Im Tracking sieht es aus, als wäre der Yacht-Club Zug, das Team Joy, als drittes über die Ziellinie, gefolgt von Renoise und dann Estavayer und zum Schluss noch das zweite Zugteam. So we're just waiting on the official results. We may well see the results posted on the back of the committee boat. So after each race, the committee writes down the results on a board, and the boats can come and check those official results. Es gibt auch noch immer eine 2-minütige Protestfrist oder Protestzeit nach dem Zieleingang des letzten Bootes. Es wird eine rote Flagge am Startschiff gezeigt und in diesen 2 Minuten können die Teams Protest einlegen gegen Juryentscheidungen oder gegen die Wettfahrtleitung. Wir haben jetzt wir sind im Race Nummer 9, das heißt, es werden alle Teams ausgewechselt. Wer übrigens die Ergebnisse sehen möchte, nach jedem Flight, also immer nach 2 Rennen, wenn jedes Team ein Race gefahren ist, dann werden die Ergebnisse auf Manage to Sail veröffentlicht. Jetzt sehen wir uns nochmal den Zieleinlauf an. Wir sehen hier nochmal das Boot Nummer 2. Greifswald. Mit Greifswald. Greifswald. Gefolgt von CH-Mix. So here's just a replay of the finish of the last race. First place to Greifswald, second place mix and match. Wir sehen doch relativ große Abstände zwischen den Teams. Jetzt kommt Boot Nummer 3 mit Zug. Team Stella Luna. Stella Luna. In third place, Stella Luna from Zug. Gut, und die anderen Teams, wie wir sie vorher schon verlesen haben, auf Platz 4 das Team aus Roloise, auf Platz 5 Cercle de la Voile des Tavaillés. Ich habe geübt. Und auf Platz Nummer 6 Yacht-Club Zug. So that's the fourth. Da waren auf Platz 3 ist Yacht-Club Zug das Team Joy und auf Platz Nummer 6 ist Yacht-Club Zug die Stella Luna Crew. So that was the 4th place for Société Nautique Roloise, and that's their best race so far for them in this event. So things are definitely progressing, so they'll be really pleased with that, I imagine. So here we have the crew exchanges taking place, the teams taking part in race 10 on their boats and checking everything's in order, in fine spirits. Can't quite see which team this one is. Vive la Tour. Yeah, boat number 6, Vive la Tour. It looks like they're partying already. Es gibt auch ein Team, das ist mir gestern am Startschiff aufgefallen, die singen immer oder haben einen Motivationsspruch, den sie vor dem Start immer sagen. Ich glaube, es war Let's go, Ladies, let's go. Man hört sie auf jeden Fall über den
über die ganze Startlinie. Here on boat number 1 we have Bodensee currently sitting in 2nd place overall, so they'll be looking to really consolidate their position. Be looking for a win. Wir haben jetzt sehr starke Teams am Start. Wir haben mit dem Regatta Club Bodensee auf Boot Nummer 1 den Ranglisten Zweiten. Wir haben auch den Regatta Club Oberhofen, die bis jetzt nur erste Plätze hatten am Boot Nummer 4. Das heißt, das wird spannend zwischen Boot Nummer 4 und Boot Nummer 1. Aktuell mit 4 und 5 Punkten in der Gesamtrangliste. Wir haben auch den Ranglisten Dritten mit den Pfeifen vom Stössensee auf Boot Nummer 3. Auch den 5. haben wir mit dem Bordé de Tribord auf Boot Nummer 2. Der Start jetzt wird dann von der Jury begleitet. Auf den sind wir jetzt dann schon sehr gespannt. Der wird sehr eng werden mit diesen guten Teams. Wir haben dann noch vergessen das Team aus Kreuzlingen, die Seglervereinigung Kreuzlingen, und dann haben wir noch ein Team auf dem Boot Nummer 6. Vive la Tour. Cercle de la Voile, Vive la Tour. So for race number 10, we have a very strong lineup. We have four of the 5 teams sitting in the top 5 places at the moment. There's in boat number 1 Bodensee, boat number 2 Bordé de Tribord, boat number 3 Dieppfeifen from Germany, boat number 4 Oberhofen, number 5 in yellow is Kreuzlingen, and boat number 6 is Vive la Tour. So currently sitting in first place overall is Oberhofen, so boat number 4, the green boat, and Bodensee is close behind them at the moment in the overall standing, boat number 1, the black boat, followed by Dieppfeifen in boat number 3. Vier Minuten bis zum Start. 4 minutes to the start. Ja. Wir haben hier Oberhofen, das regionale Team, die von einer anderen Seeseite kommen, mit einem kleinen Heimvorteil, aber einfach auch ein sehr, sehr starker Club. Haben wir jetzt die Ranglisten Zweiten, den Regatta Club Bodensee. So there we saw 2 hot contenders. Firstly Oberhofen and now Bodensee, so currently sitting in place number 1 and 2. Wir haben jetzt noch 3 Minuten circa bis zum Start und wir würden jetzt übergehen zu einem Interview der Jury. Wir freuen uns sehr darauf.
Gut, wir sind jetzt hier auf dem Juryboot bei Manuel und Holger. Wir haben noch etwa 2 Minuten 30 bis zum Start. Manuel, von wo bist du? Aus Hamburg in Deutschland. Und das Format, das kennst du, hast du schon mitgepfiffen? Das haben wir schon seit Jahrzehnten in Hamburg eingeführt. Das ist für uns nichts Neues. Wir haben viel Erfahrung. Okay, Holger, wo bist du her? Ursprünglich vom Bodensee, lebe jetzt in Zürich. Okay, und was ist deine Erfahrung so bezüglich Schiedsrichterwesen? Ich mache das jetzt schon einige Jahre und es ist immer eine Freude hier als Umpiren. 2 minutes, we are racing. Okay, gut. Wir haben vorhin gehört, Sie zwei reden hier untereinander Englisch reden. Manuel, auf was achtet ihr jetzt? Wir achten vor allen Dingen darauf, ob die Schiffe hier sich frei halten voneinander, dass wir keine Situation haben, wo es Kollisionen gibt, weil A, es ist sehr teuer und außerdem führt es dazu, dass wir Verzögerungen haben und das hat aber auch nicht Sinn des Zwecks und Zweck vom Segeln, dass wir irgendwelche Berührungen haben. Es geht immer darum, Berührungen zu vermeiden. Und wir achten jetzt darauf, wer muss sich frei halten, wer hat Wegerecht und das sind halt die Situationen, die wir jetzt durchsprechen, sobald es ein bisschen enger wird. Okay. Und wer da auf dem Schiff ist, welcher Club, ist das relevant für euch? Sorry, nochmal auf Deutsch. Die Boote, die da auf dem, oder die Clubs, die auf dem Boden sind, ist das relevant für euch? Nein, überhaupt nicht. Wir kennen die meisten Segler inzwischen, weil wir sehr viel zusammen gemacht haben, aber da gibt es überhaupt keine Probleme mit. Das war anders als beim Fußball vielleicht. Wir haben da nie irgendwelche Conflicts of Interest. Okay, danke. Gut, wir haben jetzt gerade 2 Minuten Signal gehabt. Die Boote sind recht voneinander verteilt im Moment. Für die Jury ist so eigentlich ein Lichtspiel. Keine heiklen Situationen vor der Hand. Und, jetzt gehen wir ein bisschen näher da, weil da könnte sich etwas abspielen. Man sieht jetzt da, dass es langsam enger wird, die Boote. Jetzt da St. Gallen. Wendet hier unten rein, kommt der von hinten und wenn das Boot von hinten frei halten. Da stimmen wir jetzt gerade. Laughing slowly, laughing, laughing. Yellow leeward right, laughing. 2 windward give. 10, 9, Keeping clear. And 1 is a stern give. 5, 4, 3, 2, 1, stop! No issues here in my opinion. Yes, start. Moment. Also kein Problem. Wir haben hier Kreuzlinien, in wenn ich mal Windstärke hier oben, Windrichtung. Jetzt haben wir da eventuell ein Issue. Was war der Fall? In der Wand, außerhalb, der ganze Körper außerhalb des Rumpfes. Also wir haben ein Vergehen gehabt, dass der Körper von einer Vorschotterin beim Wenden zu weit draussen war und das hat jetzt eine Strafe zur Folge. Sie müssen einmal um sich selber kringeln, also 360 Grad Kringel drehen. Wir sehen, das braucht alles sehr viel Zeit bei diesem wenig Wind und jetzt auch die Crew muss möglichst Gewichtsverlust machen. Gut, wir geben zurück an die Jury, an die Regie. Ja, wir haben da jetzt einen Penalty gesehen vom Regatta-Club Bodensee. Ein Penalty muss immer aus einer Wende und einer Halse bestehen. Es ist egal, mit welcher das man anfängt. Optimalerweise 360 Grad. So we just saw a protest there with the red flag raised, and then the umpires awarded the penalty.
So Bodensee had to do a penalty turn, which is 360 degrees, as soon as possible. Regatta Club Bodensee aktuell an letzter Stelle. Da werden sie keine Freude damit haben, weil sie gerade ja auf dem zweiten Gesamtrang liegen. Wir haben in Führung auf dem Boot Nummer 2 den Bordé de Tribord. That was an expensive penalty for Bodensee. Now sitting in place number 6, so they've got a lot of catching up to do. Jetzt sind wir im Boot von dem Regatta Club Oberhofen, die auf dem grünen Boot, auf dem Boot Nummer 4 sitzen. Aktuell laut Tracking am 3. Rang. Ich denke, da kann sich aber noch was ändern. Jetzt wenden sie. Es ist nur die Frage, ob sie schon auf der Leyline sind. Wir sehen hier auch das Tracking eingeblendet, natürlich mit der Zeitverzögerung. Wir sehen hier dann Boot Nummer 4 und Boot Nummer 2 mit dem Bordé de Tribord auf dem Boot Nummer 2, auf dem grauen Boot, und dem Regatta Club Oberhofen auf dem grünen Boot, auf Boot Nummer 4. Hier haben wir auf Boot Nummer 5 Kreuzlingen. Here we're with Didier Latour. Dieses Mal sehr spannend bei der Luftboje. Es ist schwierig einzuschätzen, wer jetzt wie positioniert ist. So the boats are just approaching the upwind mark. The first upwind mark, and the race has been going for about 7 minutes. So auch der Regatta Club Bodensee hat sich wieder etwas zurückgekämpft. Sie kommen hier als erstes um die Luftboje. wow, what a comeback from Bodensee from 6th place, now rounding the upwind mark first. Never say never. Sehr viel riskiert, über die andere Seite gefahren, aber an sich, ja, es ist gut gelaufen. Jetzt haben wir in Führung den Regatta Club Bodensee vor als zweites haben wir die Pfeifen vom Stössensee. Als drittes haben wir dann den Regatta Club Oberhofen. Ui, das würde auch was in der Gesamtrangliste verändern, wenn es so ins Ziel geht dann. Dann haben wir am 4. Platz den Bordé de Tribord. Gefolgt von dem Cercle de la Voile Vevey.
So we can see here the wind is very light and the crew is positioning their weight on the leeward side to help try and maximize boat speed. Boat number 4, Oberhofen. Very light conditions now. Der Wind lässt nach, es ist sehr wenig Wind jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch 4 Knoten sind. Here we're with Bodensee, and we could see that well, they were struggling to fly the spinnaker. The wind has really dropped off, and now we're with Vivi Latour. They seem to have a little bit more pressure on this side, on this tack. Just reached 10 minutes of racing. Ja, es könnte auch sein, dass die 20 Minuten Maximum Time nicht eingehalten werden können. Wir sind jetzt auf der ersten Downwind. Ja. Okay. Wir ziehen jetzt AP ab. So we just heard there the sound signal for, and we can see there the AP flag's been hoisted. So the race is abandoned. Genau. Das Race wurde somit auch abgebrochen und es gibt eine Startverschiebung auf unbestimmte Zeit jetzt mal. Wir sehen uns in der Zwischenzeit jetzt nochmal den Penalty vom Regatta Club Bodensee an. Also wir haben ein Vergehen gehabt. Hier sehen wir, okay, der Oberkörper von der Position ganz vorne war zu weit draußen. Ich weiß nicht, sie hat sich auch an den Banden eventuell festgehalten, was nicht erlaubt ist. Und somit kam es zu einem Umpire-Initiated Penalty. Ja, wir sehen hier auch, dass sehr, sehr wenig Wind ist. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit nutzen wir die Zeit für weitere Interviews und warten dann darauf, ob der Wind wieder anspringt. Gut, jetzt gehen wir ins Interview. Gut, wir sind jetzt hier auf dem Boot von Bodensee und das ist ja genau das Boot, das da eine Strafe bekommt, kurz nach dem Start. Das ist immer sehr teuer, wenn man da muss, bei wenig Wind einen Kringel drehen. Wie habt ihr die Situation erlebt, Livia? Ja, teuer, wie du sagst, ist hart, wenn man dann kringeln muss. Unschön. Aber ihr habt begriffen, wieso dass ihr kringeln müssen? Ja, wir begriffen im Moment, wo der Pfiff gekommen ist. Aber vorher haben wir nicht daran gedacht. Wahrscheinlich Berührung von der Wand gewesen. Umso erstaunlicher war es, dass der erste Boje dass der dort als erste Kringel die Führung gehen. Wo seid ihr durchgefahren? Oder was ist der Grund, dass ihr da die Führung übernommen habt?
Es war ein bisschen Glück, hätte ich gesagt. Wir haben uns dann frei gesegelt über links, haben dort noch ein bisschen besseren Druck gehabt und von dem können profitieren und dann führen fahren. Aber der Wind hat ja jetzt komplett abgestellt und das ist wahrscheinlich auf der letzte Hauch, den wir dort noch können nehmen und führen fahren wieder. Was ist bei diesen Bedingungen so ein bisschen die Strategie oder die Wichtigkeit? Sicher freien Wind haben und können Speed machen, sich nicht stören lassen von anderen Schiffen. Und das ist uns in dem Moment auch gut gekommen, weil wir dann plötzlich die Letzten waren mit dem Kringel und mussten uns neu orientieren. Und so sind wir ganz frei gewesen. Segelt ihr manchmal in dieser Konstellation oder habt ihr euch jetzt hier für dieses Event so zusammengewürfelt? Dani und Tessa, die haben schon öppe mit mir gesegelt. Miriam ist neu bei uns im Team. Wir haben aber auch Positionen gewechselt. Also auch Dani und Tessa haben eine neue Position. Darum ist es ein bisschen neu, ja. Dani, what you are doing in your new position? Doing tactics instead of trimming, so I'm not normally on the bow. But you also take a sheet and amend some sails or only tactic? Only tactics, helping with Livia every once in a while with the main sheet, that's all. Okay, cool, gut, danke. Dann geben wir zurück in die Regie. Stop, danke vielmals. Ja, wir sehen, dass kein Wind ist oder sehr, sehr wenig Wind ist. Ich denke, es wird jetzt länger dauern, bis wir wieder starten können. Ja, es war ein sehr, sehr spannendes Rennen, also mit unerwarteten Wendungen, mit dem Regatta-Club Bodensee nach dem Penalty sehr stark von Platz 6 auf Platz 1 gefahren, dann leider auf der ersten Downwind ist der Wind eingeschlafen und somit wurde abgebrochen. Aber sehr beeindruckend von den Bodenseern, wie sie da so weit nach vorne gefahren sind. Man sieht aber, die Mädels sind motiviert. Es gehört zum Segeln dazu. Es ist oft viel Warten auf Wind, aber das soll der Motivation nicht schaden. Es ist auch immer eine gute Zeit, die man nutzen kann, um die letzten Manöver zu besprechen, wenn was nicht funktioniert hat, was man besser machen könnte oder die Taktik zu besprechen, Start zu besprechen. Wir haben ja heute ein super schönes Wetter, die Sonne scheint, das Panorama ist wirklich wunderschön mit den Bergen rundherum. Ich habe gestern auch schon gelernt, dass es Eigen, Mönch und Jungfrau sind 3 Berge am Thunersee, die irgendwie sehr, sehr berühmt sind, die berühmtesten. Und Hinterspitz ist der Niesen. Das habe ich gestern gelernt. Und die Berge sind alle sehr, sehr hoch, mit 2.000 bis 3.000 Meter. Jetzt haben wir noch ein Interview am Startboot, auf das wir uns freuen und würden jetzt zum Interview überleiten. Gut, wir sind hier auf dem Startschiff und da interessiert es natürlich, wie die Webfahrtleitung bei dieser Flotte da im Moment die Situation einschätzt. Marc Tomaschet, Race Officer, wie siehst du die Situation? Wir haben heute Morgen guten Wind gehabt. Wir haben jetzt einen Lauf sicher durchgebracht. Den zweiten haben wir leider müssen abbrechen, gerade wegen mangels Windsituation, also mangels Wind, wie wir ihn jetzt erlebt haben. Im Moment bin ich gar noch nicht so optimistisch für die nächsten, sagen wir mal, Stunde, anderthalb.
Du hast gesehen, wir müssen Lauf abbrechen. Wie geht der Prozess vor sich? Wenn oder wer entscheidet? Und wie gibt es Richtlinien? Wie macht ihr das? Das ist richtig. Es gibt eine wichtige Richtlinie. Das heisst, wir haben eine Vorgabe von minimal 4 Knoten Wind, die man auf der Bahn haben muss, damit wir überhaupt einigermaßen reguläre Regatten reinbringen. Und wir haben die, wo wir abgebrochen haben, im Bereich von etwa 2 bis 3,5 Knoten Wind gehabt, schaukelnd, also nicht mehr wirklich segelbar. Okay, und schön Wetter, das ist ja wohl gut, aber die Segler brauchen auch Wind. Was denkst du jetzt da? Was könnte in den nächsten paar Halbstunden passieren? Wir sind im Herbst, da ist der Thunersee ein bisschen schwer einzuschätzen. Es könnte durchaus sein, dass der Oberwind einmal kommt, so wie wir ihn hatten. Die andere Möglichkeit ist, dass wir allenfalls ein bisschen Westwinddruck bekommen mit aller Thermik und dann vielleicht die Chance haben, in der Thermik noch ein paar Läufe zu segeln. Vielleicht noch so eine Frage für die Zuschauer zu der Rollenaufteilung da auf dem Startschiff. Wer macht hier was und wie viele Leute braucht ihr? Wir haben im Moment ein bisschen viele Leute auf dem Schiff. Das ist eine außerordentliche Situation, weil wir noch eine kleine Reparatur am Motor haben. Aber die wollte ich nicht erwähnen. Also wir haben einen Race-Officer, Webfahrtleiter in meiner Person. Nachher haben wir einen Zeitnehmer neben mir. Nachher haben wir den Markus Bläsi und Marlem von Swiss Sailing League, die uns unterstützen im Bereich von der ganzen Resultaterfassung. Und Übermittlung der Resultate, dann braucht es natürlich einen Fahrer für das ganze Schiff und vorne drauf haben wir einen Flaggengast, der uns die Flagge setzt. Das ist die wesentliche Crew auf dem Schiff. Okay, und die Entscheidungsfindung, wenn es darum geht, so, jetzt wollen wir starten oder jetzt brechen wir ab, wer fällt die? Die Entscheidung ist einzig und allein bei mir. Ich tue das rundum vorab diskutieren, ich tue mir die einzelnen Faktoren zusammensammeln, vom einen oder anderen, insbesondere natürlich vom Bojenleger, weil er sieht auch die Windrichtungen und Windfelder zusätzlich gut wie ich und ich tue das mit ihm diskutieren, aber der Entscheid fällt immer ein. Okay, also der Segelsport ist ja bekannt, dass eigentlich immer der gewinnt, der am wenigsten Fehler macht. Wie ist es hier bei der Webfahrtleitung? Ich gehe davon aus, ihr macht doch kleine Fehler. Was macht ihr denn, wenn ihr einen Mist ablässt? Es gibt Fehler, die fast nicht zu korrigieren sind. Das sind manchmal auch zum Glück einfache Fehler. Die können wir nicht groß korrigieren, die nehmen wir so hin und nach dem Motto aus Fehlern lernen wir. Bei ganz groben Fehlern müssen wir uns überlegen, ob man nicht allenfalls will, etwas unterbrechen, einen Prozess unterbrechen, zum Beispiel mit einer Verschiebungsflagge und den ganzen Prozess abbrechen und allenfalls neu starten. Okay, also so ein Fall könnte sein, eben, wir haben gehört, dass die Flaggen zählen. Wenn jetzt eben eine falsche Flagge raufkommt, dann ist das nicht gut. Das kann man so sagen, ja. Haben wir gerade jetzt so in dieser Situation gehabt, aber wir haben eine Startverschiebung jetzt drin und ich bin der Meinung, man kann jetzt die Flagge, die da oben ist, so stehen lassen. Okay, gut. Und dann haben wir hier noch das Tableau 10. Was bedeutet das? Wir haben jetzt Lauf Nummer 10 gehabt. Das ist der, den wir abgebrochen haben. Und das 10 wird so bleiben, weil der Lauf Nummer 10 wird in der nächsten, hoffentlich guten Windsituation wiederholt. Gut, danke. Ich glaube, das war etwa so ein kurzer Einblick. Gibt es Neuigkeiten von der Motorencrew? Kleusel? Ja, wir konnten jetzt ein Teil wechseln, das kaputt ist gegangen. Der Lino hat da längere Zeit drehen machen tun. Jetzt können wir, sobald es durch ist, können wir nachher starten, probieren und sehen wir hoffen, dass es gut geht. Ja. Dann ist ja die Windflaute zum richtigen Zeitpunkt gekommen oder der Motorenschaden zum richtigen Zeitpunkt, was auch immer. Gut, danke, ich gebe zurück an die Regie. Ja, vielen Dank für diese Einblicke am Startschiff. Gestern hatten wir das Motorenproblem, das anscheinend immer noch besteht. Aber ich muss auch dazu sagen, das Startschiff ist eines der schönsten, auf denen ich bis jetzt war. Es ist ein sehr, sehr cooles Startschiff mit richtig viel Platz und super zum Arbeiten. Wir würden jetzt noch gern 2 Interviews machen mit 2 Teams. Jetzt gucken wir mal, ob die schon ready sind für die Interviews. Wir haben ja unsere Reporter am Wasser, die fleißig unterwegs sind und von Boot zu Boot springen für Interviews. Wir werden jetzt hören den
Gesamtlisten ersten Oberhofen und anschließend auch noch Loire, die ja im letzten Rennen, im 9. Race, einen 4. Platz hatten, ihr bis jetzt bestes Ergebnis. Und ja, Oberhofen hatte ja jetzt etwas Probleme im 10. Race. Und da freuen wir uns auf die Kommentare der Clubs, was die dazu sagen. Hier wird auch fleißig besprochen beim Regatta-Club Bodensee. So there we saw race 10 unfortunately was abandoned for the lack of wind. The maximum race time is 20 minutes and it was looking very, very unlikely that the teams were going to be able to complete the race in time. In fact, they hadn't even reached the downwind gate within 10 minutes. So so unfortunately the race was abandoned, though for some teams they might it might have been a relief. A bit of a roller coaster there of emotions for Bodensee. They got off to a great start and then they had a penalty awarded against them early on in the race, which cost them dearly, falling back to 6th place. So the penalty actually, for those who saw it, it was because one of the crew members had their weight outside of the lifelines and they were holding on to the shrouds. So for that reason, the penalty was awarded, and they had to do that 360 as a result, and fell back to 6th place. And amazingly, they managed to catch up and were the first boat around the first upwind mark. So that was an amazing comeback. Then unfortunately for them, the wind just died and the race was abandoned. So a race that had a lot of action in quite a short space of time. So we're just going to have a few interviews now with some of the teams, and I think the first team we're going to hear from is Bode de Tribord. Gut, dann freuen wir uns jetzt auf das Interview von dem Bode de Tribord, wo unser On-Water Kommentator unterwegs ist. On est à bord du bateau de la Bordée de Tribord, de la Neuville. Le vent malheureusement est tombé. La dernière manche qui a été lancée n'a pas pu se terminer, faute de vent. Alors voilà, un petit retour déjà sur la journée de hier, mais toi tu n'y étais pas, donc qui c'est qui était là hier? Alors voilà, un petit retour sur la journée d'hier, nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Ça s'est bien passé, c'était une bonne journée, on a un peu pris nos marques en l'équipage de 4 qu'on était. Et on a eu du bon vent, un peu léger, mais bon vent, donc non, très bonne journée. Vous êtes contente de votre journée d'hier, 5e sauf erreur après 4 régates. Exactement, ouais, on est assez contente, c'est un assez bon résultat, donc très bien. On a pris du plaisir, donc c'est le plus important. Okay, très bien, on voit quand même un élément important de votre équipement, c'est les chaussettes. Elles sont accordées, les chaussettes officielles de la Bordée de Tribord. Magnifique. Voilà, maintenant la journée, on risque d'attendre un moment. Comment vous occupez votre temps maintenant? Bon, on va juste discuter un petit peu et surtout manger, je pense. On aime bien manger. Mais après, c'est vrai qu'on va peut-être aussi regarder le track-track pour un petit peu observer ce qu'on a fait au départ, etc. Donc on a pris un bon départ avant, on est contente. Mais après, malheureusement, le vent est tombé, donc ouais, c'est un peu dommage. Ok, donc voilà, on est un peu tous dans l'attente du vent qui pourrait se relever dans un sens ou dans l'autre, selon notre spécialiste local Stéphane Zeger, qui dit que ça peut venir comme ça, que ça peut venir comme ça. Enfin, c'est les joies du lac de Thun. Hein. Vous êtes un équipage relativement habitué au format de la Swiss Sailing League. On vous voit souvent dans d'autres compétitions. Là, vous vous retrouvez entre femmes.
Est-ce que ça change? Ouais, ça change beaucoup parce qu'on a plutôt l'habitude d'être équipière en fait et on n'a pas forcément l'habitude d'être à la barre, donc c'est un challenge pour nous quand même. C'est aussi d'autres idées, on doit prendre en compte aussi que voilà, il y a la tactique à la barre et puis on n'a pas forcément l'habitude de faire ça, mais c'est cool aussi de pouvoir naviguer ici à la Heidi Cup parce qu'on le voit un peu comme un entraînement de fin de saison pour aussi voir comment ça va aller la saison prochaine en Women's Sailing League. Voilà. Ok, comment vous êtes organisé à bord? Qui fait quoi? Alors du coup en fait hier c'est Enna qui barrait comme moi j'étais pas là et puis on va changer un petit peu entre Enna et moi à la barre et au spi et puis sinon on a Sarah qui fait le foc. Elle a beaucoup l'habitude du foc parce qu'elle navigue déjà beaucoup aussi avec en J70 et puis Zaline qui fait numéro 1 qui est aussi bien rodée dans ce domaine. Voilà. Ok, parfait, ben, on vous souhaite bonne chance pour la suite. On se réjouit de voir des bonnes manches pour le reste de la journée et pour demain. Merci. 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 So there we just heard from Bode de Tribord. Interestingly, they were saying that so they've been mixing it up a little bit with the positions, and yesterday the helm was someone else, and they've swapped over helm. So the helm swapping with the mainsail trimmer and tactician. So they really see this Heidi Cup as an opportunity to try new things that we were hearing. And they were saying, you know, for an end of season regatta, it's just a great chance to experiment and to play and to try new things together. So just hoping now for some wind to come. They're going to also make the most of their time by reviewing some of the track tack. They got off to a good start, they said, in this race, and it was unlucky that the wind dropped off, but they would like to review the track tack and see, you know, what tips they can pick up from that to carry them through for the next races. And they're also going to have the opportunity to have a little bite to eat as well. So there we see one of the spectators on the water. I'm not sure if he's on an umpire boat or he's the chief umpire, I think. Yes. Or a critical one. With a keen eye, he's got the long distance vision. So yes, the word on the water is that the wind really could come in now from any angle. So it's a little bit of a wait and see at the moment, but it gives us the chance for the teams to have a bit of a chat and a recap on how things are going for them, what they might like to do differently or try for the next races, and then also the chance for us to have a little chat with the teams also and hear about their experiences. So it looks pretty relaxing out there. There are worse places to be, that's for sure. So I think we're going to be having an interview now with the Regatta Club Oberhofen. Der Moderator ist am Weg. Wir sehen, er nimmt Platz. Und wir starten dann gleich in das Interview. Wir freuen uns schon auf die Kommentare. Das letzte Rennen war ja jetzt nicht so gut für den Regatta Club Oberhofen. Bin schon gespannt, was Sie dazu sagen. Ich denke, es war schon, auch der Start war jetzt nicht optimal von
von Ihnen. Gestern hatten Sie ja wirklich sehr, sehr gute Starts. Es könnte aber auch daran liegen, dass die anderen angespielter sind, gestern auch etwas mehr Übung hatten und Ihnen somit den Start nicht mehr so leicht machen. Wir haben ja jetzt auch gesehen, dass der letzte Start etwas knackiger war. Ich denke, unser Kamerateam ist ready und wir starten in das nächste Interview. 4 Rennen, 4 Siege. Michel, bist du zufrieden? Schwierig. Ich denke noch. Im vorderen Rennen, wo sie abgebrochen haben, seid ihr nicht erst gewesen. Was macht das mit euch? Wir schauen vorwärts aufs nächste Rennen. Gut ist es abgebrochen worden für uns, aber wäre auch fair gewesen, wäre es weit geblieben. Okay, hättet ihr noch Chancen gehabt, für zu kämpfen? Hat man immer. Ich würde sagen, ja. Es war erst die erste Boje, von dem her, es hat noch 3 Legs gehabt. Auf 3 Legs kann viel passieren. Genau, insbesondere bei diesen Bedingungen. Ihr habt ein bisschen, Crew umgebaut. Lisa hat oben gesteuert. Wie seid ihr jetzt auf diese Konstellation gekommen, Lisa? Ja, es hat eigentlich so danach ausgesehen, dass ich echt nicht an diesem Event teilnehmen kann. Und dann alle dann gleich noch können. Und wir haben aber schon vorher abgemacht, dass Michel steuert. Und das ist wie mega cool, weil Michel ist jetzt dieses Jahr neu zu unserem Team gekommen und ist bei 2 Events schon dabei gewesen. Und hat dann so gefunden, ja, hey, ich will auch wieder steuern. Und dann haben wir gefunden, ja, ist ja perfekt. Jetzt zuerst steuern und ich habe dafür die Taktik übernommen. Und ja, das fängt mega an, mal wieder eine andere Position zu machen. Ja. Und die anderen 3 Rollen, die habt ihr in diesem Sinne nicht verändert? Doch, wir haben noch andere Sachen geändert. Also ich mache mehr oder weniger das Gleiche wie sonst, aber auch sonst ist eigentlich ein bisschen alles anders dieses Mal. Salvino hat eine andere Position. Karin ist jetzt das erste Mal mit unserer Regatta dabei. Also wir haben eigentlich noch einiges geändert. In dem Sinne, es ist jetzt nicht nur die Steuerfrau. Okay, kannst du mir heute erklären, wer genau was macht? Also ja, Michel tut steuern, die Lisa macht Taktik, was normalerweise bei uns steuert. Ich mache auf dem Downwind den Genacker. Salvina macht das Vorschiff und Karin macht unsere Fock. Gut, und jetzt die Wartezeit, wie tut ihr die überbrücken? Was mal ein bisschen an der Sonne draussen zocken. Beim Gespräch redet man da über das Segeln oder redet man da über andere Sachen? Ein bisschen diverses. Meistens fängt man mal irgendwo beim Segeln an und manchmal driftet man dann ab. Und wir haben ja sonst viele gemeinsame Interessen. Also das Segeln ist nicht das Einzige, was uns verbindet in dem Sinn. Von dem her haben wir auch diverse andere Sachen, die wir thematisieren können. Wenn ihr so eine Regatta fertig habt, tut ihr da auch Fazit ziehen? Wer kann etwas sagen zu dem? Ich soll etwas sagen. Also, ja, logisch, wir tun immer Fazit ziehen. Und bei uns geht es häufig gar nicht eigentlich um das Resultat, dass wir sagen, ja, wir hätten gerne diesen Rang und diesen Rang erreicht, sondern bei uns geht es mehr so um die persönliche Leistung, dass wir so finden, ja, haben wir uns das Beste gegeben, haben wir immer können, wie alles geben oder haben wir echt so ja, ein bisschen blöde Fehler oder unnötige Fehler gemacht. Das ist dann eher das, was man so versucht, wirklich aktiv zu verbessern. Oder gibt es sonst so strukturelle Sachen, die man muss verbessern muss? Ja, das sind so ein bisschen die Fragen, die wir uns dann stellen. Genau, ja. Aber grundsätzlich einfach immer Freude haben. Wenn man Freude hatte, dann war es meistens schon ein gutes Event gewesen. Gut, danke für den Einblick, Oberhofen. Wir geben zurück in die Regie. Ja, super Interview vom Regatta Club Oberhofen. Sie waren sehr zuversichtlich, dass sie es noch vom Platz 3 nach vorne geschafft hätten. Sie hatten ja auch noch viel Zeit, wo leider dann der Wind eingeschlafen ist. Sie haben Freude am Segeln, das ist wichtig, es ist ein super Event. Jetzt sieht es aus, als würde es noch länger brauchen. Übrigens, die Verbindung an Wasser ist nicht ganz so einfach herzustellen und es kommt öfter mal zu kurzen Aussetzern. Wir entschuldigen uns dafür, aber wir haben das eigentlich sonst ganz gut im Griff. Genau, jetzt sieht es aus, als würde es noch etwas länger dauern, bis der Wind wieder kommt. Und heute Morgen gab es ein super tolles Debriefing, wo die Regeln besprochen worden sind, wo die
Regelverletzungen besprochen worden sind. Da gibt es auch Aufnahmen dafür und die würden wir jetzt dann gerne zeigen. Und danach würden wir in eine Pause starten und uns dann, wenn wieder Wind ist, zurückmelden. So as you can see, it's all looking pretty restful out on the water at the moment. The teams are taking the opportunity to have a bite to eat, have a snack and some lunch, and enjoy the beautiful surroundings. In the meantime, while there's not much happening on the water, we're happy to bring you a replay of this morning's briefing or a debrief with the umpires, which was great. They were able to explain some of the incidents they saw in the racing yesterday, and actually talk through those and explain those to the teams, and then also for the teams to ask questions of the umpires. So we're really happy to be able to share that with you now, and after that we will take a little pause and be back for some action later. Fingers crossed. Enjoy. So we have some notice here, and we go back to race 5, and there we have a situation at the start with boat number 6 and boat number 2, and then we had to give a flag because it was a valid protest. First, it's really important that you know that when you want to have an answer from us, you must have a valid protest, and this is protest and flag. Without these words, just hey or something like that, it's not a valid protest. Okay, we had just 2 boats, I think. So I moved the starting line a little bit up. Wind direction is coming from here. And we have a boat behind the line, and we have another boat behind the line. And then the yellow boat, it was not the yellow, but here is the yellow, makes an overlap from behind. So which rule now is counting? Does anyone know it? 11, yes, very good. 11, but 11 is there is another rule. In the beginning of 11 is another rule. So at the moment 11 counts. So in this situation is rule 12. So one boat is behind, one boat is in front. The boat is behind, it's like with the car, you cannot drive into the boat, it's in the front. It's like car. Huh? So this is rule 12. So but if there is an overlap, 2 boats overlapped, and the sail is on the same side, then we have rule 11, and rule 11 means the windward boat must keep clear to the leeward boat. But in the beginning of this situation, there is another rule which is counting for a moment, and this is rule 15. And rule 15 says that at the moment the overlap is established, the windward boat must keep clear, we say, rule 11, but they must have a chance to keep clear. So you must, if there is the overlap is too close, and the boat cannot keep clear, and immediately it comes to a contact, then the rule 15 is broken. So, so if you have an overlap, you must give the windward boat a chance to keep clear, so that the boat is then obligated to keep clear. That means you can sail parallel like this, it's keeping clear. But if this boat is going head up to wind, you must keep clear anyway. So after some seconds, and you do nothing, then the penalty is on blue. But in the first moment, and it depends on wind and waves, but in the first moment, if you establish too close and the boat could not loaf, and the contact is immediately, then rule 15 is broken and yellow boat is penalized.
And we had this situation in race number 6, I think, 5. Do you have a question to them? Yes? Another boat? Ah. So yeah. So actually the same rule counting here. So we put this away for a moment, huh? We have the same situation like before. So this boat must keep clear to this boat, and if the time is, I don't know, you establish the overlap, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, and this boat does nothing. So this boat must keep clear, and if this boat does nothing, so the penalty is on green. And if this boat coming here, and this boat is loving, he must keep clear. So if this boat cannot love, then the penalty is on green. So I just explain how we do it on the boat. So he is a boat normally, and I'm a boat, and then I say I'm holding. That means the steer is straight and the boat goes straight, and I'm bearing away and I'm laughing, and he say I do nothing, penalty on me or something like that. So we say, so we do like you do, huh? So. And in that situation we had yesterday, in that moment when the overlap was established, we already said the first call was close overlap. So from the beginning we said this distance here is too close. So the decision was taken already in the first second, more or less. And then of course if there are two boats, we have to give them more time to respond. That's normal. And we hear. That depends on wind, waves, and the speed of the boat, the kind of boat. That's our decision at the end. But that was like this. There's no proper boat in that situation. Only that they can respond. So before. The team says you have to give time to respond, and when you change course, for example. Good question. Then the windward boat, what will the windward boat say? Sorry, I don't understand. The windward boat will say, I'm doing all I can. Yes. 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 No, the obligation you have. So okay, I do it also for the rest. If the boat, if this boat is head to wind, and this boat is still close here, the blue boat is obligated to go head to wind, and he does everything he can. At this moment, I say I do all what I can. So, and if the overlap is too close, and then we have a contact between the boat, we will decide, was it too close, the same situation, was it too close, the overlap, or was it enough space between? So this boat is obligated to go head to wind, and then he can do nothing more. But also in this wind condition, when it's I don't know, 5-6 knots wind and flat water, the distance between the boat is actually closer than we have 20 knots and big waves. So, but you can go on this if the boat is luffing and we have a contact, the distance between the boat was too close. So you must think about that. But I hear also sometimes no space to go in, or you cannot go in here. Yes, he can go. And if there is an overlap, this boat must keep clear. This is the basic rule, Rule 11. Sure. At this situation, you can go head to wind. Yes. But you must give the boat time to react. Okay, but then if we are in the race and you have the boat in Rule 11, you can't go head to wind. Sure. When you race? Yes. You
I think you mean proper course when it's coming from the stern. This is another situation we can explain. It's another, it's like if we're just heading to the head mark, we can't, and you have like rule 11, you can't first go head to wind. Sure. But you have to keep your proper... No. That's the point. Okay. We come to this exception. We come to an exception, but the basic is you can go head to wind. But proper course Yeah, we come to this exception. Yeah, but she's speaking about upwind. Yes. We had normally when we go downwind, we have an exception to that. Oh yeah. Downwind is Okay. Yes. But actually, if you come from behind, there is another exception we explain later. Huh? But before the start, there is no proper course, and then you can lap head to wind. Yeah, I say normally it's hard. Normally it's hard if you hear upwind. So the start is here, huh? You're still on a beat, and one boat is sailing here and one boat is sailing here, and normally it's hard to overtake them leeward. So normally if you sail here, you're going slower. Yes, that is true. If you come on port and you come on starboard, he's tacking here. It's possible you get an overlap. But then it depends how you establish the overlap. If you come from the stern, you can only lap to the proper course, which is, let's say, like this. But if you come from here, you can see that. If you come here and you tack here, then you can lap head to wind. Yeah, because the overlap was not established from the stern. Yeah, we come to this exception. Good. Mark, okay, you have a question. You have a question? No question. Yes. Yeah, you have a question? And the proper course at the windward mark is sometimes for the port wall to nearly into the Begegnung mark, and that's the proper course for the windward wall, yes? Yes. It's her proper course. Per proper course. So it's okay? Yep. One question before the start is situated. The windward course, how much does they have to go up if the other should stay? So how clear does they have Okay. to be? Or they really have to tack away, or they just can stay there if the others stay? No. What means keeping clear? I mean, if you have an overlap like before, same situation, the rule is saying the windward boat has to keep in clear. What means that? That means that this boat here, the leeward boat, can move in both directions, luff or bar away, and there should not be an immediately contact. That means immediately contact, yes. So then the boat does good. So if the boat is just sailing in this direction, you don't have to go head to wind. The obligation is to keep. There is another rule. There is another rule. Yeah, there is another rule. So if you have an overlap for 20 seconds or longer, and this boat, we had in the past the situation with I say 15 knots wind, and this boat here, the helmsman lost the pin, and the pin makes like this, tuk, and the boat makes like this, tuck, in 1 second. This boat has no chance to react.
So then we have another rule. This is rule 16. Rule 16, huh? Yeah. So and so you must have, if you keep clear, I say keep clear is this boat can move in both directions without any immediately contact. So then you do everything fine. And if this boat is too fast here and you don't have a chance to react, then we have a penalty on 16 because on this boat. That's why it's so complicated and big, this book. Good. Other question? Okay, then we have the next situation. So on a beat upwind to the windward mark, we had the situation about tacking. So first, I repeat, the boat here can lough head to wind, and in this moment he is still on port on attack. If he goes over the wind line, he is under rule 13. It means tacking. And when you tack, you must keep clear to the other boats. So you cannot interfere anybody. And from the moment you are on the, was hast du gestern gesagt? Wie hast du es gesagt gestern? On the line, I say on the line, not on the ley line, on the way, on the course, that the sail does not have filled with wind, but the boat must go in the direction of the beat. So then the tack is finished. And at this moment, this boat is obligated to react, not before. So while tacking, he is the right-of-way boat. Tacking, you must keep clear. This one is the right-of-way boat. At the moment the tack is finished, this boat is obligated to keep clear because we have rule 10. It's windward boat against the port boat, port sailing boat, and this boat must keep clear. That means from this moment, this boat is obligated either to tack or to go behind. And when we have this situation, so I say I laugh, I'm tacking, done. That means the tack is closed, is finished, and at this moment he must the same. He has the chance to keep clear, either to tack or to go behind. And if the tack is too close, he said I don't have a chance to do something, or I had to react before the tack is finished. Then the incident is on the boat here. And we had this situation, and in our opinion it was a fine situation. The tack was finished. Yeah, it was completed. Yes, the tack was completed, and the boat has enough time to go behind the other boat. Yes, you can prepare, but it's important. This boat has to react when the tack is finished, not before. If you react before, we will decide was it needed or not. But if you react before, probably the tack was too close. Good, and then we had another situation at the start. Ungefähr so, oder war das? Okay, we had another situation at the start. And we had the yellow boat, we had the blue boat. We have to focus on them, but there was other boats. We had discussed which rule is counting here.
11. 11, this boat must keep clear. Huh? So, and you can see the boat, the yellow boat is still on the line of the starting line. Probably a little bit too early. We have still, I say we have still 30 seconds to go, or 20 seconds to go. And this boat is coming from here. Now what should this boat do? She must laugh, huh? And go over the line. Huh? But this is not he don't like to do that. And then this boat must bear away to avoid the contact. So that was the first situation. We say red on yellow. And then the blue boat coming again up. Then the yellow react a little bit, and then he bear away again to avoid the early start. And we had the second time a red. And at the end he react, but then we had a small contact here. That's why yellow get then 2 red flags and 1 point, extra point for contact. And just to add, do you think that situation, that was fair? Not keeping clear from the blue boat, is that fair sailing? No? Yes? What do you think? It's not fair? So it could have been a third penalty for sportsmanship. Yeah, for sailing in an unfair way and gaining an advantage. So the team was at the end lucky getting only 2 penalties. It could have been more. Yeah, I mean, unfair sailing, rule 2 is we say rule 1 is helping others. That's the really important one, and 2 is the second one, is fair sailing, and we can give some flags or for not fair sailing, and if it's clear for a boat that you broke a rule, you must take the penalty yourself, and then we can give another flag for breaking rule 2 if it's really clear that you have a contact or something, an incident with this, and we give a flag for broken the rule, but we give also a second flag for not fair sailing. Sorry? Yes, here, okay. Okay, good question. We cannot give rule 2 penalties on water if it's not umpired fleet race, and if you have big events, normally it's not umpired fleet race. So you go in a protest room, and then it's difficult to find the facts. So then when we go in a protest room, the first thing is to find the facts. What's happened on water, and yeah, you have probably other examples with the cars. If you have accident with the cars, and you can ask some people, and everybody's telling another story, and then it's really sometimes difficult to find out which one is the right one. But then we try the chance that we have a good solution. It's better when we see on water what's happened, and then we can decide. And I say sailing will go more in this direction, that we go on water with on-water decisions and umpires, not judges. But to answer your question, in a normal protest hearing, that yellow boat might end up with a DNE instead of a DSQ for sportsmanship. That can be. Yeah, it's such a clear infringement. Yeah, imagine 80 dragons, and then one boat is passing the line and causing such a trouble for all the boats, that might end up with a DNE. But only, and the umpires, we are learning, and we are more and more coming to the point that we give double penalty for such a situation.
you cannot discard, streichen, du kannst nicht streichen, das musst du voll zählen. Okay. Yes? Yes? No, there is a rule which means exoneration, so entlasten. When you are forced to break a rule because of a mistake of another boat, you are exonerated to that. Yes, yes. If you would touch it, you don't have to turn. Because the mistake, the incident was forced from another boat. Yes, we had a volleyball. So exoneration is rule 43, and rule 43 is a new rule. Actually, it's a combination of other rules. So read that. It's an important rule. 43. Sorry. She asked the situation at the start we had before, and the yellow boat then was forced was very close to the pin end, and the question was, when I touch the mark after this incident, do I have to turn? And the answer is no, because the incident was on the other boat, and if you are forced because of a mistake of another boat, and you're forced to break a rule, or some rules are included in this rule, and you are exonerated. That means you can go without a turn.
Cleared the tower. Every 4 computers now have primary control of critical vehicle functions.
Hello, so we're back in action, back on the water. Everyone enjoyed a nice lunch break and the wind's come back. And so now we're just about to start race number 10. So the countdown is started. The class flag is up, and I think the Papa flag is up as well. So we're just about a minute away from the start. So this is race number 10 again. We started race number 10 before, but unfortunately the wind died, so that race was abandoned, and we're starting it again this time. We're down into the final minutes, so the boats are racing. You can see the start line there ahead of Oberhofen. This is Oberhofen's boat that we're on at the moment. So in the lineup, on boat number 1 we have Bodensee. Boat number 2, the grey boat, is Borde de Tribord. Number 3, the blue boat, is Die Pfeifen. Boat number 4, Oberhofen. Number 5, Kreuzlingen. And number 6, Vive la Tour. So about 20 seconds to go. Looks like boat number 4 might be going for the pin end. No, they come across. Stop. Okay, I think I should switch to German. Ich denke, Boot Nummer 4 hat einen sehr guten Start gemacht. Das ist das Team aus Oberhofen. Oberhofen hatte im letzten Rennen, das glücklicherweise abgebrochen worden ist für sie, eine nicht so gute Positionierung. Jetzt denke ich, führen sie das Feld wieder an. Wir werfen nochmal einen Blick auf den Tracker. Hier auf Boot Nummer 2 haben wir die Greifswald. Nein, Borde de Tribord auf Boot Nummer 2 und den Regatta-Club Bodensee auf dem Boot Nummer 1. Hier kommt jetzt Boot Nummer 3 ins Bild. Das ist der Seglerverein Stössensee, auch genannt die Pfeifen. Kommen hier mit relativ gutem Speed an. Ich sehe nur die Gennaker-Schotsch noch im Wasser nachziehen. So most of the boats coming across to the right-hand side of the course. You can see that on the track tack. Must be looking for the stronger breeze. Ich denke, man sieht auch hier, dass es nicht ganz gleichmäßig ist am Wasser. Jetzt die Seglervereinigung Kreuzlingen mit einer nicht optimalen Wende. Sind wir wieder bei die Pfeifen, jetzt bei Oberhofen. Oberhofen wendet. There we have Oberhofen. They've just tacked. They're on ley line. No, they're not. Sehr spannend. Auch im Tracking wechselt die Führung ständig. Aktuell das Boot Nummer 6 vorne mit Cercle de la Wall Vive. Ich bin mir nicht sicher, ob Oberhofen jetzt schon auf der Leyline ist und zur Luftboje kommt. Sehr spannend.
Die Pfeifen sind über rechts gefahren. Wir haben jetzt an der Luftboje Boot Nummer 4 mit Regatta-Club Oberhofen vor dem la Tour, vor als drittes war das graue Boot mit Bordel de Tribord. Dann kommt der Regatta-Club Bodensee an 4. Position. Oberhofen again, boat number 4 in green, leading the charge. Followed closely by la Tour, having a great race in this so far. Hier sind wir jetzt auf welchem Boot? Das ist Boot 6 bei Cercle de la Voile de la Tour. Wir sehen hier nur den Regatta-Club Bodensee, die nach der Louvre-Marke relativ kurz danach eine Halse gemacht haben. Sie versuchen die andere Seite, genauso wie die Pfeifen vom Seglerverein Stössensee. Hier sehen wir dann, glaube ich, beide wieder zurückhalsen. There's still not that much margin between Regatta Club Oberhofen in the green boat and la Tour, hot on their heels in the red. Just approaching the leeward gate, so they'll be preparing the rounding of that lower mark to come back upwind. Regatta Club Oberhofen mit einem Bergemanöver. Etwas viel Platz an der am Lee-Gate gelassen. Aber sie führen nach wie vor. Jetzt die anderen Teams, hier jetzt Boot Nummer 1 mit dem Regatta Club Bodensee, die sich für die gleiche Seite entscheiden des Lee-Gates wie auch das in Führung liegende Team von Oberhofen. So it's looking tight between Bodensee and Bordel Tribord. They rounded different marks on the leeward gate. But it was looking pretty tight between those two. Wir haben 3 Boote, die Steuerbord gerundet haben und 3 Boote, die Backbord gerundet haben. Wird jetzt spannend. Hier sehen wir jetzt Boot Nummer 1 mit dem Regatta Club Bodensee. So the fleet's opened up a little bit now. Jetzt hat sich Oberhofen auf Boot Nummer 3 mit Bordel de Tribord ins Louvre gewendet. Hier Boot Nummer 6 wendet weg. Again, the boat's looking for the wind on the right-hand side of the course. There we see Bodensee just tacked back in, heading back towards the upwind mark. And then the green boat, Oberhofen. So, jetzt Regatta Club Bodensee vor Boot Nummer 2, Bordel de Tribord.
Die werden, denke ich, auf die Leyline gehen. Hier sehen wir jetzt den Cercle de la Val la Tour, die als Zweiter gerundet haben, die Luftbahnmarke. So we can see the boats approaching the upwind mark there. Towards the left of the screen is the yellow mark. Boat number 2, Bordé Tribord, passing cleanly in front of La Tour number 6 in red. Sehr spannendes Rennen. Die Positionen nach dem Start nochmal komplett durchgetauscht. Wir sehen jetzt hier aber klar in Führung den Regatta-Club Oberhofen. Gefolgt von, es wird jetzt spannend, wer sich die zweite Position erkämpft hat. Ich denke, es ist Bordé de Tribord auf dem grauen Boot, die hier an zweiter Stelle liegen, vor dem Regatta-Club Bodensee, gefolgt vom Cercle de la Val VV. Dann kommt die Seglervereinigung Kreuzlingen. Und an letzter Stelle aktuell die Pfeifen vom Stössensee. So a comfortable lead at the moment for Oberhofen, rounded the mark first there a little while ago, followed by Bordé de Tribord in second place and then Bodensee in third. The mark roundings are looking a little bit slow at the moment. There doesn't seem to be all that much pressure at the upwind mark. Nicht sicher, ob Boot Nummer 1 versuchen wollte, einen Jibe-Set zu machen. Aber sie bleiben. Jetzt natürlich etwas hinter ihnen Boot Nummer 6. We can see the crews trying to keep their weight forward again, to keep the weight out of the back of the boat, with some of their crew members just sitting in front of the mast. Aber der Regatta-Club Oberhofen ist klar in Führung. Und es sieht nach einem weiteren ersten Platz aus. The Kreuzlingen are having a little bit of trouble there with their spinnaker. They've got a wine glass. Trying to pull that out. How do you say wine glass in German? It's a Sanduhr. Yeah, we call it Sanduhr. And in French? I don't know. I've heard soutien-gorge. I don't know if that's true. So. Oberhofen is making it look easy in this race. Look at that. Just gliding towards the finish line there. So they're going to take a comfortable win. Ich denke auch, dass auf Platz 2 Bordé de Tribord ziemlich sicher ist, dass der Regatta-Club Bodensee, ja, wir haben gehört, Boot Nummer 4, Oberhofen, ist im Ziel. We can hear their celebrations as well. Yeah. 5 erste Plätze, sehr stark. So Bordé de Tribord in grey, boat number 2 coming in comfortably in second. Strong race from then. Bordé de Tribord hat gestartet mit einem zweiten Platz, dann 2 Dritte, einen vierten und heute sind sie wieder stark zurückgekommen mit einem zweiten Platz. In third place we have Bodensee coming in. Und Bodensee weiterhin in der Gesamtrangliste, somit auf Platz Nummer 2.
Ich denke, die Pfeifen vom Seglerverein Thunersee werden nicht sehr zufrieden sein mit ihrem Ergebnis. Die liegen gesamt am 3. Platz eigentlich. Wir haben jetzt einen 5. gefolgt dann von der Seglervereinigung Kreuzlingen. Jetzt noch durchs Ziel kommen. Ein sehr spannendes Rennen. Sehr viel Positionen gewechselt. Ja. So. Jetzt geht's wieder ans Wechseln. Ich denke, es bleibt irgendjemand. Ja, es bleiben der Regatta-Club Bodensee bleibt auf Boot Nummer 1. Die Seglervereinigung Kreuzlingen bleibt auf Boot Nummer 5 und der Cercle de la Voile de la Tour bleibt auf dem Boot Nummer 6. Diese 3 Teams werden nicht tauschen. Die werden im nächsten Flight, im ersten Rennen, wieder auf denselben Booten fahren. So the results displayed on the back of the committee boat show that Oberhofen came in first, got the first place. In second place was Bord de Tribord, followed by Bodensee in third place. Fourth place, Vive la Tour. Fifth place, Deep Pfeifen from Germany. And last but not least, Kreuzlingen. So that completes race number 10. Wir sind jetzt nochmal auf Boot Nummer 1. Den Gennaker nochmal durchgreifen, nochmal schauen, ob alles passt. So, jetzt haben wir dann auch 3 neue Teams. Die 3, die bleiben, habe ich schon erwähnt. Und die neuen Teams im Race Number 11 sind dann der Regatta Club Oberhofen wechselt Boot von Boot 4 jetzt auf Boot Nummer 2, sind somit wieder im Team, im Race. Dann haben wir neu den CH Mix und den Yacht-Club Zug Team Nummer 2. Sehen wir die Startliste nochmal. So there we see the starting lineup. 3 of the same teams are racing again from 4 of the same teams. Yeah, 4 racing teams again. Are racing again. Only Mix and Match and Yacht-Club Zug are new teams. Yeah, so Team Joy from Zug. Let's see what they can do. Ja. Sieht jetzt aus, als wäre die Sonne etwas weniger draußen, was für die Thermik eher schlecht ist. There we can see one of the robotic marks racing the racing the J70. So there must have been a shift in the wind and they're repositioning the robotic marks. We can see that being given a tow from the committee boat. We're going to cut across now for a little interview with Vive la Tour, and we look forward to hearing what they got to say. Voilà, à bord du bateau du cercle à voile Vive la Tour, un début de course plutôt bon. Première erreur à la bouée en haut, une deuxième à la bouée en bas. Quel bilan vous faites quand tu fais de cette régate? On a encore des choses sur lesquelles travailler, ça c'est sûr. On n'est pas un équipage qui a beaucoup navigué ensemble avant.
La régate, on ne se connaît pas tous super bien, mais franchement, pour des premières manches, c'est plutôt pas mal ce qu'on fait et ce qu'on réalise. Parce que franchement, le peu d'heures de travail, etc., ça fait que c'est acceptable. Okay. C'est acceptable. C'est sûr, il y a encore des choses à travailler, mais c'est acceptable. Ok, donc dans l'ensemble, plutôt contente. L'objectif pour la suite? Continuer sur cette lancée, on a une marge de progression. Le but, c'est d'arriver à progresser pendant ces manches, pendant ce week-end. Et potentiellement essayer d'augmenter un peu dans les positions pendant les manches. Mais plutôt pas mal, ouais. Parfait. Bon, alors on vous souhaite bonne chance pour la suite. On laisse vous préparer pour la prochaine manche. À bientôt. Merci. Ja, vielen Dank für das Interview. Vielleicht could you try to translate it for me because I don't speak French. What do you want me to translate? The German interview into English? Yeah. Ja, aber mein Deutsch ist sehr schlecht. Okay. Aber besser wie mein Französisch. So, jetzt sind wir noch auf dem Boot Nummer 1 mit Vive la Tour. Und während die Startlinie, wir sehen hier im Hintergrund auch die Roboboje, die hier fährt, während wir darauf warten, dass der Kurs neu ausgelegt wird, haben wir noch einen Zusammenschnitt der Highlights aus dem letzten Rennen, aus dem sehr spannenden Rennen. Und ja, wir freuen uns jetzt darauf. Wir sehen jetzt den Start, der von Boot Nummer 4 von Oberhofen super war. Jetzt haben wir auf Vive la Tour. See the team really using their crew weight to bring the boat across and accelerate out of the tack, flatten the boat. Sehr energetische Wände. Ja, schon die Vorbereitung gesneakt, den Gennaker schon etwas vorgelegt, damit sie ihn dann gleich setzen können. Hier das Bergemanöver. Das Bergemanöver vom Boot aus. So. Hier sehen wir auch, dass sie etwas weit entfernt sind von der Boje. There's a crew member on the spinnaker. But you could see how the number 1 was pulling in the foot of the spinnaker first to help depower the spinnaker and pull it down afterwards. Again, using the crew weight to flatten the boat after the tack. Ja, Zieleinfahrt klar in Führung. It's a sound that Oberhofen is getting quite used to hearing. Für mich sieht es jetzt wieder aus, als hätte der Wind nachgelassen. Yeah, the wind is looking very calm out there. Ja. Also wir brauchen immer mindestens 4 Knoten, also 4 Knoten am ganzen Kurs, um ein Race zu starten. Der Wind wird immer gemessen mit Windmessern am Startschiff. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 4 Knoten sind.
Sieht auch jetzt sehr bewölkt aus, nicht mehr so sonnig wie vorher. Sind ein paar Wolken. Müssen wir abwarten. It looks like the wind conditions have changed. It's dropped off there. We need at least 4 knots of wind speed to be able to start a race. And also it's important for the wind to be fairly constant and not shifting too much from one side to the other, so that you can have a race course that's fair. Und wir haben auch immer einen Servicemann draußen, der sich um die Boote kümmert. Den sehen wir jetzt hier, wir bei Boot Nummer 4. Ich denke beim Pinnenausleger, ja, die kriegen einen neuen Pinnenausleger. Der hat gewisse Teile immer am Motorboot mit, die er dann direkt am Wasser austauschen kann. Das ist ein sehr cooler Service. Genau, die Boote haben immer Zeit vor den Rennen nochmal alles durchzuchecken, ob alles passt. Und dann kommt er und repariert an Ort und Stelle so gut und so schnell es geht. So here we can see our boatman in action. He's been called over to help replace a tiller extension or repair it. There seems to be some issue there on boat number 4. So making the most of that break in between races to just to do a little repair there for them. So we've had 10 races completed so far, and that means that 5 flights have been completed, and we have the results at the moment with things as they stand. Oberhofen are in first place, having won all their races. Yep. And then Bodensee is in second place, three points behind. Dann hat's gewechselt. On place 3 is now the mix and match team. Yeah, so they've jumped up one position, haven't they? Yeah. So they've come up into third place, and closely behind them is Deep Pfeifen on 13 points. 1 point behind them is Baudet de Tribord, so very tight between 4th and 5th place. 6th place we have Greifswald, and 7th place is the first of the Zug teams, Zella Luna, followed by Estavayer in 8th, Vive la Tour in 9th, Kreuzlingen in 10, Société Nautique de Rolloise in 11, and last but not least, Team Joy from Zug in 12th. Yeah, 11th and 12th place. 11th and 12th place are both on points. Yeah. There's still a lot to play for. Ja. Zwischen Platz 9 und Platz 12 sind nur 2 Punkte. Und ja, Regatta Club Oberhofen mit 5 Punkten klar vor dem zweiten Regatta Club Bodensee mit 8 Punkten. Mit 4 Punkten Vorsprung. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis nach 5 Rennen. Sieht so aus, als würde am Wasser gerade nicht viel passieren. Die Boote stehen hier herum. Wir sind hier, jetzt haben wir gewechselt, wir sind jetzt wieder beim Regatta Club Bodensee, die relativ entspannt hier auf dem Boot sitzen. So just having a look at the results here, Greifswald have had a really good day today. They've had a second and a first. Oberhofen, obviously the 2 wins. Bodensee a first and a third. But we did only 1 today.
Oh yes, you're quite right. Yeah. I'm getting confused with the flight and the races. Yeah. We did 2 races, but 1 flight. Mhm. Ach, deswegen. Das verstehe ich immer nicht. Das ist Discord wieder. So we have the media crew coming across to Team Mix and Match because we're going to have a little chat with them and see how things are going and an interview with them. So very much looking forward to hearing their thoughts on how things are going. Mix and Match ist gerade jetzt auf den 3. Gesamtrang gerutscht vor die Pfeifen vom Stössensee. Und wir freuen uns jetzt. Ich glaube, unser Kamerateam ist schon bei Ihnen an Bord. Wir freuen uns jetzt auf das Team Mix and Match. Gut, wir sind hier auf dem Schiff vom Segelclub Oberen Zürichsee. Das ist aber nur Verpackung, weil der Inhalt sieht ganz anders aus. Wir haben hier offensichtlich 3 verschiedene Clubs an Bord. Kannst du mal sagen? Ich war nicht offline. Ah, mit dem, okay. Vorne zum... Der hat Akku drin, deswegen. Aha. Das führt zu der Tasche, gell? Sehr gerne. CSTM St. Moritz. Und ich bin vom RCO von Oberhofen. Wie geht es, wenn wir jetzt hier 3 verschiedene Clubs haben? Wie kommt man da Schlag miteinander? Ja, bestens. Also ich meine, Christa ist da, unsere Steuerfrau hat die Initiativen ergriffen. Was super war, wir kennen uns von St. Moritz, sind dort viel gesegelt. Diana habe ich aber erst gerade kennengelernt, als wir hier sind. Und wir konnten dann vor der Regatta zuerst mal zusammen trainieren, was gut getan hat. Und jetzt läuft es einfach, würde ich sagen. Wie habt ihr die Rollenverteilung gefunden, dass ihr gewusst habt, ja, wer macht welche Rolle, wo tun wir die Skills verteilen? Wir haben so ein bisschen gefragt, wer schon mal was gemacht hat. Und dann haben wir es mal ein bisschen ausprobiert, eben am Donnerstagnachmittag, wo wir da Zeit hatten auf dem See. Und das hat funktioniert, oder versucht ihr jetzt noch korrigierend einzugreifen, dass ihr mal einen Chargenwechsel macht? Nein, das hat schon von Anfang an eigentlich recht gut funktioniert. Okay, und ich gehe davon aus, da wir eine Lokalmatadorin hier auf dem Boot haben, sie wird doch ein bisschen ein Panorama erklären, oder wie geht das? Ja, also das Stockhorn, der Niesen und irgendwann kommt die Jungfrau, habe ich schon mehrmals erklärt. Und wie ist es mit den Tipps vom Wind? Musst du da etwas dazu sagen, oder sehen Sie das selber? Nein, das sehen Sie auch noch selber, ja. Das können wir uns gut absprechen, was ist. Wer trifft so die Entscheidungen hier auf dem Boot? Ist das eine Steuerfrau, Taktikerin oder sonst jemand? Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel, aber vor allem auch die Steuerfrau Christa mit dem Michel eigentlich zusammen. Und eigentlich sonst auch das ganze Team entscheidet dann eigentlich ziemlich immer zusammen. Ja. Wenn ihr jetzt so am Segeln seid und dann reift es so langsam, wer ist denn da so ein bisschen der Leithammel, der da die Crew so ein bisschen managt? Also wie jetzt managen? Ja, also einfach so die groben Fahrtrichtungen vorgibt und die Entscheidungen die auch trifft letztendlich. Ja, also am Steuer ist recht einfach zum Entscheidung zu treffen. Sie müssen einfach mitmachen. Wenn ich wende, dann wird gewendet. Aber wenn das wir wenden, das wird von der Taktikerin, von der Michel, entschieden. Und das hat bis dahin gut funktioniert? Das ist super, es läuft. Was erwartet ihr für die nächsten paar Rennen da noch? Geht es in diesem Tritt weiter oder wollt ihr noch ein bisschen mehr machen, noch ein bisschen steigern? Ja, es ist der Wunsch aufgekommen, so einen rosa-roten Pokal mit heimzunehmen. Und jetzt arbeiten wir an diesem Ziel. Okay, ich habe das Klassement nicht im Kopf, ihr seid im Moment Welt? Auf dem 4. Rang. Okay, also der ist nicht mehr weit vom Podium, dann good luck und weiter so fighten. Gut, wir geben zurück die Regie.
Gut, wir sind hier auf dem Boot vom Yacht-Club Zug. Ich habe sagen, Zug 2. Was bedeutet das, Zug 2? Zug 2 ist der Rookie-Team. Wir sind dieses Jahr gestartet und sind gerade am uns formieren. Okay, wie ist der Start jetzt abgelaufen bis dahin? Seid ihr zufrieden oder was gibt es noch zu arbeiten? Wir sind uns am Verbessern. Es gibt einiges, wo wir schon dran sind, aber ja, es gibt Luft nach oben. doch, aber Und konkret, wenn du jetzt schaust, Luft nach oben, wo im Speziellen ist am meisten Luft? Taktik, einfach der Weg, wo man segelt, denke ich, und halt Details im Handling immer noch, aber ich glaube, wir können noch den besten Kurs wählen und schauen, was unsere Konkurrenten machen und ein bisschen mehr antizipieren. Jetzt seid ihr hier neu zusammengewürfelt. Wie habt ihr eure Rollen verteilt, dass ihr wisst, wer was macht? Also Mathilda ist am Steuern und ich mache Taktik, Strategie mit ihr zusammen. Claudia ist am Fock und Geniaker bist du eigentlich am Baugirl sozusagen, genau. Und ihr habt schon ähnliche Rollen auf anderen Schiffen auch schon wahrgenommen, oder ist das jetzt komplett etwas Neues da? Ja, ich segle auch J80 und ich bin meistens vorne, Vorschotterin. Und ja, das habe ich meistens gemacht, aber ab und zu auch steuert. Gut, und jetzt seid ihr da dran, Lernkurve zu nehmen. Und was ist so die Ziel? Wie könnte es weitergehen? Ziel ist, dass wir jeden Lauf eine Position besser werden. Und da seid ihr im Moment auf dem Weg dazu. Wir wünschen viel Erfolg weiterhin. Danke vielmals. Ich bin zurück in die Regie. Ja, sehr schöne Interviews von den zwei Teams. Wir haben ja Mix and Match, die relativ weit vorne jetzt am 3. Platz in der Liste sind, die sich eigentlich ja nicht gekannt haben vorher oder teilweise auch wenig trainiert haben. Sehr gut segeln aber für das. Und dann das Yacht-Club Zug. Zug hat ja 2 Teams am Start. Die haben einen sehr, sehr großen Zulauf an Damen, die regattieren wollen. Was ich persönlich sehr cool finde. Und die haben jetzt ein Rookie-Team, was sich ranarbeitet und was immer besser wird. Das ist auch das Coole von dem Heidi Cup, dass man hier auch ein zweites Team stellen kann und dass es offener ist, dass es Mix and Match möglich ist und sich so lernt man, finde ich, auch immer sehr viel dazu, mal mit anderen Leuten zu segeln. Es ist hier eine Plattform zu starten und ganz viele der Teams finden wir ja auch in der Damenliga in der Schweiz. Und genau, das ist sehr cooles Training auch für die Teams hier. Aktuell sieht es mit dem Wind sehr, sehr schlecht aus. Es ist nicht möglich, weitere Regatten jetzt zu segeln. Aber wir sind zuversichtlich, dass es später nochmal funktionieren wird, dass nochmal Wind kommt. Ja. Natalie? Yeah, so there we just had a couple of nice interviews from Mix and Match and Team Joy from Zug. As Emilia was saying, the Heidi Cup is a really good opportunity for women's teams to come together. Mix and Match, as we know, have crew members from a number of different clubs, and this event allows them to come and sail together as a team and race. And then also with Team Joy from Zug, a fantastic opportunity for them and for the Yacht Club of Zug to be able to have 2 teams enter this event. Again, it's really about offering an opportunity for women to come together and sail and train and improve in these racing conditions. So I think all teams really appreciating that. The conditions out there on the water aren't looking so great for sailing. We need at the moment for the wind to pick up a little bit. We need those 4 knots of breeze on average. And as you can see, it's calmed down a lot there. So we will take a little break from the racing
and we're hoping that the thermals will kick in a little bit later, and we can resume racing once that's happened. Look forward to seeing you then.
Wir sind wieder zurück. Der Wind ist auch zurück. Es geht weiter bei uns. Wir haben jetzt noch 1 Minute 35 bis zum nächsten Start. Wir starten das Rennen Nummer 11 mit den bekannten Clubs von vorher. Hier haben wir den Regatta-Club Bodensee auf Boot Nummer 1, den Regatta-Club Oberhofen auf Boot Nummer 2, dann Mix and Match. Wir haben auf Boot Nummer 4 den Yacht-Club Zug, die Seglervereinigung Kreuzlingen und den Cercle de la Voile de Vevey La Tour. Wir haben Start in 1 Minute jetzt. So the wind is back and the racing is about to start. Just under a minute to go before the boats start cross the starting line. In the lineup we have in boat number 1 black boat Bodensee, boat number 2 Oberhofen, number 3 mix and match, number 4 Team Zug Zella Luna, number 5 yellow boat Kreuzlingen, and in the red boat number 6 is Vivi La Tour. So we've just heard that there's an issue with boat number 2, that's Oberhofen. There are not enough people, we've heard, on the line, so there'll be 5 boats competing in race 11. And the race has just started, so the boats are late to the line. All the boats are late. Very late. Sehr komisch, dass Boot Nummer 2 nicht startet. Es ist aber der führende Club, der Regatta Club Oberhofen, die 4 Punkte Vorsprung in der Gesamtrangliste haben. Also sie kriegen jetzt somit meines Wissens nach 7 Punkte, 1 Punkt mehr, als wenn man Letzter wird. Wir haben jetzt somit 5 Boote am Start. Wir haben in Führung aktuell den Regatta Club Bodensee auf, oder wie sieht's aus? Ja, auf Boot Nummer 1. Auf dem schwarzen Boot ist der Regatta Club Bodensee aktuell in Führung. Wir haben hier auf dem roten Boot Vevey La Tour. Auf dem grünen Boot finden wir jetzt den Yacht-Club Zug, das Team 2, mit denen hatten wir vorher ein Interview. Das ist ein neu formiertes Team. Jetzt sehen wir eine Wende von Boot Nummer 3, dem Mix-Team, die jetzt mit Vorrang auf Boot Nummer 6 treffen, aber dürfte sich ausgehen. Hier sehen wir Boot Nummer 5 Kreuzlingen, die sehr frei hier upwind segeln. So here we have boat number 5 Kreuzlingen just approaching the upwind mark. I didn't see the colour of the flag on the committee boat, whether it was orange or yellow, but it looks like they're heading towards the yellow upwind mark. Ah, das kann gut sein, ja, dass die Marke dieses Mal die gelbe Bahnmarke ist in Louvre. Wir haben immer 2, einmal gelb und einmal orange. Und es wird gekennzeichnet am Startboot, um welche Marke die Seglerinnen segeln müssen. Bei der 2 Minuten, bei den Flaggen, die bei 2 Minuten hochgehen, ist es einmal Papa und Orange oder Papa und Gelb. So, wir nähern uns der Louvre-Bahnmarke. Es wird spannend, aber ich denke, Boot Nummer 1 fährt als erstes um Gelb. Wir wissen jetzt auch, dass wir um die gelbe Boje fahren müssen.
Wir sehen hier la Tour beim Wenden. So yeah, we just had confirmation it's the yellow upwind mark that the boats are going to be rounding. Ja, es wird der Regatta-Club Bodensee, geht als erstes um die Lufthansa mit einem schönen Setzmanöver. So just rounding that upwind mark on the first leg was Bodensee. Hier nochmal das Setzmanöver vom Bodensee. Wer kommt als nächstes? Hier haben wir Boot Nummer 3 mit dem CH Mix Team. So team mix and match. And the blue boat number 3 just about to round the upwind mark. Followed by la Tour in the red boat number 6. Auch ein sehr schönes Setzmanöver, jetzt gefolgt von dem Boot Nummer 6 la Tour. Gefolgt von Yacht-Club Zug, die sich somit auf dem 4. Platz befinden. Aktuell, sie wollten sich ja vorher, haben sie im Interview erwähnt, jedes Rennen um einen Platz verbessern. Hier haben wir dann, sie haben jetzt Plätze 5 und 6, mit einem 4. Platz würden sie sich somit verbessern und würden ihr Ziel erreichen. So there in the Greek boat that just rounded the mark was Zug's second team, Team Joy, who described themselves as the rookie team in their interviews. So they'll be pleased with the 4th at the moment if they can hold on to that and even improve it through the race. It's a good start. So in first place at the moment is boat number 1, Bodensee, with a strong lead there we can see. And here we are on their boat, watching them in action. You can see the crew weight again, nice and forward, keeping the weight out the back of the boat. Die sind jetzt aktuell sehr weit vorne mit einem großen Vorsprung. Es geht dann immer darum, gut zu decken. Eigentlich immer auch das zu kopieren, was die hinter einem machen, um ihnen nicht die Chance zu geben, irgendwie zu überholen. Jetzt haben alle gehalst. Wir nähern uns dem Legate. Wir haben jetzt Boot Nummer 1, gefolgt von Boot Nummer 3. So there we saw Bodensee unfurling their jib quite a long way ahead of the gate, so preparing early for that mark rounding. Now they're heading across to the right hand side of the course again. Jetzt nähert sich dann auch la Tour und Zug, dem Legate. Es sieht aus, als würden alle die Steuerbordbahnmarke nehmen. So again, tricky conditions for the racing. The wind is looking very light. Really working hard to maintain that boat speed. So I think this is Team Joy just rounding the gate, the market gate. Auch hier noch etwas weit weg bei der Rundung, zu knapp beim Anfahren und zu weit weg beim Lufen dann. Aber ich denke, das sind Dinge, die das Team Zug trainieren wird. Bahnmarkenrundungen. Wir haben hier jetzt Boot Nummer 5, Kreuzlingen, die aktuell an letzter Position sind, aber man sieht nicht weit hinter dem Team Zug. Es ist noch alles möglich.
Ja, der Wind ist, denke ich, wieder weniger. Also es sieht so aus, es sind die Crewmitglieder auch nicht alle im Louvre. There we saw Kreuzlingen boat number 5 just tacking out, coming across the left to get some clean air. So, aber ich denke, das Boot Nummer 1 ist klar in Führung. Die haben ihren Vorsprung gut ausbauen können. Wir sind jetzt wieder auf dem Boot von dem Regatta-Club Bodensee, die sich schon wieder der Louvre-Bahnmarke nähern. Wir haben jetzt 10 Minuten. 10 Minuten sind wir jetzt schon in diesem Rennen. Das wird sich für das erste Team sehr gut ausgehen mit den 15 Minuten Target Time. Und es bleibt dann spannend, ob das Team Zug ihren 4. Platz halten kann. Kreuzlingen hat viel früher auf die andere Seite nochmal gewendet als der Yacht-Club Zug. Hier sehen wir schon wieder den Regatta-Club Bodensee auf der Downwind mit klarem Vorsprung. Und jetzt nähern sich die nächsten Boote. Hier jetzt CH Mix und Vive la Tour. Auch eher mit einem größeren Abstand. Könnte nur sein, dass es für das erste Boot, das blaue Boot, noch nicht reicht um die Bahnmarke, aber ich denke, es sieht gut aus. Hier ist jetzt das rote Boot etwas über Leyline gefahren. Vive la Tour just rounding the upwind mark for the second time. There we see mix and match. A lot of clean air. Oh, I thought they were about to drive. And red Vive la Tour. So, jetzt sehen wir dann schon wieder das Boot Nummer 1 ins Ziel fahren. Der Regatta Club Bodensee, die im letzten Rennen einen 3. Platz hatten, nachdem sie 3 Erste hatten, einen 2. und jetzt wieder einen 1. Natürlich schade, dass der Regatta Club Oberhofen, die stärkste Konkurrenz für den Regatta Club Bodensee aktuell, nicht mitfährt, aber sie machen Punkte gut. Es wird sich dann auch in der Führung etwas ändern, wenn jetzt der Regatta Club Bodensee einen 1. hat und der Regatta Club Oberhofen 7 Punkte zusätzlich bekommt. Dann ändert sich die Gesamtranglistenführung. Sehr spannend. Müssen wir später nochmal ein Interview machen mit dem Team aus Oberhofen. Hier sehen wir jetzt auch sehr spannend, das Zug wurde überholt von Kreuzlingen. Kreuzlingen nun in Führung vor Zug.
die vermutlich auf der Upwind irgendwelche Fehler gemacht haben und somit jetzt wieder hinter Kreuzlingen gelandet sind. Jetzt sehen wir Boot Nummer 3 ins Ziel fahren auf dem zweiten Rang. Das ist das CH Mix Team. Die bleiben auf dem 3. Platz in der Liste. Dann sehen wir Vive la Tour auf dem Platz Nummer 3. Bergen nach der Ziellinie. Jetzt wäre noch interessant, die Zielanfahrt dann von Boot Nummer 4 und 5 zu sehen. Hier jetzt sieht es aus, als wäre Zug wieder vor Kreuzlingen. Die zwei machen es sehr spannend für uns. Ich denke, das wird für Zug ausgehen. Der Zug jetzt mit gutem Speed. Ich weiß nicht, ich glaube, ja, sie kommen ins Ziel. Keine Halse mehr. Sehr gut. Zug fährt auf einen 4. Platz. Ihr bestes Ergebnis bis jetzt. Da können sie sich sehr freuen. War ein harter Kampf gegen Kreuzlingen. Kreuzlingen in der Gesamtrangliste aktuell auf Platz 10 mit 26 Punkten und Zug mit 27 Punkten auf Platz 12, somit jetzt Punkte gleich. So, jetzt sind wir wieder beim Wechseln. So the results are through and posted on the back of the committee boat. In first place, a strong race from Regatta Club Bodensee. In second place, mix and match. Third place, Vive la Tour. Fourth place, Team Joy from Zug. Fifth place, Kreuzlingen. And in sixth place, DNS did not start, was Oberhofen. So that's going to cost them dearly. So, die Teams für das Race Nummer 12 wechseln jetzt auf die Boote. Wir haben jetzt das zweite Race von dem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flight. Gucken wir nochmal kurz auf die Highlights vom letzten Race und dann besprechen wir die neuen Teams. Hier der Start, wo aber alle Boote etwas zu spät waren. Natalie, what could they do better at the start? I think when the breeze is very soft, obviously hindsight is a great thing, but when the breeze is that light, it's a good idea to be close to the start line, just in case the wind drops off even more before the start and you're caught short. So I would try and stay a bit closer to that start line. Hier sehen wir eine Wende vom Mix-and-Match-Team, denke ich. Ja, Mix-and-Match, jetzt Vive la Tour. Sehr schön, die richten das Boot nach der Wende immer sehr energisch auf. Hier Boot 4 knapp dahinter, also man sieht auch, das Zugteam war eigentlich auch an dem 3. Platz gut dran.
Ich habe jetzt gerade gehört, dass unser Reporter am Wasser bei dem Siegerteam ist, bei dem Regatta-Club Bodensee. Und wir freuen uns zu hören, wie es ihnen in dem Rennen ging. An Bord von Bodensee, der souverän den Lauf gewinnt. Livia, Start-Zielsieg, schon fast ein bisschen einfach gewesen. Ja, in der Tat, ist einfacher, wenn man gut startet, ja. Gibt es da in solchen Momenten nie Gefahr, dass man irgendwie Konzentration nachlässt und dann irgendeinen Fehler macht? Nein, eigentlich nicht. Also, wenn man bei uns im Team bleibt die Konzentration eher höher, wenn man vorne ist. Der Ansporn, vielleicht den Abstand noch ein bisschen zu vergrößern, ist gar kein Problem. Mit diesem Lauf habt ihr die Führung im Gesamtklassement übernommen. Was heisst das für die weiteren Rennen? Ja, unsere nächsten Gegner decken. Ich glaube, das Rennen ist noch nicht vorbei. Oberhof ist sicher ein starker Gegner und ja, wir schauen, dass wir vorne bleiben. Was heisst das, unsere Gegner decken? Wie muss man sich das verstehen? Ein bisschen schauen, was sie machen. Ja, vorne bleiben, versuchen, einen guten Start zu machen und dann vorne bleiben. Gut, danke vielmals. Zurück zu den Kommentatoren. So we're just getting ready now for race number 12 to complete the 6th flight. And the lineup that we have, so all the teams will actually be swapping out and changing over for race number 12. In boat number 1, black boat, is Estevalier. In boat number 2, Regatta Club Bodensee. Actually, sorry, Société Nautique de Rolloise. I beg your pardon. So boat number 2 is from Rolle. Boat number 3, blue boat, is Borde de Tribord. Boat number 4, the green boat, is Greifswald from Germany. Boat number 5 is Yacht-Club Zug, Team Stella Luna. And the red boat number 6 is Die Pfeifen, which is the second German team. So just about 1 minute to go before the start. The boat starting to position themselves strategically on the line, on the start line. Hoping to have good speed as they cross. Ganz wichtig, auch bei wenig Wind immer mit Speed an die Linie zu kommen. Gerade bei wenig Wind, weil das Boot doch einige Zeit braucht, um ins Fahren zu kommen. Ich hoffe, die haben den Start von den Wechselbooten aus beobachtet und sieht gut aus, dass sich die jetzt näher an der Linie befinden. Dann die Perspektive vom Startboot immer gut oder von einem Boot, wo man die Linie etwas sieht. Aber ich denke, auch Boot Nummer 3 ist mit viel Speed, kommt von hinten, 10 Sekunden noch, wird gut rauskommen. Sieht für mich irgendwie aus, als hätte das rote Boot, ja, es war vom Winkel her eine optische Täuschung. Aber dürfte ein Clear Start gewesen sein, sonst würde X-Ray ein Einzelrückruf nach oben gehen. Jetzt die Bodensee-Sprotten aus Greifswald, die sich befreien wollen, um auf die rechte Seite fahren. Und das wird auch gut für sie sein, denke ich. Hier haben wir jetzt Estevalier. Und auf dem Boot Nummer 3 haben wir Borde de Tribord, wenn ich richtig bin.
here we have the two boats, or the three boats in the lead. So there's Estevalier in black. The blue boat is Bordé de Tribord. And on the left-hand side of the course, coming across on port tack, is Deep Pfeifen. So all the boats heading up on the first leg towards the first upwind mark. Ja, ich denke, dass es für die Bodenseesprotten, für den Regattaverein Greifswald eine sehr gute Entscheidung war, direkt auf die rechte Seite zu fahren. Es ist jetzt noch das Boot Nummer 6 auch, hat auch eine Wende gemacht. So good start there from the red boat, Deep Pfeifen. They went for the pin end of the line, got good, were on time to the line and got clean air, and now they've stayed on that left-hand side of the course, tacked out in time, and have got a strong lead there. Ja, aktuell sind sie auf dem grünen Boot auf Platz 1. Mal sehen, wie die zur Linie kommen. Das ist auch das Boot Nummer 6 gut im Rennen. Hier sind wir jetzt auf Boot Nummer 6, die Pfeifen. Sind die zwei deutschen Teams, denke ich, in Führung. Yeah, so boat number 6, Deep Pfeifen, just getting ready there to bear away round the upwind mark. You can see they're all set with the spinnaker. Die Pfeifen. Und ich denke aber danach sollte Boot Grün folgen. Das sehen wir jetzt noch nicht. Hier kommt Boot Nummer 4. Blau like, wird vorher sein. Yeah, Bordé de Tribord in blue is going to round the mark in second. Just sneaking in there ahead of Greifswald. Aber das gelbe Boot geht sich nicht aus, die müssen dahinter. Auch schwarz und grau. Also wir haben jetzt nach der Luftboje als erstes die Pfeifen vom Stöffensee. Dann haben wir auf dem zweiten Platz Bordé de Tribord. Und dann haben wir das zweite deutsche Team mit... Ja. Ja, genau. Und dann Estevalier. Sounds like a lot of whistling going on. There must have been some umpire action. Wir sehen jetzt noch einen Kringelgräden. Vielleicht war der Protest grün und somit keine Regelverletzung. Oder hier. Das haben wir jetzt nicht gesehen, ob Boot gelb kringelt. Ja. Boot Nummer 5 mit Yacht-Club Zug hat einen Penalty gekriegt. Wäre dann spannend, warum? Das haben wir jetzt nicht gesehen. So there we saw the team from Zug, Cella Luna. They were awarded a penalty and had to do the 360 on that downwind leg. We didn't see what the penalty was for. We heard the whistling, but the protest was awarded against them, so they had to do that penalty there. So we're back here with the red boat, Deep Pfeifen, still holding the lead and heading there towards the downward gate. You can see the two orange marks there. So in black, boat number 1, Estevalier, just jibing. And flattening the boat out of that jibe. Okay, here we are with Estevalier. Doing a bit of housework, cleaning up the lines.
Müssen wir aber, denke ich, nochmal halten, um zum Gate zu kommen. Jetzt sind wir bei den Bodenseesprotten auf dem grünen Boot, die sich aktuell am 3. Rang befinden. Just coming into the drive there from Greifswald. Hier jetzt die Bojenrundung von den Pfeifen, die wir nachher mal fragen sollten, woher der Teamname kommt. Die Pfeifen. Als zweites jetzt Borde de Tribord. Und hat sich jetzt das Boot Nummer 4 für die andere Seite entschieden oder ist es noch nicht hier am Legate? Ich denke, die kommen hier. Also jetzt doch ein relativ großer Abstand zwischen den Booten, zwischen Platz 2 und Platz 3. Es war keine sehr gute Downwind von dem Regattaverein Greifswald. Hier jetzt doch großen Abstand, kommen aber... Yeah, there's a big gap there, as you're saying, between the second and third place. Yeah, because... Yeah. Also an der Lufttonne waren die sehr knapp beieinander, jetzt eher weit auseinander. Das ist jetzt die Boote 4 und Boot 4 und Boot 1 entscheiden sich jeweils für das andere Gate. Der Wind sieht für mich schon wieder sehr wenig aus. Gut. Ich habe jetzt gerade gehört, wir könnten uns nochmal den Protest ansehen. Das machen wir jetzt kurz. Hier haben wir die Luft. Okay, geben ihnen genügend Platz. Auch jetzt. You were just having a look to see a replay of the protest. Ja, wir sehen jetzt noch nicht, warum der Protest gekommen ist. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Wasn't clear. Nein. Vielleicht, was nicht erlaubt ist, ist den Pole früher rauszuziehen oder unerlaubter Vortrieb mit Pumpen. Ich weiß es jetzt nicht, warum hier protestiert wurde, aber wir werden es rausfinden und die Jury nachher fragen, was der Grund für den Penalty war. Gut, wir sind jetzt wieder am Legate. Das letzte Boot ist rum und wir befinden uns wieder auf der zweiten Kreuz. Es hat sich nur das schwarze Boot für die Steuerbord-Gate-Marke entschieden. Die anderen sind alle um die Backbord-Bahnmarke. Hier jetzt bei den Bodenseesprotten, die sich aktuell auf dem 4. Platz befinden. Es sieht wieder gut aus für die Pfeifen vom Stöffensee. Sind vor Borde de Tribord in Führung. Es kommt jetzt Estavayer noch ins Spiel. Aber ich denke, der Vorsprung war groß genug. Das konnten sie nicht aufholen. Nummer 3 mit mehr Höhe als Boot Nummer 6. So there we saw Bode de Tribord in the blue boat.
they're behind Deep Pfeifen in the red boat number 6, but they were pointing much higher than Deep Pfeifen. So it looks like the teams have got different strategies there. Deep Pfeifen going more for boat speed than height, which seems to be paying off for them at the moment, as they ran the upwind mark for the second time. Yeah. Okay, so the wind looks very soft again, but it still looks like they're within the target times for the race. The cut-off time, or the max time for the race, is 20 minutes, and they've been racing for... Die Pfeifen sind gerade in der Gesamtrangliste auf Platz Nummer 4 mit 13 Punkten, 2 Punkte hinter Mix and Match. Mix and Match hatte ja beim letzten Rennen und hatte einen zweiten Platz, somit jetzt 13 Punkte, und die Pfeifen 14 Punkte, wenn sie den ersten ins Ziel bringen. Das ist dann wieder sehr knapp und sie haben wieder Chance auf den dritten Platz. Das ist alles möglich. Natürlich auch der Regatta-Club Oberhofen dann mit 12 Punkten nur in Reichweite. Ja, die Bodenseesporten am dritten Platz doch recht großen Abstand. Es wirkt noch sehr hektisch da gerade am Boot. Irgendwie dürfte irgendwas nicht passen. Sie bereiten sich gerade vor, den Gennaker zu setzen. Hier jetzt bei den Pfeifen, bei denen alles sehr entspannt in Führung, sehr klar. So there's quite a gap there in the fleet. Aber schöner Setzer. Yeah. Das ist jetzt erst Hawaii. All the boats need to finish within 5 minutes of the first boat to cross the finish line. So What happens if they don't? that'll be a DNF. Oh, okay. 5 minutes is quite heavy. What do you mean? It's a long time? Or No, it's not? short time. Well, in these conditions, it's looking short. Yeah. But then if you think the target time for the race is 15 minutes, course, then yeah. it seems... Aber DNF würde dann auch immer heißen, 7 Punkte zu bekommen. Ist I guess it must be 7 enough, points. huh? Because Yeah. it would have to be. Ja. Also es wäre sehr bitter für die Clubs, diese 5 Minuten zu überschreiten. Ich weiß, es ist in Österreich anders. Bei uns in der Liga sind es 10 Minuten, die man länger brauchen darf. This is also assuming that the first boat crosses the line before 20 minutes. Ja. So it's a race against time now. Wir haben gestartet um 15:18 Uhr. Ja. Oh. 41. Ah, ja, sorry. 41. Wir haben jetzt 15 Minuten. Ja. Aber es ist schon das erste Boot im Ziel. Jetzt. Ah, that's great. So the Pfeifen have secured first place. Great result for them. Followed by Bode de Tribord on boat number 3, blue boat. Da auf dem dritten Platz mit großem Abstand kommt dann der Regattaverein Greifswald ins Ziel vermutlich. Die
betteln sich noch mit Estavayer. Vielleicht können wir die zwei nochmal. Ja, genau, hier sehen wir sie. Sieht aber gut aus für Greifswald auf dem grünen Boot. Gosh, the boat's inching towards the finish line. Boot Nummer 1 halst nochmal. Aber ich denke, es wird das Boot Nummer 4 sein, das als erstes ins Ziel geht. Vor allem ist auch der Weg jetzt viel länger für das schwarze Boot. It's a really big gap between second and third place. That was just over a minute. It's just over a minute different. Ja, die Halse war nicht unbedingt sehr, sehr gut platziert, aber sie kommen als Vierte ins Ziel. Es ist sehr, sehr just trying to get enough boat speed and soak down so that they can make the finish line there, Estavayer. So. Wir haben uns gefragt, wie der Penalty zustande kam, und wir haben jetzt ein Interview vom Umpire und schalten jetzt zum Umpire. Ja, wir hatten da oben beim Luftfass eine strittige Szene und das gelbe Boot hat eine Penalty erhalten. Manuel, was war der Grund? Der Grund war ganz einfach. Wir haben die Regeln so, dass der Genneker-Baum erst kommen darf aus dem Bug, wenn die Tonne gerundet worden ist, und der kam halt deutlich zu früh raus, haben wir gesehen, und dann gibt es halt ein Penalty. Wir können ja nicht in Front der Kamera sagen, wir haben es nicht gesehen. Ne? Müsste bei euch auf dem Video sein. Genau, und dann haben Sie was gemacht? Ja, sie haben den Genneker wieder runtergenommen, haben gehalst und gewendet und haben dann, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Die haben auch sehr viel Stärke verloren, aber das hing nicht mit dem Penalty zusammen. Und das heißt, Sie haben dann den Fehler korrigiert und können jetzt weitermachen? Absolut. Okay, danke für die Erklärung. Jetzt weiß das Publikum, was Sache ist. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Ich habe es fast vermutet, dass es der Genneker-Baum war. Yeah, so my German isn't that great. So I understood that the penalty there was awarded because it was to do with the spinnaker pole not being brought in fast enough? Yeah, not fast enough. Yep. We're going to have Too a replay early. now. What was too early? Yeah, the pole. Yep. Oh, it came out too early. It came out too early and also man darf den Pole erst rausziehen, wenn man die Marke passiert hat. You're only allowed to put out the pole when you you're rounding the mark. Yeah. So it was premature pulling out of the spinnaker pole, and that got them a penalty. Yeah. So, jetzt sind wir wieder beim Wechseln. Es wäre noch interessant, den Start nochmal zu sehen. Wir haben ja hier Greifswald, die relativ früh gegangen sind auf die andere Seite. Und haben wir schon alle im Ziel? Ja. Wir haben jetzt alle im Ziel und wir haben jetzt auch das Ergebnis. Es ist die Seglervereinigung Stöffensee vor Borde de Tribord, vor Greifswald, vor Estavayer, vor Zug und dann Hollois ganz am 6. Rang. Just confirming the results of the last race. So the first place was Dieppfeifen, second place Borde de Tribord, third place Greifswald, fourth place Estavayer, fifth place Team Zug was Stella Luna, and in sixth place was Roll. So, wir haben jetzt nochmal den Start, den wir nochmal uns ansehen können. Hier jetzt von Estavayer auf Boot Nummer 1.
Ja. Ich habe jetzt keinen Startton gehört, aber ja. Was wir jetzt sehen, ist Boot 6 und sehr, sehr wenig Wind. Die Wolken sind aber wieder weg. Es ist jetzt wieder sonniger. Wir hoffen, dass doch noch etwas Thermik kommt. Aber aktuell sieht es nicht aus, als würde das reichen. Yeah, the breeze is looking very light there now, and we see boat number 6, Deep Pfeifen, just sitting and waiting, I think. We're hoping for the thermals to come back. There was a bit of cloud cover earlier, so that's cleared, so hopefully we'll have a little bit more breeze picking up soon. We just need those 4 knots of average wind speed to be able to start the race. But the crews are looking pretty relaxed. It's looking quite hot on Kreuzlingen's boat, taking the chance to strip off a couple of layers. Ja, wir wechseln ja jetzt wieder. Wir haben jetzt wir starten jetzt dann mit welchem Race? Ich bin gerade draußen. Wir starten mit 13 dann. Wir haben 2 Teams, die jetzt bleiben. Und das sind der Regattaverein Greifswald und der Seglerverein Stößensee. Diese 2 Teams bleiben und neu dazu kommen Kreuzlingen. Nein, Kreuzlingen wechselt das. Nein, stimmt, Kreuzlingen kommt neu. CH-Mix kommt neu. WW La Tour kommt neu und der Regatta-Club Oberhofen, wo uns dann später noch interessieren würde, was im letzten Race los war. So. So about to start race number 13. In boat number 1, the black boat is Kreuzlingen. Boat number 2, grey boat, is Mix and Match. The blue boat number 3 is Vivier La Tour. Boat number 4, the green boat, is Greifswald. Boat number 5 is Oberhofen, and boat number 6 is Deep Pfeifen. Wir sehen jetzt auch gerade AP ab. Startverschiebung. Aber wir haben ein Interview mit den Pfeifen und können sie endlich fragen, warum sie Pfeifen heißen. AP's up, an interview with Pfeifen. Gut, wir sind hier beim Seglerverein Stößensee. Die haben jetzt gerade den Lauf gewonnen. Ja, wo liegt denn dieser Stößensee? In Berlin an der Havel. Also in der Nähe von Berlin? In Berlin, innerhalb der Grenzen von Berlin an der Havel. Dann geht das in den Wannsee über, den kennt man vielleicht. Ah, ich war im Frühling am Wannsee. Natürlich, das kenne ich ja. Dann bin ich schon auf diesen Gewässern rumgesegelt. Gut, jetzt musst du mir noch erklären, die Pfeifen, woher kommt dann das? Das kommt davon, dass wir eigentlich 505er Seglerinnen waren, die uns zusammengefunden haben, um bis in J zu segeln. Und jetzt ist die Hanna eingesprungen. Sie segelte zwar noch nicht 505er, aber vielleicht kommt das ja auch mal. Und wir haben den Namen einfach beibehalten. Wir waren beim Heidi Cup diesen Sommer und da hießen wir auch schon die Pfeifen und dann haben wir es da so gelassen. Okay, und dann segelt ihr hauptsächlich 505er, ist das richtig? Ja. Und ist das stark verbreitet da bei euch in der Region? Ja, in Deutschland schon. Also wir haben auch große Regatten, deutsche Meisterschaften mit 60 Schiffen circa. Die Deutschen fahren auch zur WM, sind da auch immer ganz gut dabei. Ja, doch, ist eine große Klasse. Und einer der Hunger ist doch auch mehrmals Weltmeister geworden. Ist er noch dabei? Ja, natürlich, klar. Den lassen wir auch nicht raus aus der Klasse. Das ist unser Maskottchen. Okay, so und jetzt habt ihr euch da für diese Regatta zusammengewürfelt. Ging das einfach? Habt ihr da rasch die Rollenverteilung gefunden?
Ja, doch, das ging sehr gut, auf jeden Fall. Es gibt viel Kompetenz hier an Bord, gerade was Segel einstellen und so weiter angeht. Doch, das geht gut. Aber ein Genacker ist doch etwas anderes als ein Spinnaker. Ja, ist einfacher. Genau. Okay, das kriegt ihr offensichtlich hin, hä? Ja, genau, richtig. Gut, kommen wir kurz auf diesen Lauf zu sprechen. Was war der Ausschlag jetzt in diesem Rennen für den Sieg? Der Start war ganz gut. Wir waren gleich von Anfang an vorne dabei und dann sind wir einfach vorne geblieben und links gefahren, eine Wende und dann waren wir da. Und dann hatten wir Glück, dass uns keiner mehr vorm Wind irgendwie reingefahren ist. Genau, das haben wir auch so beobachtet. War das schon der Plan im Vorfeld, dass ihr den Start links nehmt und dass ihr diese linke Seite decken wolltet? War eine Idee. Vielleicht, wenn noch was gekommen wäre rechts, hätten wir es vielleicht nochmal angepasst, aber grundsätzlich war das der Plan, ja. Okay, hat funktioniert. Und wie sieht es aus für den weiteren Verlauf der Regatta? Also aktuell würde ich sagen, abwarten, entspannen, ja, und schauen, wo der Wind wieder einsetzt hier. Wie geht das, das Entspannen jetzt? Wie verbringt ihr da diese Zeit? Mit Hanuta und trinken und in die Sonne gucken und diskutieren. Okay, ich sehe da nichts von, oh doch, es hat Wasser. Und wie macht ihr das mit der Ernährung? Wird auch mal was gegessen? Unbedingt. Wir haben ganz viele Brötchen geschmiert und haben ganz viel Energieriegel dabei und so für den ganz langen Tag. Okay, dann wünsche ich gutes Gelingen noch und gebe zurück zu den Kommentatoren. Ja, wir sind jetzt wieder zurück und wissen endlich, warum die Pfeifen heißen. 505 war ein sehr cooles Boot, meiner Meinung nach sehr coole Jolle. Wir haben aber auch jetzt ins Gesamtranking noch einen Blick geworfen. Und ich muss korrigieren, also ein DNS und ein DNF geben 6 Punkte, also so als wäre man als Letzter durchs Ziel gefahren und nicht 7 Punkte. Das ist in der Schweiz anscheinend anders als in Österreich. Somit haben wir in der Gesamtrangliste aber trotzdem eine Änderung. Wir haben einen Wechsel in der Führung. Wir haben jetzt den Regatta-Club Bodensee vor Oberhofen mit 9 Punkten, gefolgt eben Oberhofen mit 11 Punkten, 2 Punkte Abstand. Dann nochmal 2 Punkte Abstand, somit 13 Punkte hat Mix-and-Match-Team. An 4. Stelle mit 1 Punkt nur die Pfeifen vom Stößensee. Die haben jetzt mit dem 1. Platz wieder einen Punkt aufgeholt und haben dann Bordé de Tribord mit 16 Punkten, mit 19 Punkten dann die Bodensprotten aus Greifswald. Dann haben wir 5 Punkte Abstand. Mit 24 Punkten ist Cercle de la Voile des Tavaliers auf dem 7. Rang. Dann geht es weiter mit Yacht-Club Zug, ebenfalls 24 Punkte. Dann auf dem 9. Platz mit 28 Punkten Cercle de la Voile de Vevey-la-Tour. Dann 31 Punkte die Seglervereinigung Kreuzlingen, 31 Punkte der Yacht-Club Zug Team Joy und dann nochmal das Team aus Rolloise mit 33 Punkten. Wenn Punkte gleich sind, wie zum Beispiel auf Platz 7 und Platz 8, geht es darum, wer die besseren Plätze hat. Also wenn jetzt ein Team, hier haben wir jetzt den Fall, dass das Team auf dem 7. Platz 2 dritte Plätze hat. Das Team auf dem 8. Platz hat auch 2 dritte. Dann haben wir 2 vierte Plätze und 2 fünfte Plätze. Na gut, die 2 sind wirklich gleich. Nur im letzten Race hatte das Team auf Platz 7 einen 4. und das Team auf dem 8. Platz einen 5. Platz. Also ging es nur um den letzten Flight jetzt hier.
Aber sonst wird es halt darum gehen, weil das eine Team 3 dritte Plätze hat und das andere Team 2 dritte Plätze, würde das Team mit den 3 dritten Plätzen vor dem anderen Team sein. Und jetzt haben wir noch ein Interview, und zwar von dem Borde de Tribord. Vielleicht, Nathalie, willst du auch noch kurz? Ja, ist gut. Borde de Tribord de La Neuville. Voilà, on se retrouve de nouveau avec l'équipage de la bordée de tribord de la Neuville sur le bateau qui permet de changer les équipages. Et on s'intéresse maintenant un petit peu de savoir comment vous préparez ce genre de régates qui sont un petit peu particulières, puisque c'est un format de manche très très courte qui dure une quinzaine de minutes. C'est assez intense, c'est des très longues journées sur l'eau. Comment est-ce que vous vous préparez spécifiquement pour ce genre de régate? Si c'est bon, je réponds en allemand. Wir machen ab und zu Turnübungen, respektive Physioübungen, damit wir schön aufgewärmt sind, damit wir bereit sind, unser Bestes zu geben. Et pour l'aspect physique, la nourriture et tout ça, ça joue un rôle particulier ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent à faire par rapport à des régates plus traditionnelles? Non, c'est tout à fait judicieux de penser à la nourriture et à la boisson. C'est des longues journées, donc on doit garder la force tout au long de la journée, donc manger c'est important. Et boire c'est super important parce que si on est déshydraté, on perd 30% de capacité de concentration. Donc pour moi, l'aspect boisson est super important de boire avant d'avoir soif. Même si c'est compliqué de faire pipi sur les bateaux, il faut quand même boire. On a vu ça avec l'équipage d'Oberhofen avant, hein, sauf erreur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses particulières auxquelles il faut prendre garde pour ce genre d'événement? Les conditions, c'est bien se mettre la crème solaire parce qu'on finit vite rouge avec le rayonnement, mettre une casquette, les lunettes de soleil, c'est des petits trucs qui font vite la différence parce qu'une insolation le lendemain, ce sera beaucoup plus compliqué sur l'eau. Okay. Donc c'est des petits détails qui font vite la différence. Vous venez de faire une bonne manche là, satisfaite? Oui, assez, ouais. Départ un peu compliqué, mais sinon on est bien parti et puis on est content de la deuxième place, ouais. Ok, bravo, on vous souhaite tout bon pour la suite, à bientôt. Merci. So, vielen Dank für das Interview. Der Wind kommt zurück, aber aus einer anderen Richtung. Und jetzt wird der Start Richtung Spiez verlegt. Okay, doch nochmal anders. Es ist anscheinend schon vollendet. Mit den Robobojen geht es wirklich sehr schnell. Wir haben jetzt den nächsten Start bereits in 4 Minuten. Der Wind ist zurück, die Richtung stimmt, die Startlinie liegt, die Luftboje liegt. Ja, es ist wirklich sehr cool, dass mit den Robobojen so schnell reagiert werden kann. Und wir jetzt schon wieder den nächsten Start machen können. 4 Minuten. Ich sehe jetzt nicht aufs Startschiff, welche Flaggen da jetzt gerade oben sind. I think that was the 3-minute starting signal. Okay. That was the... So, dann haben wir nochmal die Startliste. Jetzt Boot Nummer 1, Seglervereinigung Kreuzlingen. Boot 2, Mix and Match. Boot 3, VW Latour. Boat number 4, Greifswald, 5, Oberhofen, and 6, Stößensee. So we're in the countdown for race number 13. So, wir hören hier jemanden runterzählen schon und es sind dann 2 Minuten. Wir sehen jetzt Papa, das ist die blaue Flagge mit dem weißen Rechteck innerhalb und
gelb. Das heißt, wir fahren um die gelbe Bahnmarke. Es ist wenig Wind, es ist zu empfehlen, sich immer in der Nähe der Startlinie aufzuhalten, immer Speed im Boot zu halten. Es kann jederzeit passieren, dass nochmal kurz weniger Wind kommt. Dann wäre es ganz schlecht, wenn man weit weg ist von der Linie. Hier sehen wir gelb wehen und Papa und den Wimpel, der aussieht wie Japan. So there we see the boats, the flags on the start committee boat, the class flag, the P flag, and the yellow flag, which indicates that the upwind mark that the boys need to round is the yellow mark and not the orange. Just coming down, and we're in the last minute of the countdown, so the P flag will be down. 50 Sekunden. Ich denke, wir sind etwas später, aber wir sehen jetzt. Oh. Alle aufs Pin-End zufahren eigentlich. Okay, nein. Ja, doch. Das ist eine sehr schöne Perspektive. Wir sehen hier Boot Nummer 2 mit sehr viel Speed. Das wird schwierig, aber ich denke, das gelbe Boot, wir hören ja auch die Rufe, Raum, irgendjemand dürfte sich nicht frei halten. Wir haben noch wenige Sekunden. Ich denke, Boot Nummer 2 wird gut rauskommen. Ja, war meiner Meinung nach ein clear start. Yeah, good start there by the boats, all on time to the line. Oh, ja. Sounds like an individual recall. Ja, doch kein. So we heard one sound signal. Who was it? Oh, Yellow. Oh no, it's Oberhofen. I'm not sure about it. Wir werden mal im Tracking nachgucken. Oberhofen just keen to get to the line after missing the last race and might have overcooked it. Wäre jetzt auch noch interessant, ob X-Ray runtergeht am Startschiff oder nicht. Es können theoretisch auch mehrere Boote über der Linie sein. Und X-Ray bleibt so lange oben, bis da sich alle Boote bereinigt haben und wieder hinter der Linie eingetaucht sind. Spätestens nach 3 Minuten, bin mir jetzt nicht mehr sicher mit der Minutenanzahl, aber wird die Flagge gestrichen und die Boote bekommen ein OCS. Bin mir nicht sicher, ob nicht das Team von CH Mix auch drüber war, über der Linie. Die waren im Louvre von dem Regatta-Club Oberhofen. Vielleicht können wir das in Erfahrung bringen, ob die X-Ray-Flagge noch am Startboot ist. Hier sind wir jetzt bei den Bodensporten. So it looks like here we're with boat number 6, Deep Pfeifen. Just cleaning up. Ah, the X-Ray is still up. Ja. Ich denke, dann war es eigentlich nicht Oberhofen, sondern der CH Mix, die da über der Linie waren. Könnte auch sein, dass es noch weitere Teams waren. So the X-ray flag's still up, which means that one of the boats that was spotted over the line ahead of the start hasn't come back to remedy the situation. They needed to come back and cross the line again, and they haven't. So that's why the X flag is still up. Könnte auch eines der anderen Boote gewesen sein, die wir nicht so gut im Blick hatten.
am Tracking leider nicht sehr gut nachzuvollziehen. Aber wir nähern uns der Luftbahnmarke. In Führung haben wir hier auf dem grünen Boot den Greifswald. Regattaverein Greifswald, ja. Vor dem Boot Nummer 6, dem Stöffensee, vor den Pfeifen. Also die zwei deutschen Teams in Führung. Es folgt das Boot Nummer 2 mit dem CH Mix Team. Es folgt, es war glaube ich das schwarze Boot mit Kreuzlingen. We're seeing the leading boats really furling away the headsail very quickly as they round the mark. In fact, sort of simultaneously, which helps them fill the spinnaker more quickly and accelerate away. Here we have the two boats that are leading the charge. So in boat number 4, the green boat is the German team from Greifswald. And then in hot pursuit are die Pfeifen from Berlin. So they're just heading downwind to the downwind gate. Coming up to a drive there from Greifswald. Mhm. Greifswald macht eine Halse. Das rote Boot, oh, okay, halst nach, aber sehr spät meiner Meinung nach. Kein optimaler Zeitpunkt zu halsen. Man überlegt sich natürlich auch auf der Downwind schon wieder, auf welche Seite will ich später fahren, welches Gate will ich nehmen, welches Gate ist näher. Das sind alles Überlegungen, die man während der Downwind schon macht. Jetzt haben alle Boote gehalst. There we have boat number 5 in yellow, Oberhofen. Das ist jetzt die Taktik vom Boot Nummer 5 höher zu das Boot Nummer 6. Alles klar. Hier sind wir auf Boot Nummer 4 bei den Bodensprotten. Nice tight mark rounding there from the team from Berlin. Die Pfeifen. Ah, there was not die Pfeifen. Nein, das war Greifswald. Die von der Ostsee. Ja. Nummer 6 mit den Pfeifen. Also, die zwei deutschen Teams in Führung, gefolgt vom Boot Nummer 2, CH Mix Team. Jetzt sehen wir Kreuzlingen um das Legate zu gehen. Also X-Rays nicht runtergegangen. Es hat sich das Team mit dem Frühstart nicht bereinigt. Das heißt, wir werden ein OCS haben. Es ist nur die Frage, wer es ist. Ich kenne das
eigentlich so, dass das Team dann mit einer Black Flag aus dem Rennen genommen wird. Bin mir nicht sicher, ob es hier auch so ist oder ob man es dann später erfährt. Aber wie sieht's aus? Wir haben ja grün und rot in Führung. Also, wir haben jetzt auch erfahren, wer es war, wer über der Linie war. Es ist nicht, wie vermutet, das Mixteam gewesen. Es war ein Team im Lee, das wir nicht so gut im Blick hatten. Es war das Boot Nummer 1 von Kreuzlingen vom Bodensee, die sich hier nicht bereinigt haben. Wäre auch noch interessant, ob Oberhofen wirklich über der Linie war, aber ich denke nicht. Ich denke, die haben sich hier fälschlicherweise bereinigt. So, it was Kreuzlingen. Kreuzlingen had were the other OCS. Yeah. OCS. Not sure if Oberhofen had to return or whether they just weren't sure if they were also OCS and went back just in case. Yeah, not sure. Would be interesting. Maybe we can ask someone from the start boat afterwards. Maybe Oberhofen don't want to know the answer to that question. Yeah, that could be true. It could be painful. Ja. Also sich zu bereinigen, obwohl man nicht muss, ist immer sehr ärgerlich. Man sieht ja auch, ich meine, Oberhofen mit einem sehr guten Bootspeed hier im Lee von Boot Nummer 2. CR Mix. Aber natürlich, es wäre ein guter Start gewesen und dann immer sehr traurig, wenn man den fälschlicherweise hergibt. So, nähern wir uns wieder schon. Ja, wir sind schon wieder bei der Luftbahnmarke. Wir haben hier in Führung den Regattaverein Greifswald vor dem Stöffensee, vor den Pfeifen. Stark zurückgekommen dann Oberhofen auf dem 3. Platz. So there we have the two German boats rounding the upwind mark first. Which one was it that came first? Was Greifswald first? It was the green boat. The green boat with Greifswald Greifswald first, and then Deep Pfeifen. And they've made good ground, Oberhofen. They've caught up to 3rd place, so they've had a good leg there. So despite the courses being short and the races being short, we've seen it really is possible to win back some places. We saw in that race number 9 when Bodensee had to do the penalty and were lying in 6th, and within the one leg they were then able to round the upwind mark first. So all is not lost by any means. That's true. Es ist alles möglich hier. Mit guten Manövern, mit gutem Speed im Boot kann man viel gut machen. Alles möglich, but not so much for Kreuzlingen in this race. Ja. Für Kreuzlingen ist das Rennen It would have been close, huh? That was a close, gelaufen. tight start, but they were just over. Aber sie befinden sich aktuell auch auf dem 5. Platz, denke ich. So there they are, heading down towards that Bluewood gate and finish line.
There we have the leading boats with the beautiful. That's the Berner Oberland, isn't it, in the background? There. It's the Niesen. Niesen? Yeah. Oh, there you go. Yeah, they told me yesterday. So I It's need the to improve Niesen. my German and my geography. Here we have crossing the finishing line, Greifswald, and we hear their celebrations and jumping for joy. What a strong race that was. Greifswald aktuell auf dem 6. Platz mit 19 Punkten in der Gesamtrangliste. Jetzt gefolgt von dem zweiten deutschen Team, dem Thunersee von den Pfeifen, die mit 14 Punkten auf dem 4. Platz liegen. Jetzt natürlich korrigiert dann mit 16 Punkten. Vermutlich auch am 4. Platz bleiben werden. Greifswald jetzt aktuell 20 Punkte. So in second place was die Pfeifen, followed in third place by Oberhofen. So it's still it's going to be very tight at the upper end of the table overall. Oberhofen really caught up there. The grey boat coming in fourth was Vive la Tour. The grey boat was CH Mix. I beg your pardon, it was a mix. Yeah. Blue boat was Vive la Tour, and here they come. Yeah. But they're going to be the fifth place because of their OCS. Yes. Wir sehen uns jetzt nochmal den Replay vom Start an. Bitte. So here we're just going to have the replay from the start, so we keep a close eye out. Can we see it from this angle? Yeah. So, Bit Kreuzlingen was difficult. black boat. Yeah, but We can't see it so well. they were the first over the line. But on the league here, it's really great because you have a rib on the pin end, and you have the committee boat as well. So you have people sighting from both sides of the line. Yep. So, and it's not such a long line, so it's difficult. Ja. Die Startlinie ist sehr kurz. Es ist eigentlich immer einfach einzuschätzen, aber mit so vielen Booten im Louvre und unter dem Stress ist es oft dann doch schwieriger. Und wir haben ja auch gesehen, es war ja nicht viel, aber drüber ist drüber. Ich glaube auch, Oberhofen war nicht drüber über der Linie. Jetzt gibt es noch die Protestfrist. Jetzt wird auch Kreuzlingen sehen, dass sie einen Frühstart hatten. So we have it from the official finishing. It was Kreuzlingen who were OCS, so they will get 6 points in for this race. Gut, wir wechseln wieder und wir sehen jetzt dann auch wieder, oder wir schauen uns jetzt die neuen Boote an. Wir starten jetzt dann mit Race 14. Hier haben wir die Teams Yacht-Club Zug Nummer 2, die Rookies, wie sie sich bezeichnet haben. Wir haben den Regatta-Club Bodensee, die aktuell ja die Rangliste anführen. Wir haben den Cercle de la Voile des Davayers. Wir haben Yacht-Club Zug 1 auf dem Boot Nummer 4. Und dann haben wir Rollois auf
Platz 5 und auf 6 Bordé de Tribord auf dem Boot Nummer 6. So we're just going to come over to the German team from Greifswald and have an interview with them. So the on-water team is approaching them as we speak. Ausschlag für diesen Sieg? Das wissen wir auch nie so genau. Das Boot war so schnell. Aber wenn das Boot schnell ist, muss man ja etwas richtig machen, also mindestens die Segel richtig einstellen. Ja, ich hoffe, dass wir nicht allzu viel falsch gemacht haben wieder mal. Wir merken so... Das ist grün. Wir haben jeden Fehler zur richtigen Zeit gemacht. Gut, eben, das Boot war schnell, also ihr musstet etwas richtig einstellen, mindestens. Ja, das haben wir, also wir haben hoffentlich nicht so viel falsch gemacht dieses Mal. Das lief alles ganz vernünftig mit den Manövern. Da hapert es ja bei uns ab und an noch, ne, weil wir jetzt noch nicht so lange zusammen segeln. Aber lief ganz vernünftig und deswegen hat das geklappt. Ihr seid auf der linken Seite, habe ich im Kopf, eher gestartet, glaube ich, das zweite Boot von links und dann weiter nach links gefahren. War das auch euer Plan? Die linke Seite war leicht bevorteilt, wie wir gesehen haben, und vor allen Dingen unser Plan ist es eben mit möglichst viel Speed über die Linie zu fahren und das konnten wir, glaube ich, ganz gut umsetzen in dem Fall, weil wir dann ordentlich Anlauf nehmen konnten vorher. Und dann, wo habt ihr dann das führende Boot? Weil der Start ist dem anderen deutschen Boot besser gelungen. Wo habt ihr sie überholen können? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, auf irgendeiner Kreuz sind wir dann irgendwann an den vorbei. Bei der Kreuz, ne? Bei der ersten, nee, bei der zweiten Kreuz. Nee, wir waren noch die ersten. Genau. Ja, bei der zweiten Kreuz. Die zweite Kreuz lief richtig gut. Nee, ich weiß nur, dass die zweite Kreuz richtig gut lief. Da haben wir echt irgendwie mehr Höhe und schneller. Es ging gut. Okay, offensichtlich, das ist ja immer spannend bei unserem Sport. Man ist so in die Regatta vertieft, dass man manchmal eben auch nicht mehr im Griff hat, wo es gut gelaufen ist. Und das ist jetzt offensichtlich der Fall. Gut, dann noch zu, wo kommt ihr her? Wo ist dieser See, wo ihr segelt? Genau, wir kommen von der Ostsee sozusagen. 2 aus Stralsund, Christine und ich. Die anderen beiden aus Greifswald. Deswegen auch Greifswalder Botten ist sozusagen unser größtes Bottengewässer vor Ort. Und deswegen Bottensprotten, Sprotten sind eine Heringsart, das wissen viele hier unten im Süden nicht, eine ganz kleine. Und die Idee kam von Gerti und ihren Töchtern, also die waren die Creative Directors sozusagen. Aber das ist dann ein Binnengewässer oder ist das Meer? Nein, also die Botten sind schon eher Binnengewässer, aber die sind alle offen zur Ostsee und Ostsee wird dann schon als Meer bezeichnet. Okay, und da kommt ihr klar mit diesen doch eher Leichtwindbedingungen? Ja, haben wir öfter auch dort. Ne? Und was uns überrascht, dass im Verhältnis wenig Windräder hier sind. Das haben wir Tatsache auf den anderen Binnengewässern, sind wir das mehr gewohnt, dass da wirklich krassere Windräder kommen. Beispielsweise Wannsee und Alster sind wir jetzt in diesem Jahr gefahren und da war wirklich diese Reaktionsfähigkeit auf diese Windräder sehr wichtig, ne? Dass man da schnell reagiert hat und die richtigen Dreher mitgenommen hat. Das ist bislang nur, also wir haben 1 oder 2 kleine Dreher gehabt, ne? Nichts Signifikantes, so wie auf den anderen Binnengewässern. Sind wir überrascht, muss ich sagen. Okay, dann wünschen wir weiterhin gutes Gelingen. Wir werden uns noch hören. Ne? Zurück an das Kommentatorenpult. Ja. Hello, so we're back and we're just about to start race number 14. We're in the last 2 minutes. The P flag has just gone down, so 1 minute to go till the start. On the starting line we have Team Joy from Zug, Bodensee, who are currently in the lead overall. Estevalier in boat number 3, the blue boat. Boat number 4, the green boat, is the other team from Zug, Team Stella Luna. And then boat number 5 in yellow is Société Nautique Rolloise. And in boat number 6, the red boat, is Bordé de Tribord. So just a few seconds now until the start of the race. Wir haben noch 24 Sekunden jetzt. Das ist auch eine sehr schöne Perspektive. Wir sehen hier die Startlinie sehr gut. There in the foreground we see the yellow flag also on the committee boat, so all the that's signalling that the boats will need to round the yellow mark on the upwind leg. So, der Start war
clear, denke ich. Yeah, I think it was a clean start. Guter Start von Boot Nummer 6. Boot Nummer 4. Boot Nummer 5. Wendet gleich auf die andere Seite. Boot Nummer 4 folgt. Grau und Schwarz sind auch gut weggekommen hier. Nochmal gucken, wo welches Team drauf ist. Auf dem Boot Nummer 6 war Borde de Tribord. Hier sehen wir Boot Nummer 5 mit Rolloise und wird gefolgt von einem unserer Kamerateams. So it looks like most of the fleet is headed across onto the left-hand side of the course. A couple of boats choosing the pin end, in particular boat number 1, which was Team Joy from Zug, and Bodensee on the grey boat number 2. So here we're with Borde de Tribord. It's pulling on a bit more jib. Jetzt fallen mir, by the way, immer diese coolen Socken auf. Just commenting on their cool socks. Yeah. So the wind has picked up again there. It's strengthening again, which is great to see. Ja, wir haben jetzt noch die Gruppe in Führung mit Borde de Tribord, die jetzt vor dem Boot Nummer 4 klar durchgehen. Das könnte interessant werden zwischen 4 und 1 und 4 und 3. Immer schwierig einzuschätzen aus den unterschiedlichen Perspektiven. Okay, 4 wendet. Interesting there. So boat number 4, the green boat tacked on Estevalle in boat number 3. Aber wir haben jetzt Boot Nummer 4 muss wenden davor. I think they're going to be through boat number 4. Ja, aber die müssen wenden. Sie sind über Lelan. Ich denke, das gelbe Boot. Boat number 3. Oh, what are they doing? Das ist kritische Situation. Wobei, die waren noch weit genug weg, aber da zu unterwenden versuchen. Schwierig. Muss man schon Glück haben, dass sich das noch ausgeht, aber es geht sich aus. Es sieht von hier aus, als hätten sich fast die Bahnmarke berührt. Das darf man nicht. Da gibt es dann einen Extrapunkt. So despite boats coming in there on port tack and it being very congested at the upwind mark, they managed to round without any protest. It was the clean rounding from all the boats. Yeah. I was expecting... Yeah, me too. I was expecting the umpires to get busy just then. But okay, so here we're with one of the teams from Zug. Okay. It's Team Joy, wasn't it? I think. Boot Nummer 4? No, Cellaluna. Yeah. Okay, so heading towards the downwind gate for the first time. In the lead there is the grey boat, which is Bodensee. Looks like they're on ley line. Wir haben Bodensee in Führung. Vor Bodensee auf dem grauen Boot in Führung, vor Borde de Tribord auf dem roten Boot, vor Yacht-Club Zug 2, die hier
sehr gut unterwegs sind. Es könnte noch Yacht-Club Zug 1 auch. So Bodensee choosing to round the left-hand mark of the gate. Jetzt haben wir 2 mit Bodensee vor dem Boot Nummer 1 mit Zug 2. Zug 2 sehr stark. That's Team Joy in the black boat. Yeah. The rookie. They call themselves yeah, rookies. They call them rookies, and Wow. they rounded the mark as second. Yeah. Hot on their heels though are their team or club mates. Stella Luna in boat number 4, the green. Hier sind wir jetzt auf dem Boot Nummer 4. Ja, das ist Yacht-Club Zug. Hier haben wir am Steuer die Präsidentin des Yachtclubs, mit der ich heute schon beim Frühstück reden durfte. Sehr cooles Projekt, was die in den letzten 2 Jahren hier auf die Beine gestellt hat. Yeah, we were speaking with the president of Zug Yacht Club yesterday, and I was teasing her about the competition between the two teams, and she was saying, "Oh, it's very friendly." I said, "But surely it's a competition." Okay, so the green boat here is Stella Luna again. Ja, es wäre ein sehr schönes Ergebnis für den Yacht-Club Zug, die sich jedes Rennen um einen Platz verbessern wollten und jetzt plötzlich auf dem Platz 2 sind. Mal gucken, wie das ausgeht. Wir nähern uns schön langsam wieder der Luftbahnmarke. Hier bei Team Joy Zug 2. Das ist jetzt Bodensee, Regatta Club Bodensee, die in Führung sind. Laut Trag ist 33 Meter, das sind ungefähr 5 Bootslängen. Hinter ihnen dann das Team Joy. Hier kommt jetzt aber auch das Boot Nummer 4 ins Spiel. Das Yacht-Club Zug Team, das zweite. Bin gespannt, wie das jetzt da oben ausgeht. Wer als nächstes um die Bahnmarke gehen wird. Hier jetzt wieder beim Regatta Club Bodensee. Die gehen als erstes rum. Das war sehr klar. Hier haben wir jetzt beide mit Steuerbordschuten Annäherung an die Bahnmarke. Jetzt müssen sie dann wenden. Aber es wird das Rookie-Team vor den Profis sein. Da haben wir jetzt They've got a ley line there, aren't they? Bearing away already to get so down to that upward mark. Wir haben noch ein Team dazwischen jetzt. Da hat sich irgendwo noch ein Team reingequetscht. Das war das rote Boot, war Borde de Tribord, die jetzt den Yacht-Club Zug 2 attackieren. Hoffen wir, dass die Rookies die Nerven bewahren. Das rote Boot fährt im Luft vorbei, was ich jetzt gerade sehe. Schwierig. Mit mehr Speed. Nice roll drive there from Stella Luna.
Oh, schwierig für Yacht-Club Zug. Jetzt halsen sie weg. Das sind jetzt gute Manöver. Ja, Borde de Tribord halst mit, etwas später aber. Aber ich denke, die Mädels von Borde de Tribord haben einen sehr guten Bootspeed. Es wird schwierig für Zug, das jetzt nach Hause zu tragen, den zweiten Platz. Aber auch ein dritter Platz ist völlig in Ordnung. Jetzt wieder gut. Jetzt geht es darum, ob sie... Ja, hier sehen wir Zieleinlauf von Regatta Club Bodensee. Ziemlich eindeutig. Wir haben jetzt... A solid win there from Bodensee. Who's going to get second place? Yeah, that's sehr spannend. Could be down to the wire. Who's your money on? I think it will be red, but I'm not sure. Can they slow down just enough? Photo finish. Whoa! Ich denke, es ist ganz knapp und es wird rot sein. Wow. Bin mir nicht sicher, aber es war sehr spannend. Sehr cooles Rennen. Jedenfalls das Rookie-Team hat jetzt einen dritten Platz. Im letzten Rennen einen vierten, davor einen fünften. Sie verfolgen ihr Ziel, halten sich sehr gut daran. Haben jetzt in der Wertung einen vierten, ja, als letztes. Ja. Well, that was a nail-biter at the end. I can't wait for the official results to come out. Me too. Jetzt sehen wir noch das Boot Nummer 5 mit Rolloise. Rolloise. Ja, die ersten zwei Wörter lasse ich immer weg, weil ich sie nicht aussprechen kann. There they go. Ja, wir haben jetzt gerade die Bestätigung. Nummer 6 ist auf dem zweiten Platz. Das ist Borde de Tribord. Die haben das auf der Downwind sehr gut gemacht. Sind im Luft drüber gefahren über die anderen. Da hat das Rookie-Team noch die Nerven etwas verloren. Da hätten sie besser nach hinten decken müssen. Wir hören uns jetzt an, was das Boot Nummer 6 dazu zu sagen hat. Bitte. C'est peut-être moyen de faire mieux après un très bon départ. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je sais même pas, on est... Oui, alors en haut à la bouée, il y en a un, il a viré en haut et puis après c'était dur, on a dû rester vraiment contact avec Zoug, je crois c'était, et puis finalement on a fait un bel empannage à la fin et puis on a vu que la bouée de droite elle était plus proche. Et du coup, je crois qu'on a fait deuxième du coup. Vous faites deuxième, je confirme. Ouais. Par contre, on a eu l'impression qu'après le départ, vous avez eu un peu des soucis de vitesse sur le premier prêt. Oui, c'est possible. On n'avait pas assez de vitesse au départ, je pense. Les autres, elles ont glissé plus. Et puis après, on était lancé beaucoup plus tard que les autres concurrentes. Ouais. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, continuez sur cette lancée. En tout cas, de nouveau une belle manche. Bravo à vous. Je crois qu'on est abonné à la deuxième place. Ouais. Mais il vaut mieux ça qu'à la dernière. Oui, ça c'est sûr, mais on aimerait bien faire une première maintenant. Ça va venir. Allez, bon courage. Merci. So they were just saying that, we're just hearing there from the team from Borde de Tribord and saying that it was a good race. The start wasn't quite what they wanted. They weren't finding the boat speed that some of the others were, but on that last leg they managed to get the boat speed, and they thought the right-hand mark was just a little bit closer, so they aimed for that, and it just secured them that second place by a whisker. But they were having a laugh because they were saying that it seems that they are always coming second and they're really quite keen to get a first place.
So the results then for that race were in first place Bodensee, second place Bode de Tribord, third place by a hair was Team Joy from Zug. In fourth place was Team Stella Luna from Zug also. In fifth place Estevalier, and in sixth place Société Nautique Rolloise. So, wir haben jetzt die Highlights vom letzten Rennen, wo es ja ein Paar gab. Hier haben wir einen schönen Start gesehen. Boot Nummer 6 und Boot Nummer 1 wirklich sehr gut hier. Hui. Sehr viel Glück von Borde de Tribord, dass sie hier von Boot Nummer 5 gnädigerweise hineingelassen wurden. Das war sehr gut. Es ist immer sehr risky, sich hier reinzuzwängen beim Start. Das ist jetzt, würde ich ja einfach mal sagen, Glück gehabt. Hier haben wir jetzt die erste Kreuz. Hier sehen wir auch schon, dass der Wind etwas mehr wird. Hier unterwendet Boot Nummer 1 etwas zu früh. Da hätten sie noch etwas Platz gehabt, aber geht sich aus, umzufahren. Ich frage, ob das jetzt die erste oder die zweite Rundung war. Hier haben wir das Legate, hier die Rundung von dem Yacht-Club Zug von den Rookies. Hier Setzmanöver vom Zug Team 2. Hier segelt jetzt nochmal den Zieleinlauf, den sehr spannenden von den anderen zwei Teams. Man sieht hier jetzt ja, ganz knapp, aber man sieht, das Team von Zug 2 hat Potenzial nach vorne zu fahren. Und das Zugteam Stella Luna muss sich warm anziehen. So, jetzt geht's wieder los. Wir haben jetzt nur mehr 45 Sekunden bis zum nächsten Start. Und zwar haben wir hier jetzt das Rennen Nummer 15 mit Kreuzlingen auf Boot 1. Regatta Club Bodensee auf Platz auf Boot 2. Ja, hier haben wir Boot 3 Estevalier, 4 Zug wieder, ich weiß jetzt nicht welches Team, Boot Nummer 5 Greifswald und 6 Borde de Tribord. Wir haben jetzt gleich Start in 15 Sekunden. Es wird immer enger am Start. Hier meiner Meinung nach eine kleine Lücke. 2 muss sich frei halten gegenüber 6, ist aber klar. Okay, sieht nach Frischstadt aus, von unserer Position schwer zu sagen. 2 dreht um, das ist das Team vom Bodensee, Regatta Club Bodensee, hat riskiert und war etwas zu früh über der Linie, aber ich bin mir sicher, die werden sich stark zurückkämpfen. So there we have the start of race number 15. 4 of the teams racing remain the same as from race 14. Though we also have Kreuzlingen in boat number 1, the black boat, and Greifswald in boat number 5, the yellow. We saw Bodensee in the grey boat cross the line early, and so they had to come back and remedy that. So not quite the start they were hoping for, but we have definitely seen them come back from do amazing comebacks. So it's definitely game on.
Wir sind ja jetzt bei Kreuzlingen am Boot gewesen, denke ich. Hier sehen wir Boddensprotten, habe ich auch gelernt vorher. Boddensprotten heißt es. Es ist vor Kreuzlingen auf Boot Nummer 1, gefolgt von dem grünen Boot vom Yacht-Club Zug Stella Luna. So. Wir kriegen jetzt die Gesamtrangliste. Es ist der Regatta-Club Bodensee in Führung vor Oberhofen, vor Stössensee, vor Mix and Match, vor Bordé de Tribord, vor den Greifswäldern. Wir haben hier wieder eine Änderung anscheinend zwischen Mix and Match und Stössensee. Die zwei streiten sich um Platz 3 und Platz 4. So there we just had the overall results after flight number 7. The teams having completed 14 races now in total. And we saw that Bodensee is leading the charge on 10 points, followed by Oberhofen on 14, Dieppfeifen from Germany on 16. In 4th place, Mix and Match on 17 points. Bordé de Tribord have moved up with 18 points. On 20 points, there is Greifswald. In 7th place is Team Stella Luna from Zug. In 8th place, Estavayer. In 9th, Vivi La Tour. Currently in 10th, Team Joy from Zug. In 11th, Kreuzlingen. And 12th, Société Nautique Rolloise. So we have a new leader at the moment after flight 7. So, wir nähern uns der Luftmarke. Wir haben in Führung, denke ich, das gelbe Boot. Hier befinden wir uns aktuell bei Bordé de Tribord. Die Frage ist, wo ist der Regatta Club Bodensee gelandet nach dem Frühstart? Ja, hier eindeutig das gelbe Boot mit den Boddensprotten, Regattaverein Greifswald in Führung. Vor ja, Yacht-Club Zug, denke ich. Es kommt hier noch das Boot Nummer 2, die eine Lücke suchen und irgendwo rein wollen, aber sie müssen hinter 1 gehen. Ja. So there we saw boat number 2, Bodensee, just having to come up and tack behind boat number 1, Kreuzlingen. Just rounding the upwind mark, the yellow mark there, and bearing away and hoisting their spinnakers. Die fahren viel tiefer als das Boot vor ihnen weg, was sehr wichtig ist hier. Somit gleich ein paar Meter gut gemacht. Wir haben hier im Loop von den Bodenseern noch der Estavayer auf dem Boot Nummer 3. Hier sehen wir das Team Zug auf dem Boot Nummer 4. Here we're on boat number 1 with Kreuzlingen. We can hear all the communication, all the talking and information coming back on position of other boats. Kommunikation ist aber immer sehr ruhig, finde ich. Also bei unserem Boot ist es nicht immer so ruhig, aber darf es auch mal sein während dem Rennen. So, es ist auch weiterhin spannend. Das ist Greifswald, wendet halst erst spät
Haben jetzt aber auch schon gehalst, sind schon am Weg Richtung Gate, was Sie hier sehen. Dahinter ist es sehr eng mit Zug, Bodensee, Kreuzlingen, Estavayer. Bin gespannt, wer hier dann vorne ist. Haben alle relativ früh gehalst. Momentan denke ich, ist Zug in Führung auf dem grünen Boot. Es ist dann Kreuzlingen, dann Bodensee. Aber wir werden es sehen. Tendenziell auch günstige Seite für den Bodensee. Haben schon wieder zurückgehalst. So Grieswald just rounding the bottom mark first there, choosing the left-hand mark of the gate. Looks like in second place at the moment is Tella Luna on green boat number 4. Bodensee are back up in third place on boat number 2, followed by Kreuzlingen in the black boat. Bodensee hat Innenposition gegenüber dem schwarzen Boot, geht aber auf die andere Baumarke. Ich sehe es gerade nicht, nein. Entscheiden sich für die gleiche wie Boot Nummer 4. So quite a lot of traffic there down at the gate. Some boats choosing to opt for the right-hand mark, possibly to stay away from some of that traffic. Ja, Bodensee jetzt sehr gut rausgekommen im Loop von Boot Nummer 4. Boot Nummer 4 dürfte zu viel Platz gelassen haben. Wir haben hier einen Penalty. Irgendwo hat jemand gepfiffen. I think it was a green flag. Okay. So there was a protest. Not sure which boat protested, but the umpires awarded a green flag, so no penalty. Können wir dann nachher nochmal angucken und mit den Umpires besprechen, warum sie hier grün gegeben haben, was die Situation war. Hier klar in Führung Boot Nummer 5 mit den Bodensprotten von Greifswald. Die fahren gerade ein sehr gutes Rennen, auch im letzten Flight schon einen ersten Platz. Jetzt sieht es wieder gut aus. So Greifswald there in yellow boat number 5, really having a great day today. Yeah. I imagine these conditions are quite different to what they're used to, because they're more used to sailing on the sea. But it seems that they've certainly got the knack of it today, and they're in a great groove. So, jetzt gucken wir nochmal aufs Tracking. Tracking natürlich immer etwas verzögert. Aber wir haben jetzt hier den Bodensee, denke ich, wieder am zweiten Platz. Wie vermutet haben sich die sehr stark zurückgekämpft. Sind schon als Vierter, ich korrigiere, als Vierter um die Luftbahnmarke und als Zweiter dann ums Legate. So, wohin haben wir hier? Rot und Blau. Bordé de Tribord und Cercle de la Voile de Stavalier. Spricht man das nochmal aus? That was great. Okay. Ja, es wird. Jetzt doch wieder große Abstände. Zwischen Blau und Rot nähert sich hier nochmal an.
Wir sehen hier immer die Juryboote mitfahren, die sich natürlich angucken, wo es eng werden könnte, wo Regelverletzungen passieren könnten. Hier ein schönes Setzmanöver von den Greifswaldern. Nicely done there by Greifswald, rounding that upwind mark. Again, a strong lead. Coming up behind them, we have the blue and red boats. So the blue boat is Cercle de la Voile l'Estevayer, followed by Bordé de Tribord. Ich denke, da kommen noch die Bodenseer. I didn't see that. Ja, ich habe sie schon erwartet. Hier auch noch 2, denen sie auch Raum geben müssen. Aber So the boats were overlapped, so boat number 3 had to give boat number 2, the grey boat, room to round the mark. Boat number 6 coming up behind them, trying to maybe steal some of the wind from their sails from behind. 3 mit super viel Speed. Im Gegensatz zu den 2ern. Gegen Bodensee. Ich frage, was hier los ist. 3. Ja. Jetzt spannend, hier nochmal alles durchgemixt. So Bordé de Tribord there in the foreground, just controlling Bodensee, that we can see there on the right hand side. There's not enough room for Bodensee to drive, is there? Ich dachte, Bodensee war Zweiter an der Luftbahnmarke. Who were in the second place? At the Louvre? Oh. Mark? It was Bodensee, I think. I think it was. Ja. Spannend hier jetzt. Ich denke, Kreuzlingen mit der frühen Halse. Ja, hat wieder zurückgehalst. Jetzt auch Boot Nummer 5 halst wieder zurück. Wenn ich hier aufs Tracking schaue, dann ist es eher, spricht alles eher gegen das Halsen. Ich denke, wir haben hier einen Winddreher drinnen. Ja, hier schon Ziel von Boot Nummer 5. Die Bodensprotten mit ihrem ersten Platz heute. Sehr starkes Ergebnis. There we see Greifswald got the win. Yeah. Yellow boat number 5. With a big margin against the boat in second place. Which I think is going to be Bodensee. Ja, es ist jetzt spannend, wer. Aber ich denke auch, es wird Bodensee. Spannend. Well, it's going to be close again between. Kommt immer auf die Linie drauf an, aber es wird Bodensee. Ja. Bordé de Tribord is trying for another photo finish with the Estevayer. Sind wir gespannt, wer vorne war, 3 oder 6? Wer denkst du? It was difficult to see from that angle. Yeah. I think we'll need the race committee to enlighten us. And here we have Team Stella Luna crossing boat number 4. So another very tight finish there. Ja, man merkt, mit jedem Rennen wird es besser.
Es wird knapper, die Abstände sind teilweise nicht mehr so groß zwischen den Teams. Auch für die Bodenseher war es jetzt nicht einfach, noch nach vorne zu fahren. Die hatten mit dem Frühstart dann trotzdem große Probleme, da weiter nach vorne zu kommen, und auch mit sehr geringem Abstand konnten sie dann noch den zweiten Platz sich sichern. So, das war jetzt Race Nummer 15. Wir haben jetzt wieder diese Protestfrist. Wir haben dann wieder die Wechsel. Hier jetzt rot ab für die 2-minütige Protestfrist. Und ja, es gab auch nochmal den Protest, den wir nochmal besprechen könnten. So there we see the red flag up. After each race they hoist the red flag, and they're 2 minutes if any boats want to make a protest. They need to come up to the committee boat for that protest. Wir haben jetzt mal die offizielle Ergebnisliste, die wir hier am Startboot hinten sehen. Das ist der Regattaverein Greifswald vor Regatta-Club Bodensee, vor Estevalier, vor Bordé de Tribord, vor Kreuzlingen, vor dem Yacht-Club Zug. So just confirming there the results there that we can see on the board at the back of the committee boat. So in first place was Greifswald, second place Bodensee, third place Estevalier, fourth place Bordé de Tribord, in fifth place Kreuzlingen, and in sixth Team Zug, Zella Luna. So that was the results there for race number 15. So it looks like the wind is still holding out, which is great. Those thermals that we were praying for came through. Ja. So, wir können jetzt einen Blick auf die neuen Teams werfen. Wir haben jetzt... okay. Jetzt haben wir noch... Ich habe gerade gehört von der Regie, dass wir noch ein Interview mit den Umpires organisieren konnten. Die werden uns bestimmt erklären, warum es eine grüne Flagge gab und was da los war. Bitte. Voilà, on se trouve sur le bateau du jury. On a eu au départ de cette course une pénalité pour la bordée de tribord de la Neuville. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'ils ont essayé de rentrer dans la marque, ils n'avaient pas la place, et il y avait l'autre bateau en bas, le jaune je pense, ou le rouge, qui gardait sa position. Il gardait la position de leeward avec ses rights. Pardon, les règles, c'est bien en anglais, le français. Et puis il y avait deux bateaux qui ont essayé de rentrer. Le premier, il a forcé la descente de l'autre qui avait la priorité. Et puis on a discuté avec le chef, on a regardé c'était quoi la situation et il a pris la pénalité. Il y avait le derrière qui a pu rentrer sans problème. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup, comme ça on sait ce qui s'est passé. Merci, okay. Bonne journée. Bonne journée. Was it also because of the start? Deutsch? Natural. Das können wir nicht sehen. Weißt du, was Sie gerade besprochen haben? Alles lang. Ja, aber genau das. Können wir nachher gehen aufnehmen?
Ja, aber die Situation am Start war so, dass BT, Border de Tribord, dort von rechts ist gekommen und sich eigentlich muss frei halten. Die haben dort zwischen dem Boot, das im Lee war, und zwischen den Startbojen reinwirken. Und das Boot, das ultimativ nebendran ist, auf der linken Seite von Border de Tribord, hat eigentlich Priorität, also Vortritt, kann eigentlich mit dem Boot in den Wind stellen. Und nachher hat es, ich weiß nicht, ob es eine Berührung gegeben oder nicht, aber Tatsache ist, dass das Boot, das von oben ist gekommen, eben nicht Vortritt hat und darum hat es nachher die Strafe gegeben. Okay, vielen Dank. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Situation wir besprochen haben. Dies war die Strafe nach dem Start. Okay. Wir können es uns auch mal angucken, das wäre, glaube ich, gut. Hier sehen wir die Rufe. Wer protestiert? Hier protestiert jemand mit einer roten. Und wer... Ah, okay. Alles klar. Für einen Protest ist es ja immer notwendig, Protest zu rufen, eine rote Flagge herzuzeigen. Ah, hier sehen wir das Let's Go, Ladies, Let's Go. Sehr, sehr cooler Anfang von einem Start immer, finde ich, sich selbst zu motivieren, wieder in den Regatta-Modus zu starten, nachdem man gerade ein Rennen am Motorboot verbracht hat. Jetzt haben wir wieder neue Teams. Jetzt gucken wir nochmal die Startliste an von dem Race Number 16. Wir haben jetzt hier den Seglerverein Stößensee auf dem Platz Nummer 1. Wir haben Cercle de la Val Veve la Tour auf Platz Nummer 2. Wir haben den Société Nautique Rolloise auf dem Boot Nummer 3. Wir haben auf Boot Nummer 4 Mix and Match auf 5 Yacht-Club Zug und auf Boot Nummer 6 haben wir den Regatta-Club Oberhofen. Wieder ein sehr starkes Feld. Ich bin sehr gespannt, was der Regatta-Club Oberhofen jetzt macht, der aktuell 4 Punkte hinter den Bodenseern ist. Bodensee aber im letzten Race einen 2. Platz hatte. Somit wird es schwierig aufzuholen. Wir haben CH Mix, wir haben den Stöffensee hier, die um 3 und 4 kämpfen. Alles sehr, sehr spannend. Ja, wir haben nur mehr 55 Sekunden bis zum Start. So we're in the final minutes, counting down to the start of race number 16. 6 new boats lining up, 6 new teams lining up for this race, so they'll all be fresh after a break. Half a minute to go. So in boat number 1 we have Deep Pfeifen, boat number 2 Vive la Tour, boat number 3 Société Nautique Rolloise, boat number 4 Mix and Match, boat number 5 Team Joy from Zug, and in boat number 6 Oberhofen. So the final few seconds there before the start of the race. 10 Sekunden, meiner Meinung nach alle noch weit weg von der Linie. Ja, 3, 2, 1. Ja. All the boats very late to the line, ja, huh? Quite late. The first boat just crossing now, boat number 6. Aber da haben wir noch Boot Nummer 3 hinten. Boot Nummer 3 ist Estavayer, die auch noch einen weiten Weg zur Startlinie haben. Rolloise. Rolloise. Entschuldigung, falsches Tracking offen. Jetzt bin ich wieder dabei. Rolloise hat noch einen weiten Weg zur Startlinie.
Sehr schwierig hier bei den Windverhältnissen. Es ist doch jetzt wieder weniger, manchmal etwas mehr einzuschätzen. Time distance. So there we were with team mix and match. Here we have the leading boats. The red boat is Oberhofen and the black is Deep Pfeifen. Yellow boat Stella Luna from Zug. So here we're with mix and match. Looking like they're adjusting the Yacht-Club Zug outhaul. mit Team Joy auf dem gelben Boot. Aber Oberhofen in Führung. Hier sind wir jetzt bei Mix and Match. Die den oberen Zürichsee im Segel stehen haben. Hier jetzt beim Stephensee-Team. Die sich auch alle schon wieder der Luftbahnmarke nähern. Jetzt nach einem Dreher ausgesehen. Gucken, ob die jetzt schon auf Leyline sind oder nicht. Sehr weit weg auf jeden Fall von der Bahnmarke noch. So again the boat's rounding the yellow upwind mark. Oberhofen passiert hier das gelbe Boot mit Nachhang, aber klar voraus. So Team Joy leading the charge. Boat number 5. Ja, es kommt jetzt drauf an. Weiß nicht, ob die jetzt schon auf der Leyline sind. I think they will have to check one more time. It looks like they will, won't it? Yeah. Kann aber auch sein, dass die anderen zu weit gefahren sind. Jetzt haben wir... Könnte sich ausgehen für das gelbe Boot. Question is, where is the mark? Yeah. It's behind the boats. Sie okay, dürften lufen. Sie dürften lufen, ja. Aber sie haben auch Raum gegenüber den Pfeifen. So the Pfeifen having to give Team Joy mark room. Das ist trotzdem sehr gut von dem Team Joy vom Zug. They just weren't able to get that boat speed round the upwind mark, were they? Yeah, it's difficult. And you have two boats in your love. Yeah. So here we have Team Mix and Match on boat 4, followed by Société Nautique Gauloise on boat 3. Hier haben wir jetzt noch den Vevelatur. Oberhofen, trotzdem klar in Führung vor dem Pfeifen. So, alle Boote befinden sich auf der Downwind, auf der ersten. Jetzt geht es darum, die bessere Seite zu finden. All the crew ate very far forward. Yeah. They need a longer tiller extension. Yeah. Hier sieht man schon immer das wunderbare Panorama im Hintergrund. Die
Berge. Boote weit auseinander eigentlich, also ich glaube nicht, dass der Yacht-Club, der Regatta-Club Oberhofen noch attackiert werden kann. Halsen wieder zum Lake Gate. Bin gespannt, für welche Seite sie sich entscheiden werden. Jetzt sind wir bei Ihnen live am Boot. So here we're with Oberhofen on boat number 6. Seeing how they do the maneuvers with 5 crew members. Just dousing the spinnaker. So Oberhofen rounding boat number 6. Second is Deep Pfeifen. Yeah. And then the yellow boat, Yacht-Club Zug, Team Joy. Ihr wisst, Race 16 und es ist jetzt schon 17:30 Uhr. Bin mir nicht sicher, ob danach noch ein Race stattfinden wird. Alles klar. Ich habe gerade gehört, das Ziel ist der Wettfahrtleitung, das letzte Rennen bis 18:15 Uhr fertig zu haben. Was auch sinnvoll ist, wenn es guten Wind hat. Wir wissen ja nicht, wie das Wetter morgen sein wird und wir sind alle hier, um so viele Rennen wie möglich zu sehen, zu segeln, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. So the last race should be finished by 18:15. Okay, so 6:15. So in 45 minutes. So maybe we will have 2 more. One flight more. So, zurück zum aktuellen Rennen. Jetzt sind wir auf Boot Nummer 1. Das Tracking von Boot Nummer 6 ist anscheinend gerade nicht aktiv. Wir dürften da einen Fehler haben. Aber jetzt Boot 6. Wir sehen, dass sie klar in Führung sind. Wieder zurück in alter Stärke. Sie nähern sich auch der Luft, der Leyline. Werden vermutlich auch auf Leyline fahren. Jetzt sehen wir hier 2 und 4 im Bild. Zwei trotzdem hinter 4. Hier sehen wir, dass Boot 1 doch relativ knapp an das Team aus Oberhofen rangekommen ist. Also Oberhofen wird verfolgt von Stössensee von den Pfeifen. Der Abstand ist doch nicht mehr so groß. It's interesting. So boat number 6, Oberhofen, seem to have a lot more twist in their mainsail than Deep Pfeifen. When they were coming down on that angle, quite different. Ja.
first couple of boats rounding the upwind mark there. Jetzt müssen die Pfeifen attackieren. Es wird trotzdem noch spannend, es ist noch alles möglich. Und ungefähr, ich würde jetzt sagen, 2 Bootslängen dazwischen. Jetzt als nächstes mit großem Abstand dann Mix-and-Match-Team. Aber stabil auf dem 3. Platz. Ja, Mix-and-Match. Rounding in 3rd. And then Team Joy comes next. Team Joy fährt gute Plätze, also immer im guten Mittelfeld dabei. Hier haben wir jetzt dann noch Société Nautique Loire. Yes. Followed by Vive la Tour. Ja. Aber der Abstand zwischen Rot und Schwarz wird meiner Meinung nach größer. Also, der Tracker von Rot geht wieder. Es wird ein Sieg für Oberhofen. Ziemlich sicher. Gefolgt von den Pfeifen. Hier haben wir jetzt den Zieleinlauf. Der lokale Club, Regatta-Club Oberhofen, ist zurück in alter Stärke mit einem weiteren 1. Platz. Oberhofen crossing the line first there. Als zweites die Pfeifen. Die Pfeifen in 2nd place. Den mit großem Abstand trotzdem nochmal Mix and Match. Dann auch mit Abstand Yacht-Club Zug, das Team Joy. Dahinter kommen Rollois und Vive la Tour. Da ist noch spannend, wer Platz 5 bekommt. Ob es Vive la Tour ist oder Rollois. So Vive la Tour were just able to gain a place there because they rounded the upwind mark in 6th, and they managed to have a stronger downwind leg than boat number 3, which was Société Nautique Rolloise. So well done them for gaining that place. So, wir haben Race 16 beendet. Mit ziemlich eindeutigen Ergebnissen. Wir können jetzt dann auch nochmal einen Blick auf die Gesamtrangliste werfen. Es ist ja das wieder ein Flight fertig. Wir haben jetzt insgesamt dann den 8. Flight abgeschlossen. Das ist ein sehr gutes Event. So that brings us to the end of race number 16.
with the current conditions, we are hoping to have another 2 races at least. So that will be finishing flight number 9. But we're now going to cut across for an interview. Ja, wir haben ein Interview mit dem Herrscher über die Robobojen. Bitte. Gut, wir sind jetzt auf dem Startschiff beim Chef, der hier Bojen leitet, Alain Stettler. Das sind ja ferngesteuerte Bojen, wo man da mit dem sozusagen Joystick umwägeln. Alain, was ist die Schwierigkeit von dem Ganzen? Ja, grundsätzlich mal die Technik, dass sie funktioniert. Wir haben eine Boje, die leider ausgestiegen ist und müssen jetzt mit 3 Bojen zu Schlag kommen. Aber jetzt, wenn der Wind einigermaßen regelmäßig ist, dann ist das eigentlich kein Problem. Und wie tut man die Bojen platzieren? Wie machst du das? Ich habe einen Kompasskurs, wo die Windrichtung herkommt, und dann tun sich die Bojen automatisch dieser Windrichtung anpassen, wenn ich ihnen den Befehl gebe, dorthin zu fahren. Wenn jetzt der Wind ändert, was muss man dann machen? Dann muss ich dementsprechend auf meinem Tablet den Kompasskurs ändern. Wenn jetzt zum Beispiel der Wind 10 Grad nach rechts dreht, dann eingebe ich das hier eingeben und dann gebe ich den Bojen das Kommando, dass sie das korrigieren sollen. Und dann machen sie das automatisch. Und wie lange brauchen Sie, für irgendwie 50 Meter Distanz absolvieren, wenn man jetzt den Kurs verlängern um 50 Meter? Ja, wenn Sie 50 Meter gegen Wind müssen fahren, haben Sie ein bisschen länger, dann haben Sie vielleicht eine Minute. Wenn Sie 50 Meter mit dem Wind oder quer zum Wind müssen fahren, dann geht es sicher schneller. Und jetzt haben wir einen Ausfall von eurer Boje. Was ist denn genau das Problem? Wir wissen es nicht genau. Wir haben probiert, die Batterie zu wechseln. Das war nicht der Grund. Also wird es irgendein Motorproblem sein, ein Steuerungsproblem. Aber das ist nicht mehr meine Ebene. Ich bin reiner Anwender. Und wie die Boje, die jetzt nicht geht, wie tut ihr die ersetzen? Was habt ihr jetzt gemacht als Lösung? Wir haben einem Konstrukteur angerufen. Der sollte eigentlich heute noch vor Ort auftauchen oder spätestens morgen und probiert noch etwas zu flicken dran. Genau. Also das heisst, ihr habt genug Bojen immer noch zum Weiterfahren? Es ist nicht eine, die fehlt jetzt? Es ist nice to have, eine 4. Boje, aber mit 3 Bojen, die einsatzfähig sind, geht es recht gut. Okay, gut. Herzlichen Dank für den Einblick und weiterhin gutes Bojen legen. Ciao, Schluss. Ja, vielen Dank für das Interview. Ich denke, wir werden jetzt dann auch noch einen Blick auf die neue Gesamtrangliste werfen. Und gut, die Rangliste ist noch nicht ganz fertig. Wir gucken jetzt mal auf die Startliste vom nächsten Race. Das wird Race 17 sein. Hier haben wir den führenden Regatta-Club Bodensee auf Boot Nummer 1. Wir haben Cercle de la Voile de Veve la Tour auf Boot Nummer 2. Wir haben auf Boot Nummer 3 den Société Nautique Rolloise. Auf 4 Cercle de la Voile des Tavaillers. Dann den Yacht-Club Zug und den Regatta-Club Oberhofen. Sehr herausfordernd für mich, die französischen Teams hier, gleich 3 davon. Aber wird auch ein sehr spannendes Race mit Bodensee und Oberhofen. So there you saw the lineup for race number 17. Be curious to see how the rivalry between Veve la Tour and Société Nautique Rolloise plays out. Especially after that last race where Veve la Tour just managed to get the lead over Société Nautique Rolloise on the last leg, so all to play for. We are in just 2 minutes away from the start of race number 17. And once again, the boats will be going up to the yellow upwind mark. As the yellow flag is showing there on the committee start boat. Just a quick recap then, we've completed 8 flights, and currently in the lead is Regatta Club Bodensee on 12 points.
Yacht-Club Oberhofen has narrowed the gap between first and second place, and they are now on 15 points, so just 3 points behind. In third place there is Diep Pfeifen on 18 points. In fourth place Mix and Match on 20. In fifth place Greifswald on 21. In sixth Baudet de Tribord on 22. Seventh place Estevayer. 8th Stella Luna. 9th Vive la Tour. 10th on the same points as Vive la Tour is Team Joy. 11th is Kreuzlingen, and 12th Rolloise. So that's the current standings after the 8 flights that have been completed. So, wir haben jetzt nur mehr etwas über 30 Sekunden zum nächsten Start von dem Race 17. Wir sind hier jetzt am Boot gewesen von Oberhofen auf dem gelben Boot. Ja, alle auch noch relativ große Distanz zur Linie. Wir haben jetzt noch 10 Sekunden. Blau noch sehr weit weg, aber die anderen sehr gut. Oh, Rot jetzt risky mit... Ja, okay. Wir haben hier einen Frühstart. Ich denke, es war das graue Boot. So we heard the sound signal there. It sounded like a individual recall, and we think it's the grey boat, which is Vive la Tour. Aber ich denke, die sind nicht zurückgefahren. And Société Nautique Rolloise is still creeping up to the start line. Die haben den Start etwas übersehen, waren einfach zu weit weg von der Linie, zu wenig Speed. Passiert, muss man abhaken und beim nächsten Mal besser machen. So, vielleicht könnten wir noch mal erfahren vom Startboot, ob es jetzt einen Recall gab oder nicht. Ob X-Ray die Flagge oben ist. Wir haben hier jetzt auf dem Boot Nummer 4 das Team aus Estevayer. Und wir haben gerade erfahren, Start war okay. Also kein Einzelrückruf. Hier jetzt die Bodenseer mit Vorrang. Unterwendet von Latour. So there, Bodensee in boat number 1, black boat, forcing boat number 5, Team Stella Luna to tack as a boat 2. Was boat 2, was it? Yeah. Ah, Vive la Tour. Vive la Tour. Wir haben in Führung den Regatta Club Bodensee. Schwierig zu sagen, wer dann darauf folgt. Wir werden es an der Luftbahnmarke sehen. Just confirming also there was no X-ray flag. There was no X-ray. So it was a clean start. Clean start. Yep. Oh, look at that skyline. Yeah, very beautiful. It's just like London. Yeah. Okay, so the boat's moving well there, heading up towards the upwind mark, the yellow mark there that you can see on the left-hand side of the screen. Okay, Oberhofen tacked onto the ley line. The fleet's pretty tight up, heading up into this upwind mark for the first leg. Wird spannend hier an der Luftbahnmarke.
interessant hier. Hier hört man auch die etwas lauteren Stimmen. Beides gute Setzmanöver von den Booten Estavayer und Oberhofen. Oberhofen aktuell aber am 3. Platz. Hier gibt es einen Pfiff. Nur nicht gesehen, ob grün oder rot. Yeah, we heard the protest. Ja, aber keine Flagge gesehen. It looks like a red. It's a green flag. It's a green? Yeah. Okay, so no protest, no penalty awarded there. So, hier haben wir jetzt 4 Boote. Das sind auf Boot Nummer 4 Estavayer, die jetzt halsen. Auf Boot Nummer 6 der Regatta-Club Oberhofen. Auf Boot Nummer 2 auf dem grauen Boot der Vevella Tour. Und auf, was war das 4. Boot? War, ja, Club Zug. Jetzt spannend hier. Das ist das Leading Boat. Holen die Fock relativ früh schon aus. So there we see Bodensee, they are sehr früh. Currently leading. Unfurled the jib already and just dousing the spinnaker to round the leeward mark. Rounding the left mark. Choosing the right hand side of the course. So, wer kommt als nächstes durch das Lee-Gate? Wir werden es gleich sehen. Ich denke, das wird sehr spannend. Hier grün mit Vorrang und Innenposition, denke ich. Ich habe den Eintritt in die Zone nicht gesehen, aber klar, Innenposition. Ja, klar, Innenposition sind ja auch vom Winkel her optimal gekommen. So it looks like Regatta Club Oberhofen are just creeping up there. They have crept up into 3rd place, it looks like, from 4th. So they gained 1 place in that leg. Estavayer ist, glaube ich, auf dem grünen Boot mit Innenposition um die Boje, wurde aber vom Regatta Club Oberhofen etwas überholt. Hier sehen wir wieder das Leading Boot Bodensee. Ich denke noch nicht auf Leyland sind. Nein. Nicht. No, I think they're gonna they're below leyline, aren't they? They're going to need to tack. Yes. Yeah. Oberhofen aktuell am 2. Platz. So wie in der Gesamtrangliste auch. Das eine Rennen, wo sie nicht gestartet sind, hat ihnen den 1. Platz in der Gesamtrangliste gekostet. Gefolgt wird Oberhofen von Estavayer. Wir haben hier auch dann einen großen Abstand.
zwischen Rot, Grün und Grau und dem Boot Blau. Auch das gelbe Boot mit dem Yacht-Club Zug, Team Stella Luna, hat Abstand zur Leading Group, also zur zweiten Leading Group. So it looks like Oberhofen have gained another place. They're currently in second now. Slowly creeping up. They're going to round the mark in second place. Der Regatta-Club Bodensee ist schon wieder am Weg zum Legate. Ja, Oberhofen second und gefolgt von Estavayer. Yeah, so Oberhofen rounding the mark just ahead of Estavayer in the green boat. They got in on the inside as well. So we've got a bit of a duel happening between boat 4 and 6. They're still overlapped? Yeah. So Oberhofen, whose pole we can just see on the left-hand side of the screen, controlling Estavayer. You'll have to wait for Oberhofen to drive before they can. Ja. Jetzt könnten wir vom anderen Boot, vom roten Boot nochmal den Blick haben. I think Estavayer was making signs there that suggesting it was time for Oberhofen to drive. Die GoPro vom roten Boot wäre super. Oder auch die Drohne, die wir aktuell nicht haben. Sorry. Ja, jetzt sind wir bei Oberhofen. Jetzt gab es einen Protest. Regatta Club Bodensee ist im Ziel. That was a win there from Bodensee. Jetzt wird spannend. Oberhofen oder Estavayer. Von hier sieht es nach Oberhofen aus, aber könnte auch täuschen, könnte auch Estavayer sein. Ich bin gespannt. Hier sehen wir jetzt besser, ja. It looks like Oberhofen's going to come away with the second place, isn't it? Followed by Estavayer. So another great comeback that we've seen in the racing. Estavayer celebrating. Podium finish is great. Am 4. Platz haben wir dann den Yacht-Club Zug, der jetzt durchs Ziel fährt. Und Platz 5 und 6. Ich denke 5 geht an Rolloise und der Platz 6 an Vevelatur. Sehr gut, wir haben somit Race Nummer 17 abgeschlossen. Die Frage, ob wir, ich denke schon, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir noch das 18. starten.
Jetzt haben wir wieder die Wechselphase. Wir nutzen diese Phase wieder für ein Interview von dem Boot Oberhofen, die Protest eingelegt haben. Bitte. Gut, wir sind bei Regatta-Club Oberhofen, zweit in diesem Lauf. Ich möchte schnell eine Situation aufrollen, kurz nach der Laufboje, im Geni. Habt ihr Protest reklamiert? Wie hast du die Situation gesehen? Praktisch nicht, das ist das Problem. Hinten, nein. Für mich war das... Jetzt muss ich überlegen, wie viel war sie wo? Aha, ja, die haben gekrauset und wir waren Steuerbord. Und im Hausen eigentlich hatte ich Vortritt. Ich bin aufgezogen, aber... sorry. Anscheinend hat die Jury gefunden, ist nicht so. Okay, also aus deiner... Ich war vor Backboard gesehen. Okay, also gut, wir gehen die Jury fragen, wie sie die Situation haben, erlebt. Danke. Ich wundere, wieso überhaupt? Ja gut, da ging es jetzt um die Vorrangregeln. Die Frage war dann auch an die Jury, warum sie das nicht gesehen haben. Die Steuerfrau meinte, sie in der Halse, ich denke, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, das andere Team hat gehalst und war noch in der Halse und sie meinte, sie hätte Vorrang gehabt hier. Wäre spannend, wie die Jury das gesehen hat oder nochmal Aufnahmen zu sehen von dieser Situation. Dann schauen wir uns das Bild auch nochmal an. Bin mir jetzt nicht sicher, wo hier die Protestsituation war. Für mich war das Boot klar voraus und... okay. Situation kommt erst. In der Zwischenzeit, bis wir die Situation gefunden haben, sehen wir, wie das Team von Kreuzlingen aufs Boot wechselt und ihre Banner anbringt im Segel, was manchmal sehr tricky sein kann, dass die wirklich schön im Segel kleben. Das Team von Borde de Tribord ist bereits fertig damit. Die haben auch das Boot schon schön aufgeräumt wieder. Das immer sehr wichtig ist vor dem Start, damit hier alle Leinen klar sind. Sehen wir schon, dass die Sonne schön langsam untergeht. Das wird jetzt unser letztes Race sein für heute. Und wir haben jetzt nochmal ein kurzes Interview mit der Jury. Bitte. Gut, also wir sind jetzt hier bei der Jury. Der Regatta-Club Oberhofen hat ja eine Strafe gefordert, kurz nach der Laufboje unter Geni, und hat die Strafe nicht bekommen. Wie habt ihr das Sachverhalt gesehen? Der Fakt war, dass das Boot, das vor Oberhofen war, keine Überlappung hatte zu Oberhofen. Also clear ahead, clear stern, also es war knapp, aber sie waren ganz voraus und darum ist Oberhofen in der Verpflichtung, sich frei zu halten. Und darum haben wir der grün gegeben. Also es war keine Regelverletzung. Das ist noch interessant, Oberhofen hat den Fall anders gesehen. Sie haben den Fall so gesehen, dass das andere Boot irgendwie hätte gehauset und darum Oberhofen hätte Vortritt gehabt. Und deine Darstellung ist eigentlich die, dass beide auf dem gleichen Bug waren. Genau, die waren beide auf dem gleichen Bug. Die anderen sind abgefallen, das ist korrekt, auf Vorwind. Und nachher sind sie aber immer noch vor Oberhofen gewesen, zu dem Moment, wo sie wieder zurückgehauset haben. Also das ist eine typische Situation, wie man sie immer wieder erlebt. Das sind einfach unterschiedliche Wahrnehmungen. Das passt im Fußball passiert das auch so. Und der Jury sagt halt Penalty oder nicht Penalty. Jetzt in diesem Fall war es keine Penalty. Danke für die Erklärung.
Jetzt haben wir die Situation nochmal hier an der Luftbahnmarke. Jetzt das Scanner setzen. Hier ist alles klar. Oberhofen. Ah, okay. Okay, hier haben wir die Situation. Ja, die sind wieder zurück und waren somit sind auf dem gleichen Bug gesegelt, waren Clear Ahead Boot und hatten somit immer noch Vorrang, weil es hier um klar voraus und klar Achter ausgegangen ist, nachdem beide die Segel auf der gleichen Seite hatten. So there we have it. That was race number 17. The winner was Bodensee, and Société Nautique Raudoise managed to get ahead of Vivi Latour in that rivalry that they currently have. We're just in the final countdown, last few seconds of the countdown for race number 18, which will be the last race of today. In the black boat number 1, we have Borde de Tribord. In boat number 2, the grey boat, we have Team Joy from Zug. In boat number 3, the blue boat, we have Die Pfeifen from Germany. Boat number 4, the green boat, we have Mix and Match. And boat number 5, yellow, we have Greifswald from Germany also. And boat number 6, Kreuzlingen in red. So we saw the yellow flag flying there on the committee start boat, so confirming that the boats will round the yellow upwind mark. Wir sind jetzt schon gestartet. Wir befinden uns schon auf der ersten Kreuz. Ich sehe jetzt aktuell 4 Boote. Ich denke, dass das Team aus Kreuzlingen etwas spät über die Linie gekommen ist. So a clean start there for race number 18. We're with Kreuzlingen, and then now we've come on across to boat number 1, Borde de Tribord. Moving along nicely, we've got clean air. In the frame there in the yellow boat is Greifswald, die Bottensprotten. Ja. Schon wieder in Führung. Heute bereits 2 erste Plätze ersegeln können. Sind heute sehr gut gefahren. Ja. Greifswald in der Gesamtrangliste nur einen Platz hinter Mix and Match. Das wird jetzt spannend. Hier geht es um 4 und 5. Auch der Stössensee ist im... Nein, doch, Stössensee ist auch im Rennen. Aktuell am 5. Rang hier. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das Tracking stimmt. Das könnte sich, sehen wir dann an der Luftmarke. Die befinden sich in der Gesamtrangliste gerade auf dem 3. Platz, nur 2 Punkte vor Mix and Match. So, wir nähern uns. Hier das Team vom CH Mix an erster Stelle. Gefolgt aber von Boot 4 hier, CH Mix als erstes rum, gefolgt von Greifswald und Zug 2. Zug 2 schon wieder sehr stark hier im vorderen Drittel, bei den vorderen 3 Booten dabei.
Also, und dann Marke haben wir CH Mix vor den Bodenspotten, wo ich mir nicht sicher bin, ob nicht der Yacht-Club Zug nach vorne ist. Jetzt schon 2 Halsen. Dann die Pfeifen wurde der Tribord und Kreuzlingen als letztes um die Bahnmarke. Hier sehen wir jetzt das Yacht-Club Zug, Team 2, Team Joy, auch gehalst hat. Hier sehen wir jetzt Mix and Match vor den Bodensprotten. Die beide wieder zurückhalten. So, es wird spannend, dann am Legate, die letzte Wettfahrt des Tages. Ich denke, es wird trotzdem das Team CH Mix sein. Vor den Bodensprotten. Ja. Keine perfekte Rundung. Ja. Hier noch sehr viel Platz beim Lufen. Dann das Team, die Pfeifen, entscheidet sich für die andere Bahnmarke und Zug und Bordel de Tribord auch für die rechte Bahnmarke. Haben wir jetzt noch Segelvereinigung Kreuzlingen. So, das wird jetzt dann wieder spannend. Die Boote doch relativ eng beieinander. Were you saying that there's 1 point between 2 of the teams? Yep. Between mix and match and Bodensprotten is only 1 point, so if the Bodensprotten would be before the mix and match team, then they would be equal. But now, but mix and match is leading, aren't they? Yes, leading mix and match. Yes. Okay. So then there would be 2 points between them. Natürlich haben wir aber auch noch the 2 points between Thunersee, die Pfeifen, and mix and match team. So now the Thunersee team is on the second phase. They changed. So here we're boat number 2, Team Joy. Back with mix and match. Wenn das Team CH Mix 2 Plätze vor dem Thunersee wäre, dann wären sie in der Rangliste gleich. Es sieht aber danach aus, als hätte sich das Team die Pfeifen für die richtige Seite entschieden. Die haben einiges aufgeholt, einiges gut gemacht und liegen aktuell am 2. Platz, wenn das Tracking auch stimmt. Das blaue Boot am 2. Platz. Ja, wir haben das gelbe Boot erst
einige Zeit später. Hier sehen wir jetzt Boot Nummer 4, die Führenden des 18. Races Mix and Match Team. Vor, ich denke, den Pfeifen. Ja, ich sehe hier den lila Genacker vor dem gelben, vor den Bodensprotten, vor Bordé de Tribord, vor Yacht-Club Zug und vor Kreuzlingen. So there we had mix and match rounding the mark just ahead of the two German teams, Die Pfeifen and Greifswald. Choosing to drive out there. Greifswald. Greifswald greift an. Yeah. They're attacking on the other side. Yeah. Boat number 4 is driving too. Yep. So mix and match. They try to cover. Yeah, cover and consolidate their lead. Not sure what the team from the Thunersee is doing. If they did also drive or if they stayed. You see them approaching the gate there. So, wir sehen hier wieder eine Halse von den Bodensprotten. Hier jetzt spannend. Ja, okay. Wir haben Zielanlauf. Ihr seht, Mix and Match gewinnt das letzte Rennen des Tages vor dem Team Die Pfeifen Thunersee, vor dem gelben Boot, vor den Bodensprotten, vor, dann kommt das Bordé de Tribord und dann kommen der Yacht-Club Zug mit Team Joy und Seglervereinigung Kreuzlingen. So there you have it. Mix and Match managed to hold on to their lead, the lead that they had for pretty much the whole race. They were under attack on that last leg when Die Pfeifen drived out, and they came across and covered and kept that lead to come away with the win in race 18, which is the final race of today. So for them, a wonderful way to finish a good day's racing. And here we just have the last boats coming and crossing the line. We have Kreuzlingen in the red boat who's just crossed. And there you have the wonderful silhouette of the mountains in the background. So that's the end of the racing. AP über A, das heißt keine weiteren Wettfahrten heute mehr. Es geht morgen dann weiter. Es war ein sehr schöner Segeltag heute. Wir hatten mehr Wind als erwartet. Wir hatten früher Wind. Wir haben nur eine kurze Mittagspause eingelegt. Auch ein großes Lob an die Wettfahrtleitung, die diese Situationen immer sehr gut erkannt hat, die immer rechtzeitig rausgefahren ist, schnell die Kurse gelegt hat und somit konnten wir heute weitere Rennen fahren. Wir haben jetzt insgesamt 9 Flights fertig. Heute hatten wir, denke ich, dann 5 Flights heute. Yeah, we had 5 flights today and 4 from yesterday. Ja, es war sehr, sehr schön. Wir werden jetzt dann noch
die Gesamtrangliste besprechen, aber jetzt machen sich erstmal die Seglerinnen auf den Weg Richtung Spiez, zurück in den Heimathafen. Das letzte Team am Boot, das letzte Race gesegelt ist, muss auch das Boot in den Hafen segeln. Sie haben doch einen Weg. Sie müssen auf jeden Fall Richtung Niesen, das ist der Berg hier rechts im Bild. Und wir haben noch das Ergebnis von den letzten Rennen. So that brings to an end the racing for today. It's been a wonderful day of racing. So as Amelia was saying, we've managed to complete 10 races, which is 5 flights. Yeah. Just today, despite all the odds and the and the weather gods, we weren't sure if they're going to play the game on our side, but they came good, and we were delighted with the racing. We're going to cut across now to Team Kreuzlingen for a little interview to hear how their day went today. Gut, wir sind jetzt an Bord von Kreuzlingen und versuchen hier den schönen Wind auszunutzen und vielleicht noch ein paar Korrekturen anzubringen. Jetzt schauen wir mal, wie die Crew positioniert ist. Also, ihr müsst versuchen, noch ein bisschen weiter vorne zu hocken. Das Gewicht bei dem Wind muss möglichst weit vorne sein. Und nachher, wenn die Fock eingestellt ist, raushocken, alles Gewicht raus. Das Schiff muss flach sein, Topf eben, so flach wie ihr könnt. So, und nachher Oberkörper rauslegen, rauslegen. Komm, gib ihm, noch weiter raus, rauslegen, rauslegen. Vor rauslegen, genau. Dass das Schiff gerade wird, so ist gut, genau. Okay, schön fahren. Sonst ist da die Einstellung tiptop mit dem Vöckli, ganz gut gemacht. Da, der Traveler ist schon oben, Mitschiff ist schon gut, sehr schön, so fährt es gut. Machen wir mal eine Wende. Yes. Wir machen eine Wende, Achtung mit dem Schiff. Mal schauen, wie das da passiert. Jetzt geht es darum, dass man da schön umgeht. Genau, sofort wieder Positionen einnehmen, rauslegen, vorne hocken. Genau. Sehr wichtig, immer sofort möglichst schnell wieder die neue Position nehmen. Gut so. Sehr schön. Gut, gehen wir nochmal Wende. Gut, wir sehen, wie die Vorschotter schön rausgehen wieder. Und ja, es ist nicht ganz einfach. Ein bisschen wenig Platz da. Eine Vorschotterin ist schon am Fock einstellen, das sehen wir jetzt gut. Da muss man zwischen auch einen Blick runterwerfen ins Netz, sehen wir, wie sie schreist hat. Das ist recht hart, das Zeug. Und auch im Lauf dort oben, die obere Schote nimmt sie auch. Daher gut, das Grosse ist auch gut. Gross kann man noch ein bisschen dichter nehmen, einen Tick ziehen noch. Yes, jetzt ist gut. Dann schönen Blick nach vorne, schön auf die Fädeli fahren. Gut, danke für den Einblick. So that brings to a conclusion the racing for today, and just a final wrap on the results as they currently stand. In first place, leading the charge, is Regatta-Club Bodensee on 13 points overall. In second place, Regatta-Club Oberhofen with 17 points. In third place, Die Pfeifen with 20 points. Just behind them, in fourth place, Mix and Match on 21 points, so just 1 point separating third and fourth place. In fifth place, Greifswald on 24 points. Sixth place, Bordet de Tribord on 26 points. In seventh place,
Cercle de la Voile d'Estavayer on 35 points. In 8th place, the first Team Zug from Team Stella Luna on 38 points. In 9th place, the second Team Zug, Team Joy on 43 points. In 10th place, Cercle de la Voile de Vivi-la-Tour on 44 points. In 11th place, Kreuzlingen on 48 points. And in 12th place, Société Nautique Rolloise on 50. So that brings to a conclusion a wonderful day of racing. We were hoping very much that tomorrow will bring some more nail biters. Some of those finishes were really down to the wire and photo finish. So thankfully we had the spotters on the finish line to call it for us. But thank you everyone for a great day of racing. Ja, zum Abschluss des Tages, wir sind noch nicht ganz fertig, so wie die Seglerinnen, die jetzt noch die Boote in den Hafen bringen. Wir haben jetzt noch 2 Beiträge für Sie, und zwar wie das Boot überhaupt funktioniert und wie Segel funktionieren. Danach sind wir für heute fertig. Wir melden uns dann morgen um 10 Uhr wieder und wir freuen uns schon auf einen neuen Tag. Viel Spaß bei den Beiträgen noch. Gut, also wir sind jetzt hier an Bord von Oberhofen und wir klären mal ein bisschen, um was es eigentlich geht in unserem Sport. Wir haben jetzt sind hier mit einer Vierercrew an Bord und sind im Moment auf dem Kreuzkurs, wo es eben darum geht, Gegenwind zu segeln. Das heisst, ja, wir machen so einen Zickzackkurs. Michel am Steuer muss jetzt schauen, dass sie da möglichst immer einen optimalen Kurs hat. Optimal heisst, es hat viel mit Gespüren zu tun. Man muss ein bisschen auf dem Schiff hocken und das Kribbeln im Viertel aufnehmen und die Geschwindigkeit umwandeln. Und vorne wird die Focke eingestellt und das sehen wir dann eher, wenn wir dann wenden, wie, auf was das drauf abkommt. Jetzt würden wir mal so eine Wende fahren und eine Wende tut man nicht einfach umhaben, sondern man versucht, das Manöver in Geschwindigkeit umzuwandeln. Und das macht man mit einer Gewichtsverlagerung und das sehen wir jetzt schön, wie das vonstatten geht. Ladies, ihr könnt ansetzen zur Wende. 3, 2, 1, go! Ich kann da nicht steuern. Ich helfe jetzt auch noch ein bisschen. Die ganze Crew liegt jetzt hier auf die Seite und jetzt werden die Segel auf die andere Seite genommen. Und jetzt macht man die Pumpbewegung. Und das heisst eben, mit dieser Pumpbewegung tut man das Schiff beschleunigen, für das nach der Wende man den optimalen Speed hat. Gut, jetzt können wir mal ein bisschen in die Focke schauen. Das ist das Vorsegel da vorne. Und wenn man jetzt da mal 5 cm löst auf der Schot, kannst du mal das machen. Jetzt sieht man auf der Kameraeinstellung, was das oben nachher ausmacht. Das sind Welten. Es hat jetzt sehr wenig Wind, darum sieht man das nicht so gut. Man sieht es schon ein bisschen, aber das ist enorm. Und um das geht es eigentlich, dass die Einstellung immer richtig ist für den Moment, wo man aktuell gerade am Segeln ist. Jetzt kannst du wieder richtig einstellen, richtig dicht nehmen. Genau. Und da geht es wirklich darum, dass das Segel immer eben optimal eingestellt wird. Das heisst, man ist permanent eigentlich am Einstellen, kommt auf den Wind drauf ab, auf die Wellen, auf den Kurs, den die Steuerfrau steuert. Und das heisst, das ist immer eine ständige Kommunikation zwischen diesen 2 Personen. Gut, dann haben wir einen Blick da auf das Grosssegel. Das ist das hier. Hier haben wir den Grossbaum, da dran ist das Grosssegel gehalten. Und auch hier geht es darum, das Segel immer optimal einzustellen. Wir haben hier einen Grossschot und das ist dann hier oben angemacht. Und hier haben wir einen sogenannten Traveler. Mit dem kann man die Position hier verändern, von da unten. Genau. In die Mitte oder rauf. Und das ist auch etwas, was man sehr viel verstellen, insbesondere dann, wenn es mehr Wind hat. Dann haben wir hier
sogenannten Fußleik. Das ist der Unterteil vom Segel. Da hat man hier eine Klemme, wo man das lösen kann. Jetzt sehen wir, wenn wir das lösen, dann gibt es sofort mehr Bauch ins Segel. Und auch hier wieder hat man einen Mechanismus, den man braucht, eben für bei weniger oder mehr Wind einzustellen. Jetzt ich mal ziehen. Jetzt kann man auf der Kamera schauen, was es da für eine Veränderung gibt im Segel. Also das ist markant, wie sich das da verändert. Und das ist part of the game. Ich löse nochmal, dass man das da schön sieht. So, jetzt haben wir hier einen enormen Bauch. Gut, dann ein weiteres Utensil bei diesem Grosssegel ist das hier. Das ist das Gunningham. Und auch wenn ich jetzt hier ziehe, kann man wieder aufzünden mit der Kamera. Dann passiert das. Also ich tue das Grosssegel flächer einstellen. Und auch diese Funktionalität muss natürlich stimmen für einen schnellen Kurs. Das ist etwas, das man sehr stark verändern bei allen Windbedingungen eigentlich. Dann haben wir hier noch ein Utensil. Das ist der sogenannte Niederholer. Mit dem tut man verhindern, dass der Grossbaum hier in die Höhe raufgeht. Und wenn der Grossbaum in die Höhe rausgeht, dann geht eigentlich der Wind aus dem Segel raus. Also muss man das auch immer richtig eingestellt haben. Je nach Windgeschwindigkeiten unterschiedlich. Jetzt könnten wir noch mal eine Wende machen und dann machen wir mal ein Genackermanöver, wo wir das runde Segel aufziehen. Gut, dann klar zur Wende. He? Sehr wenig Wind, ganz schwierige Bedingungen. Du musst auch ein bisschen mithelfen mit dem Gewicht. Ja, es ist natürlich nicht wirklich... Ja, für mich kann das nicht. Ja. Das ist natürlich nicht das normale Segeln, das wir jetzt hier sehen. Das sind Bedingungen, wo man eigentlich eine Regatta nicht mehr startet. Eventuell würde man da noch fertig laufen, aber auch schon das sind eigentlich grenzwertige Bedingungen. Aber so zum Zeigen geht es das schon noch da. Jetzt, wenn die Segel voll sind, kommt wieder der Pumpeffekt, den wir jetzt da nicht so machen können. Gut, jetzt, was sind so eure Schritte, wenn ihr jetzt da den Genacker bringt? Jetzt könnten wir vielleicht das mal demonstrieren. Also zuerst geht es darum, dass man jetzt den Kurs wechselt und mit dem Wind den Kurs einnimmt. Jetzt dort wird das Genacker-Segel nach vorne gezogen. Dort vorne ist ein sogenannter Genackerbaum, der vorgezogen wird. Das ist der hier, genau. Mit dem geht der Genackerbaum vor. Vielleicht kann man das schon mal demonstrieren. Genau. Jetzt sieht man das dort auf dem Bild, wie der Genackerbaum vorgezogen wird. Genau, dann kann man auch weiterfahren mit Foki-Rollen und Genacker raufziehen. 3, 2, 1, go! Die Steuerfrau gibt das Kommando, wenn der Genacker raufgezogen wird. Das passiert jetzt. Und nachher müssen wir wieder eine Gewichtsverlagerung machen, damit sich der Genacker mit dem Wind füllt. Das sehen wir jetzt schön. Der Kurs stimmt tiptop. Der Genacker füllt sich jetzt da mit Wind. Und das ist sehr ein filigranes Segeln jetzt. Muss man wirklich auf dem Boot umtesseln, damit man da gute Bewegung macht. Und jede Bewegung auf dem Schiff dient eigentlich dazu, das Schiff nach vorne zu bringen. Gut, jetzt haben wir doch schon ein bisschen Fahrt, immerhin. Da ist jemand im Genacker, das ist die Schot da, wo es so darum geht, eigentlich das Segel permanent einzustellen. Also das lässt man nicht los, das ist man immer am Justieren. Auch sehr wichtig, Kommunikation mit dem Steuermann, dass das sehr gut harmoniert. Und jede Bewegung vom Steuermann hat dann zur Folge, dass hier an diesem Seil entweder gezogen oder gelöst wird. Gut, dann würden wir jetzt noch eine Hause machen. Das heisst, wir gehen vor dem Wind wieder auf einen anderen Kurs, weil wir ja mit dem Genacker eigentlich auch vor Wind runterkreuzen. Und da gibt es eine Art Pumpbewegung. Jetzt können wir das auslösen, das Manöver. Man sieht sofort wieder, wir tun nicht einfach rumhaben, sondern super Bewegungen machen.
Und eben typische Klassiker, Schoten sind belegt, funktioniert nicht, Manöver schon schwierig so, wenn jemand auf der Schote steht oder wenn ein Schot verhängt ist. Jetzt wieder warten und schauen, filigran, dass der Genacker sofort sich mit Wind füllt. Wenn es ein bisschen Wind hat, wäre das natürlich schon lange der Fall und wir würden Vollgas davon brettern. Jetzt kommt der Wind, füllt ein bisschen den Genacker mit Wind und dann kann man da wieder optimal das nachher einstellen. Gut, dann wären wir jetzt unter der Boje. Jetzt ging es darum, den Genacker zu verräumen. Könnt ihr mal demonstrieren, wie das Abnehmen von dem Genacker vonstatten geht? Zuerst tut man die Fokusrolle. Nachher wird der Genacker reingezogen. Und dann auf Kommando geht der weg. Da geht es darum, immer schnell zu arbeiten, damit man dann sofort auf einen neuen Kurs kann. Und jetzt wäre hier auf der linken Seite, würden wir jetzt die Bojenrunde anlaufen und nachher den Kurs wieder nach oben. Das ist so das Manöver, das man da macht. Dann sofort wieder einen Pump geben. So, man hört auch Kommunikation an Bord, sehr wichtig, dass da alle miteinander reden und jeder weiss, um was es geht. Gut, ich glaube, das wäre so eine kurze Demonstration gewesen. Dann geben wir vor der Hand zurück zu den Kommentatoren. Gut, wir sind hier auf dem Boot und da ist drauf Claudia Böhm. Sie arbeitet bei North und jetzt reden wir zusammen ein bisschen über Segel und so. Also North ist ja sehr verbreitet bei den J70. Weisst du aber wie gross das die Verbreitung ist oder wie viel das da unterwegs sind mit North-Segel? Marktanteil oder so? Ja, also weltweit sind wir sehr gut vertreten bei der J70. Im Moment, glaube ich, ist es so zwischen 70% und 80% Marktanteil weltweit gesehen. Okay, ja, das nehmen wir eben auch wahr. Also, und das sehr, sehr führend. Also, ich glaube, die letzten Titel waren auch immer mit North gewesen, oder? Ja, also was ich mitbekommen habe, mehr oder weniger alles. Ich glaube, einen Anlass hat es gegeben, wo jemand nicht komplett unseren ganzen Segelsatz hatte, sondern nur einen Teil. Aber sonst sind wir wirklich immer irgendwo auf dem Podest mit dabei. Wie seid ihr da organisiert jetzt in der Schweiz mit diesen North Sails? Woher kommen die? Oder wenn jetzt jemand North Sails kaufen will, wie gehen wir da vor? Man bestellt es bei mir, also ich habe das Blöckchen dabei. Nein, man kann uns ein E-Mail schreiben, man kann uns anrufen und dann nachher tun wir sehr gerne eine Bestellung aufnehmen. Wir sind im Moment ist es auch in der besten Zeit für One-Design-Segel. Das heisst, wir haben im Oktober können wir Rabatt anbieten. Es sind 15% Rabatt, was es auf die Segel gibt. Und wir sind da, freuen uns. Und produziert werden sie wo? Die werden fast alle One-Design-Segel bei NAS werden in Sri Lanka produziert. Dort ist eine riesige Fabrik eigentlich, wo wir etwa 2000 Angestellte haben. Und die machen dort einen super Job. Die machen auch neben Segel, die auch Segelsäcke und so Sachen noch herstellen. Also die machen das super cool. Und die arbeiten auch gerne dort. Was heisst One-Design? Was ist denn noch das andere? One-Design sind eigentlich Klassen. Das heisst, da geht ein Star drunter, da geht eben J70 drunter, ein Melches 24. Es gibt ganz, ganz viele Klassen. Also bei NAS sind es über 100 Klassen, wo wir Segel dafür bauen. Ein Optimist ist auch eine Klasse, oder 420er, 470er. Und das geht dann eben weiter in Melches 32 noch. Also es sind ganz, ganz viele Boote. Das heisst, das Klassensegel ist ein Segel, das man quasi aus dem Gestell rausnimmt. Das heisst, das sind alle identisch. Das gibt Klassenregeln. Das heisst, dort sieht man dann, wie gross darf das Segel sein, dass jeder Segelmacher sich muss an die halten muss. Und bei NAS haben wir einfach den Vorteil, dass wir so gross sind, haben wir sehr viele Leute, die uns die Segel testen. Und durch das können wir immer mehr Fortschritt machen und sind immer hoffentlich einen Schritt weiter wie unsere Mitbewerber. Aber du hast es angesprochen, One-Design, also sozusagen, wir haben das Segel im Regal, aber das wird ja auch weiterentwickelt. Und wie läuft der Prozess von dieser Weiterentwicklung von dem, was man im Moment im Regal hat, bis man das nächste ins Regal stellt?
Wasserstunden. Schlicht und einfach Wasserstunden. Jetzt gerade in der J70 YCSp, da haben wir einen Designer, der selber mitsegelt. Das ist der Rory Scott. Das ist ein Engländer und der war auch schon Europameister mit der J70. Und die haben wahnsinnig viele Wasserstunden. Die haben also heute sogenannte Jockeys, die sagen, okay, du segelst für mich, gibst mir ein Feedback. Und dann nachher tut man aus dem heraus das weiter produzieren. Aber jetzt gerade zum Beispiel bei der J70 ist zum Beispiel der Genacker. Der ist jetzt schon seit ein paar Jahren, haben wir dort das gleiche Modell, weil das einfach funktioniert, weil man extrem schnell ist, also muss man nichts ändern, wenn etwas sehr gut ist. Dann probiert man wieder etwas aus, eben je nachdem, wo die nächste Europameisterschaft, Weltmeisterschaft ist, kann es sein, dass man sagt, okay, wir sind in einem Gebiet, wo es wahnsinnig viel Wellen hat, viel Wind, also versucht man dort das Modell dann speziell auf das anzupassen. Okay, also das heisst, es ist Haufen Entwicklung drin und eben Produktion, das ist Zusammennähen, Zusammenleimen, was auch immer. Wo passiert denn die Entwicklung eben auch auf dem Computer, nehme ich an, oder wie läuft das ab? Ja, wir haben ganz unterschiedliche Computerprogramme. Ganz genau, wie die heissen, weiss ich auch nicht, aber das ist eine riesige Technologie, wo dann einfach die Segler reden mit den Designern und die Designer bringen das quasi aufs Papier, in Anführungszeichen, respektive in den Computer rein und können dort die ganzen Anpassungen machen. Also ich gehe davon aus, die Entwicklung die passiert auf dem Computer, auch eben in Segelkreisen oder in Seglerkreisen, bei den Profis sozusagen, und die geben dann wie eine Vorlage nach Sri Lanka und dann wird nach dem bauen. Ist das etwa richtig? Nein, also der Designer tut das ganze Design machen auf dem Computer mit seinen unterschiedlichen Programmen, mit den Angaben, die er hat von den Seglern, wo ihm dann einfach sagen, okay, schau, das und das könntest du ein bisschen verbessern, dort und dort könnte man noch etwas ändern. Dann gibt man das in den Computer rein, dann tut man das nähen, das Segel, nach diesen Angaben. Dann geht man das wieder testen und schaut, hat das wirklich etwas gebracht. Und erst wenn dann der Prozess auch durch ist und alle sagen, hey, das ist ein super Segel, das ist mega cool, dann nachher geht es auch in die Produktion rein und wird dann gesagt, okay, es gibt auf nächstes Jahr kommen wir ein neues Modell über. Okay, und aus was für Material sind die Segel? Wie heisst das? Oder, ja? Also die weißen Segel, die wir hier sehen, das sind sogenannte Dacron-Segel. Das ist ein Polyesterfaden. Das ist eigentlich das Gleiche, wie man vor 100 Jahren schon Segel gemacht hat. Also früher war es einfach gewoben, grobes Tuch. Und jetzt, gerade die Regattensegel sind natürlich extrem fest geharzt. Durch das sind sie recht steif am Anfang. Wo wir dann eigentlich schon beim Handling sind, wo man wirklich schauen muss, wie man mit diesen Segeln umgeht. Aber das sind Dacron-Segel. Ist eigentlich in der One-Design-Szene, also bei den Klassensegeln, ist das recht verbreitet, weil es relativ günstig ist, sage ich jetzt einmal. Es gibt auch Klassen, wo dann andere Produkte auch erlaubt sind, wo es dann bis in Laminatsegel könnte das sein oder auch dann bei uns, das ist das einzige, wo nachsales, wo wir alleinstehend sind weltweit, sind nahtlose Segel, die quasi wie geklebt werden, wo es gar keine Naht mehr drauf hat, ausser an den Liken und so. Und da haben wir gesagt, ja, etwa die so schwarze Segel oder gelbe Segel, was ist das für Material? Das ist eben, also wenn wir jetzt bei Nachsales bleiben, ist das die sogenannten 3DI-Segel. Das sind die nahtlosen Segel. Früher hat es 3DL geheissen. Dort hat es aber die können delaminieren. Das heisst, die sind voneinander gefallen. Und das ist bei 3DI ist das einfach nicht mehr möglich, weil es gar kein Laminat mehr drauf hat. Das ist wirklich ein Guss, in einem Guss kommt das Segel. Und die sind extrem lang haltbar. Durch das auch sehr nachhaltig, was heute ja auch immer mehr ein Thema wird. Aber sie sind natürlich auch ein bisschen teurer, weil die werden wie auf einem Trampolin hergestellt. Das ist sehr ein spezieller Herstellungsprozess. Und ja, aber sie sind sehr schnell. Also darum sieht man auch auf grösseren Schiffen die sehr häufig, zum Glück. Okay, gut, jetzt haben wir von unseren Dacron-Segeln geredet, die gewachsen sind. Was heisst das? Du hast es ein bisschen angesprochen. Was heisst das für einen Umgang mit diesen Segeln? Was sollte man machen oder was sollte man nicht machen? Also ganz extrem wichtig ist, dass man die nicht knickt, die Segel. Weil alles, was knicken ist, gibt Feld, das man nicht mehr rausbringt, gerade wenn es neu ist, das Segel. Das heisst, wenn man jetzt vom Handling redet, man sollte es aufrollen, nicht falten, sondern wirklich aufrollen, locker aufrollen.
nicht sehr eng zusammen machen. Die Focken sollte man wenn man mit dem Wind fährt, einrollen und nicht gegen den Wind einrollen, weil das macht das Segel kaputt. Man sieht es diesen Segeln leider auch ein bisschen an, dass das nicht immer ganz so gehandhabt wird, wie man sollte. Man sollte bei allen Segeln immer schauen, dass die trocken sind, weil Feuchtigkeit hat das Segel nicht gern. Plus, es haben alle nicht gern Sonne. Also sind alle sonnenempfindlich. Das heisst, man sollte es wirklich am Abend entweder wegnehmen oder einen Schutz drüber tun, sogenannte Persenning. Und dann hat man schon sehr viel gemacht, gut fürs Segel. Okay, ist noch schwierig. Segelsport findet draussen statt. Wir haben alle Freude, wenn die Sonne scheint. Offensichtlich der Segelmacher auch, weil das tut der Segel nicht gut, dann verkauft er wieder neue Segel. Gut. Man hat noch nie etwas dagegen gefunden, das wirklich schützt gegen die Sonne. Also die Materialien, die wir haben im 3D-Bereich, die sind zum Teil, kann man dort schon den Sonnenschutz einarbeiten, aber bei den Dackeln-Segeln geht das nicht. Okay, sehr interessant. Gut, Claudia, herzlichen Dank für den Einblick. Sehr spannende Geschichte. Zurück zu den Kommentatoren.